jetzt mach bitte den Fernseher aus. Und sie saß einfach da und hat weiter Fernsehen geguckt und hat uns nicht gehorcht. It was time for dinner. We'd say, go wash your hands, come to dinner, and she wouldn't do it. Und es war Zeit zum Abendessen. Wir sagten, geh bitte deine Hände waschen und komm zum Essen. Und sie hat es einfach nicht gemacht. During her little brother's nap time, she'd be talking really loud, and we'd say, no, you need to be quiet, and she'd just keep talking really loud. Und als ihr kleiner Bruder geschlafen hat, da war sie dabei richtig laut zu reden. Und wir haben gesagt, bitte rede leiser, weck deinen Bruder nicht auf. Aber sie hat einfach weitergemacht so laut. And so my wife Sue and I, we were growing increasingly frustrated. Und so meine Frau und ich, wir wurden immer mehr frustriert über sie. And we kind of started asking, why isn't she obeying us? Why isn't she listening to us? Und wir haben uns gefragt, warum gehorcht sie uns nicht? Warum hört sie nicht? And as young parents, it was very challenging. Und das war für uns als junge Eltern echt herausfordernd. So I decided I was going to have kind of a heart-to-heart talk with my little 3-year-old. Und dann habe ich beschlossen, meine kleine Tochter mal ein bisschen zur Brust zu nehmen, so Auge zu Auge. Yeah. We have a saying at the Ferguson house, and it's this: obey the first time. Bei uns in der Ferguson-Familie gibt es so ein Wort, ein Sprichwort, das heißt, gehorch das erste Mal. So I thought I would start there. Und ich dachte, das ist ein guter Punkt, um damit anzufangen. And so I got down on her level, I got on my knees to look her eye in the eye. Und dann bin ich also so runtergekniet, um ihr in die Augen gucken zu können. And I began to talk to her about obeying the first time. Und dann habe ich mit ihr geredet darüber, was es bedeutet, schon beim ersten Mal zu gehorchen. But as I was talking, I noticed she was kind of like leaning into me. Und während ich so mit ihr geredet habe, habe ich bemerkt, dass sie immer sich so weiter vorgebeugt hat zu mir. And she said, Daddy, talk so I can hear you. Und sie sagte, Papa redet, aber ich verstehe nichts. Yeah, she said it twice. She said, Daddy, talk so I can hear you. Und sie sagte dann, Papa, rede doch mal so, dass ich dich verstehen kann. And all of a sudden it hit me Und auf einmal wurde mir was klar. that my little girl, couldn't actually hear me. Mir wurde klar, dass mein kleines Mädchen mich tatsächlich einfach nicht hören konnte. She couldn't hear the words that her father was saying to her. Sie hörte einfach die Worte, die ihr Vater zu ihr sagte, nicht. So we made an appointment with the doctor. Also haben wir einen Termin beim Doktor ausgemacht We took her to Dr. Nelson to have her hearing checked. und wir brachten sie zu Dr. Nelson, um ihr Gehör zu überprüfen. And they did what they call a tympanograph. Und sie haben so eine Tymponographie mit ihr gemacht. And what a tympanograph does is it measures the vibrations in the ear cavity. Und bei so einer Tymponographie, da werden praktisch die Schwingungen gemessen im Innenohr, ob das alles funktioniert. And the tympanograph came back just flatline. Und das Ergebnis war einfach eine gerade Linie. There were no vibrations in her ear. Es gab überhaupt keine Schwingungen an ihrem Ohr. And it meant that she was literally only hearing maybe 5 or 10% of everything that her mom and I were saying to her. Das bedeutete, dass sie tatsächlich nur 5 bis 10% von dem gehört hat, was wir zu ihr gesagt haben. A flatline is like a flatline on an EKG where like if you have no heartbeat. So eine flache Linie, das ist wie beim EKG, praktisch so eine Nulllinie, wenn es keinen Herzschlag mehr gibt. But in this case there was just no sound vibrations. Und bei ihr waren es eben, es gab einfach keine Schallschwingungen in ihrem Ohr. Well, fortunately we were told that her ear was just full of fluid. Zum Glück haben wir dann herausgefunden, dass ihr Ohr einfach voll mit Flüssigkeit war. And then with some medication it would be remedied, and it was. Und das konnte man dann mit Medikamenten wieder in Ordnung bringen. But this got me thinking about our own spiritual listening Aber das hat mich dazu gebracht, über unser geistliches Hören nachzudenken. and what it means for us to be spirit-led. Und was es bedeutet, für uns vom Geist geleitet zu werden. And I started thinking, well, what if a spiritual tympanograph came back from heaven on us and it was flatline? Und ich dachte mir, wie wäre das jetzt, wenn so eine himmlische Tymponographie vorgenommen würde und die wäre auch so Nulllinie. What if we discovered that we were actually only hearing maybe 5 or 10% of everything our heavenly Father was saying to us? Wenn wir jetzt rausfinden würden, dass wir auch nur 5 oder 10% von dem hören, was unser himmlischer Vater zu uns redet. And what a tragedy it would be if we got to heaven someday and God says, I was speaking, but you just weren't hearing me. Und was für eine Tragödie das wäre, wenn wir mal in den Himmel kommen und dann Gott zu uns sagt, hey, ich habe zu dir geredet, aber du hast mich einfach nicht gehört. See, my hunch is that for many of us it's not so much that we're willfully disobedient. It's just that we don't always hear God. Ich glaube, es ist nicht so, dass die meisten von uns einfach willentlich ungehorsam sind. Es ist nur öfter so, dass wir einfach Gott nicht hören. It's kind of like my daughter. She wasn't willfully disobeying me.
Eben wie bei meiner Tochter. Sie hat nicht absichtlich mir nicht gehorcht. She couldn't do what her father was saying because she didn't hear her father. Sie konnte das nicht tun, was ich gesagt habe, weil sie mich einfach nicht gehört hat. And what if the one thing that keeps all these dreams that we have from happening is the fact that maybe we're just not hearing from the Father? Und ich glaube, ein Grund, warum diese ganzen Träume, die wir hier auf unserer Serviette haben, oft nicht zur Umsetzung kommen, ist, dass wir unseren Vater einfach nicht hören. Because I want you to know sometimes God will speak in ways that you least expect. Und manchmal redet Gott auf die Art und Weise, die du am wenigsten erwarten würdest. About 8 years ago, our church was going through a really tough financial situation. So vor ungefähr 8 Jahren sind wir als Gemeinde durch eine wirklich schwierige finanzielle Situation durchgegangen. There'd been a really significant downturn in the economy. Das lag auch natürlich an der wirtschaftlichen Gesamtlage, die echt schlecht war zur Zeit. And our budget had fallen, thousands and thousands of dollars behind. Und wir waren mit unserem Budget Tausende von Dollars unter dem, was wir brauchten. And so I remember I called all our staff team together. So habe ich unser ganzes Mitarbeiterteam zusammengerufen. And I said, let's just take one day. We'll take a day of prayer and fasting just to listen to God about what we're supposed to do. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt einen Tag Gebet und Fasten, wo wir einfach mal darauf hören, was Gott uns sagt, was wir tun sollen. And so all day Tuesday we prayed and we fasted over this as a staff team. Und so haben wir den ganzen Dienstag genommen, gebetet und gefastet und als ganzes Mitarbeiterteam. And then we got back together on Wednesday and we kind of assembled in a group, kind of like in this here. Und am Mittwoch sind wir dann wieder zusammengekommen, so als Gruppe, so ähnlich wie hier jetzt. And I just opened it up. I said, does anybody feel like they got something from God? Und ich habe dann die Versammlung eröffnet, habe gesagt, hat jemand den Eindruck, dass Gott zu ihm geredet hat? And at first it was just real quiet. Am Anfang war es einfach richtig still. And I think everybody kind of thought, well, you're the lead pastor. You should be getting something from God. Und ich glaube, dass irgendwie die meisten wohl gedacht haben, hey, du bist der leitende Pastor, du solltest was von Gott bekommen. But then a guy, kind of like right out in the middle there, named Steve, who is our IT, information tech, IT director, spoke up. Und dann irgendwo so ein Kerl, so mittendrin in der Menge, Steve, der ist unser IT-Manager, der hat auf einmal angefangen zu reden. And he said, well, the one thing that I keep getting is that in the middle of this financial crisis, we're not supposed to shrink the vision, we're actually supposed to expand the vision. Und er sagte, das, was ich die ganze Zeit höre, dass mitten in dieser finanziellen Krise, dass wir nicht die Vision verkleinern sollen, sondern dass wir die Vision vergrößern sollen. And as the lead pastor, I was not thinking expand the vision then. Ich als leitender Pastor hatte damals nicht im Kopf, die Vision noch zu vergrößern. But as we began to talk about it together as a team, we began to sense that what Steve, the IT director, had heard from God was exactly what we needed to do. Aber während wir dann als Team darüber geredet haben, haben wir wirklich den starken Eindruck bekommen, dass das, was Steve gesagt hatte, genau das wäre, was wir tun sollten. And what really came to us is that we needed to actually pick one Sunday that instead of collecting money for us, the church, in faith, we would take all that money and we would just give it away. Und uns wurde dann klar, dass wir einen Sonntag nehmen sollen, wo wir nicht Geld sammeln für uns als Gemeinde, sondern alles, was wir an dem Sonntag einsammeln, dass wir das weggeben sollen. And so we announced the day that we would do it about 4 weeks in advance. Dann haben wir so 4 Wochen im Voraus diesen Sonntag angesagt. We told people we felt like this is what God had told us to do. Wir haben den Leuten gesagt, wir glauben, das ist das, was Gott vorhat mit uns. And so on that day, we had this big offering and we collected it all and Dann hatten counted wir it. dieses große Opfer an diesem Tag, was wir eingesammelt haben. And it was the biggest offering we had ever had in the history of our church. Das war das größte Opfer, was wir jemals in unserer Gemeinde eingesammelt haben. Which was kind of good. Das war ziemlich gut, ja. Because I knew we were going to give it all away. Denn ich wusste ja, wir würden das jetzt alles weggeben. But what happened is that ended up being the financial turnaround for the rest of the history of our church. Aber was der Fall war, das war der Wendepunkt in der finanziellen Geschichte unserer Gemeinde. And so now every year on the very first Sunday of our fiscal year, starting October, we take an offering called Celebration Generosity and we give away all the money to other causes around the world and in our community. Und seitdem tun wir an jedem ersten Sonntag von unserem Finanzjahr, das ist im Oktober, diesen Sonntag nehmen, wo wir Geld einsammeln und es weggeben. And over the last 8 years, we've now given away over $4 million. Und über die letzten Jahre konnten wir auf diese Weise mehr als $4 Millionen weggeben. And I think what God was doing was he was trying to grow us up into being a generous church. Und ich glaube, was Gott dabei vorhatte, er wollte uns dazu erziehen, eine großzügige Gemeinde zu werden.
But it started with us, what? Hearing from God. Aber es fing womit an? Damit, dass wir von Gott gehört haben. Let me just tell you this too. I think God also speaks to us not just in the exceptional, but also in the everyday. Aber ich glaube, dass Gott nicht nur an so außergewöhnlichen Momenten zu uns spricht, sondern auch jeden Tag. This is my journal. Das ist mein Tagebuch. And almost every morning, this is where I'll start. Und fast jeden Morgen beginne ich damit. And I'll read some scripture, and then I reflect on it, and then I write a response. Ich lese in der Bibel, ich denke darüber nach und dann schreibe ich meine Reaktion auf. I got some specific people that I pray for, which I'll tell you about later on this afternoon. Ich habe ein paar spezielle Leute, für die ich bete, da werde ich heute Nachmittag noch drüber reden. And then what I like to do is I'll often just kind of draw a line, and then I just kind of try to be quiet and wait for God to speak to me. Und dann mache ich einfach mal so einen Strich und dann bin ich ruhig und ich warte darauf, dass Gott zu mir redet. And I think that's one of the things we have to do ourselves if we're expecting people, our apprentices, to do it as well. Und das ist auch so eine Sache, die wir erstmal selber tun müssen, wenn wir von unseren Azubis erwarten, dass sie das machen. See, because remember that you will always reproduce who you are. Denn erinnert euch daran, wir werden immer wieder das hervorbringen, was wir selber sind. And what Jesus is expecting of us is us to be spirit-led. Und was Jesus von uns erwartet, ist eben, dass wir geistgeleitet sind. Let me give you the second expectation. The second expectation, we take a look at it, we continue in this verse. He says, and you will be my witnesses. I think he's talking to us about being missional apprentices. Und die zweite Erwartung, über die Jesus hier in diesem Vers redet, ist, er sagt hier, ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich nenne das ein missionaler Azubi sein. And this word witness there actually comes from the Greek word martyrios. Und dieses Wort Zeuge kommt vom griechischen Wort Martyrios. And if you say that word martyrios slowly, at least in the English language, it sounds a lot like martyr. Und wenn ihr dieses Wort Martyrios eben ausspricht, das erinnert uns an das Wort Märtyrer. Yeah. Let's go ahead and put the second expectation up there on the screen. Bitte die zweite Folie. There you go. And I think what he's saying is he's not just saying when he says you'll be my witnesses that you're going to talk about me all the time. That's not all he's saying there. Ich glaube also, wenn Jesus hier sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, meint er nicht, wir sollen die ganze Zeit einfach über ihn reden. Because if he's using this word martyrios, he's saying, no, you will be willing to die for this mission. Denn wenn er hier dieses Wort Martyrios verwendet, dann will er damit sagen, hey, ihr müsst bereit sein, für diese Mission zu sterben. And you'll trade your life for this, whether it's one day at a time or 75 years or even all at once. You'll die for this mission. Und wenn du dein Leben da hineingibst, sei es jetzt Tag für Tag oder eben auch mal an einem Tag, wo dein Leben von dir gefordert wird, aber dann heißt es, du bist bereit, für diese Mission zu sterben. And he was being very candid and saying, listen, you being an apprentice of mine, it's going to be risky. Und er ist da sehr klar und er sagt, hör zu, wenn du mein Azubi sein willst, dann wird das riskant. And I think that's one of the things, as I look back at community, describes who we've been. We've always been a church that's willing to take risks. Und wenn ich so auf unsere Community-Geschichte zurückschaue, dann ist das eine Sache, wir waren immer bereit, ein Risiko einzugehen. And we've had people that are taking risks. Und wir hatten Leute, die bereit waren, Risiken einzugehen. Not long ago, I had a leader come to me with an idea. Vor einiger Zeit kam ein Leiter zu mir mit einer Idee. He was in his early 40s and said, I want to take early retirement and I will work for free for the church for an entire year and then you can evaluate. Okay, und er hat mir vorgeschlagen, er war so Anfang 40, er sagte, ich möchte jetzt schon in Frühruhestand gehen, ich möchte ein ganzes Jahr kostenlos für die Gemeinde arbeiten und danach können wir das auswerten, könnt ihr mir ein Feedback geben. And he said, if I've done a good job and there's a place for me in the staff, you can hire me, but if not, I'll just keep volunteering. Und dann könnt ihr sagen, wenn es gut war, dann könnt ihr mich als Gemeinde anstellen und wenn nicht, dann mache ich einfach freiwillig weiter. That was too good of an offer to refuse. Dieses Angebot war natürlich zu gut, um es abzulehnen. So he joined our team for a year. So, er war also jetzt ein Jahr lang Teil von unserem Team. Full time at no pay. Vollzeit für 0 Gehalt. And after that year, he had developed enough leaders, enough teams that we did. We went ahead and we hired him to be part of our staff. Und nach dieser Zeit hatte er genug Leiter und Teams rausgebildet, dass wir ihn tatsächlich dann anstellen konnten. And he made a huge difference to really hundreds of people. Und er hat für Hunderte von Leuten einen wirklichen Unterschied But it gemacht. started with him taking that risk. Aber es fing damit an, dass er dieses Risiko eingegangen ist. I was doing a consultation with one of the largest churches in the United States just 3 or 4 years ago.
Nur vor 3 bis 4 Jahren habe ich so eine Beratung gemacht mit einer von den größten Gemeinden bei uns in den Staaten. And they weren't growing and they'd kind of plateaued. Die sind nicht mehr weitergewachsen, sondern so auf so einem Plateau stehen geblieben. And so they began to talk about, well, what if we began to add multiple sites? What if we went multi-site? Und die haben sich dann Gedanken gemacht, wie wäre es, wenn wir anfangen würden, Multisite zu machen. And they seemed very enthusiastic and very excited about it as I was sharing what had happened at Community. Und sie waren sehr begeistert, enthusiastisch darüber, als ich ihnen so erzählt habe, wie es bei uns bei Community gelaufen war. But as the meeting came to a close, one of my friends, one of the younger members of the team, came over and put his arm around me. Aber so am Ende dieses Meetings kam ein junger Freund von mir so und legte seine Hand um mich. And he said, Dave, we're not going to do this. Und er sagte, weißt du Dave, wir werden das nicht machen. And I was like, well, why? Und ich sagte, wieso? And he said, I think we're still afraid of failing. We're afraid of taking this risk. Ich glaube, wir haben einfach noch Angst zu versagen. Wir haben Angst, dieses Risiko einzugehen. I think there's two fears that keep us from taking risks for God's kingdom. Ich glaube, es gibt 2 Ängste, die uns davon abhalten, Risiken einzugehen fürs Reich Gottes. I think the first one is a fear of failure. Die erste ist die Angst vor Versagen. We're afraid it might not work and it might make us look bad. Wir haben Angst, dass es nicht funktioniert und dass wir dann schlecht dastehen. And I think the second fear, though, is the fear that comes when we're successful. Und die zweite Furcht ist die Furcht davor, erfolgreich zu sein. And I think we say to ourselves, but I've accomplished so much, I don't want to fail now. Oder wenn wir erfolgreich eben sind, dann sagen wir, oh, ich habe schon so viel erreicht, jetzt möchte ich doch nicht mehr versagen. And if it's the fear of failure that's holding you back, let me remind you of grace. Und wenn diese Furcht vor dem Versagen dich zurückhält, dann lass mich dich an Gnade erinnern. The whole idea behind grace is that God knows we're going to fail and we still receive His love. Das ganze Konzept von Gnade bedeutet doch, dass Gott weiß, So dass don't wir let that hold you versagen back. und dass er uns trotzdem noch liebt. Deswegen lass dich davon nicht zurückhalten. And if it's a fear that comes with success, let me remind you about eternity. Und wenn du Angst hast, so deinen Erfolg zu verlieren, dann lass mich dich an die Ewigkeit erinnern. Don't stop now. There's so many more people that you could help find their way back to Hör God. jetzt nicht auf, es gibt noch so viele Menschen, denen du den Weg zurück zu Gott zeigen kannst. And I think for many of us here, I think part of the reason He has you here is He's saying, I've brought you here because I want you to challenge you to dream and I want you to take a risk for my kingdom. Und ich glaube, dass für einige von euch, die ihr hier seid, Gott hat euch hierher gebracht, um euch neu herauszufordern, ein Risiko einzugehen für sein Reich. I want to read you the words from the Master in Matthew chapter 25, and it's in the Message translation. Und ich möchte uns die Worte unseres Herrn vorlesen aus Matthäus 25 aus der Message-Übersetzung. And he just says, that's a terrible way to live. It's criminal to live cautiously like that. Und Jesus sagt da, das ist eine schreckliche Weise zu leben. Es ist kriminell, so vorsichtig zu sein wie du. And he says, take the 1,000 and give it away to the one who risked the most. Nimm die 1000 Talente und gib sie dem, der am meisten riskiert hat. And get rid of this play it safe who won't go out on a limb. Und schmeiß diesen auf Nummer sichergeher raus. See, I think a lot of us, we know what faith is intellectually. Viele von uns wissen, was Glaube ist, so intellektuell betrachtet. But faith also has an accompanying affect, an accompanying feeling. Aber Glaube wird begleitet von einem Affekt, von Gefühlen. See, when you have faith, it feels risky. Seht ihr, wenn wir Glauben haben, dann fühlt sich das riskant an. And if what you're doing right now doesn't feel risky, maybe you're not doing enough things in faith. Und wenn das, was du gerade machst, sich nicht so risikoreich, gefährlich anfühlt, dann machst du vielleicht nicht genug Dinge im Glauben. Ask yourself that right now. I know what it is, but do I actually feel it? Do you feel that right now? Frag dich das mal. Du sagst, ich weiß, was Glaube ist, aber fühlst du das gerade? So I think what Jesus is calling, He said, hey, as my apprentices, I want you to be spirit-led, and I want you to be missional. But then He adds a third thing, and He says this, you're going to be in Jerusalem, Judea, Samaria, the ends of the earth. I think He's also calling us to be reproducing apprentices. Und Jesus sagt also, ich möchte als mein Azubi, dass du geistgeleitet bist, dass du missional bist, aber als mein Azubi möchte ich auch, dass du dich reproduzierst. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis zu den Enden der Erde. The call to apprenticeship is come follow me and I'll make you fishers of men. Denn der Ruf, in das Azubi von Jesus zu sein, war der, komm, folge mir nach und ich mache dich zu einem Menschenfischer. It's this calling to come and follow Jesus, but also to be prepared for greater and greater influence in the mission. Es ist also das eine, gerufen zu sein, Jesus nachzufolgen, und das andere aber immer mehr Einfluss auf Menschen zu haben. And Jesus always sent us out at least in twos.
Und Jesus sendet seine Jünger immer aus, mindestens zu zweit. In Mark 6, he did that with the 12. In Markus 6 macht er das mit den 12. He says, I'm going to send you out 2 by 2, and then he gave them authority. Da sagt er, ich sende euch aus 2 und 2 und dann gab er ihnen Autorität. In Luke 10, he did the same thing with the 72. In Lukas 10 macht er das gleiche mit den 72. I'm going to send you out 2 by 2 to every town. Ich sende euch 2 und 2 in jede Stadt. And I think Jesus is sending us out to Jerusalem, Judea, Samaria, the ends of the earth, and he's going to send us out with others that we are also to apprentice. Und ich glaube, wenn Jesus uns sendet nach Judäa, Samaria und so weiter, dann sendet er uns aus mit anderen zusammen, von denen er möchte, dass sie Azubis sind von uns. Here's what I'd love for you to do. While I'm talking, go ahead and write down 3 names. Während ich jetzt hier rede, schreib doch mal 3 Namen auf, bitte. Who are 3 people that Welche you 3 could Leute, begin to apprentice? mit denen du eine Ausbildungsbeziehung beginnen könntest? You can go ahead and just do that right now. I know you can do more than one thing at a time. Fangt einfach jetzt an. Ich weiß, ihr könnt mehrere Sachen gleichzeitig machen. Who are 3 people? Maybe put it on your phone. Maybe if you're writing with a pen. But who are 3 people that you could apprentice? Go ahead and write down those Schreib's names. auf. Welche 3 Leute könntest du zu deinen Azubis machen? Schreib's in dein iPhone oder mit Stift auf Papier, aber schreib's auf. Because what I want to do next is I want to give you one of several tools that I use in helping develop other apprentices. Denn jetzt als nächstes möchte ich dir ein Werkzeug mitgeben, was ich benutze, um Azubis auszubilden. And this tool is what I call the leadership path. Und dieses Werkzeug nenne ich den Leiterpfad. I had a guy named John who was in my small group who was a very accomplished businessman. Ich habe einen, der heißt John, der ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann gewesen, oder ist es immer noch. And he was very excited about what was happening in the life of our church, and he was brand new. Er war ganz neu bei uns in der Gemeinde und er war sehr begeistert von dem, was da läuft. And he began to ask me, he said, how could I expand my leadership here at your church? Und er fragte mich, wie kann ich meinen Einflussbereich, meine Leitung hier ausweiten bei euch in der Gemeinde? And I said, well, I'll tell you what, why don't we get together for coffee and let's talk about that? Und ich sagte ihm, warum trinken wir nicht mal einen Kaffee zusammen und ich erkläre dir das. So we met at a Panera restaurant. Wir haben uns also in diesem Panera-Restaurant getroffen. And we ordered, and then where'd my napkin go? And then I pulled out a napkin. Und wir haben bestellt und dann habe ich eben auch eine Serviette genommen. And I said, let me explain to you how you could expand your leadership. Ich möchte jetzt erklären, wie du deine Leitung erweitern kannst. And then I showed him this path. You can Und dann go habe and ich put ihm the whole thing up there diesen first. Pfad gezeigt. Tut mal das ganze, Let's go back one real quick. There we go. das And ganze so Ding. I began to show him this. Ich habe ihm also dieses hier gezeigt. And what this path was, I said, John, there is a path for you where you can go from being this individual to being an apprentice, to being a leader, to being a coach, to even being on staff if you want to someday. And I actually see in you, I think you could be a campus pastor or a church planter. And I'll explain to you why I saw that in him. And then even beyond that. Und ich habe ihm gesagt, guck, das ist der Weg, so könntest du dich entwickeln in deiner Leitung. Du beginnst als Individuum, machst weiter als Lehrling, Azubi, bist ein Leiter, Coach. Ich könnte dich sogar als ein Bereichsleiter oder auch sogar als einen Campuspastor sehen. Ich erzähle euch später, warum ich das sehen konnte. And you could see his eyes begin to light up like, wow. Und du könntest förmlich sehen, wie seine Augen größer wurden und er sagte, wow. And then I said, well let me tell you a story of someone who recently did this. Und ich sagte dann zu ihm, ich möchte einfach eine Geschichte erzählen von jemand, der genau das vor kurzem gemacht hat. And so I began to tell him the story about my friend Troy. Und so erzählte ich ihm die Geschichte von meinem Freund Troy. Troy was just a guy in our church who worked at General Mills. Und Troy war einfach jemand bei uns in der Gemeinde und er hatte seinen Job bei General Mills. He was in management and he was making his way up through the different ranks. So, er war da schon im Management, aber war so auf der Karriereleiter richtig auf dem Weg nach oben. And I began to explain to my friend there, I said, now, Troy is a great example how over the course of about 10 years, he went through each of these paths, each of these steps. Und ich sagte also zu diesem Mensch da, hey, Troy ist ein großartiges Beispiel dafür, wie jemand innerhalb von 10 Jahren durch diesen ganzen Pfad durchgegangen ist. I said, it started with him becoming my apprentice leader. Es begann damit, dass er mein Azubi-Leiter wurde. And so Troy and I would meet usually at a little restaurant called Baker Square every Wednesday. Und so Troy und ich haben uns normalerweise so jeden Mittwoch in einem kleinen Restaurant getroffen, das hieß Baker Square. And during those meetings, we would talk about the small group that we were leading together and how he could develop and grow his leadership. Und an diesen Treffen haben wir eben über unsere kleinen Gruppe
geredet, wie könnten wir unsere Kleingruppe weiterbringen und wie er als Leiter weiterkommen könnte. And Troy quickly got the whole idea. Und Troy hat wirklich schnell die ganzen Sachen aufgenommen. And so it wasn't long before after he became the leader of that group. Und es hat also nicht lange gedauert, bis er selber der Leiter dieser Kleingruppe wurde. And he led that group, and then I went and led a brand new small group. Und er hat dann diese Gruppe weitergeleitet und ich bin rausgegangen und habe eine neue angefangen. And again, because you reproduce who you are, and I had an apprentice, Troy went and got himself another apprentice. Und wieder das Prinzip, du reproduzierst das, was du bist. Und weil ich einen Azubi hatte, hatte dann auch Troy einen Azubi. And he began to invest in them to help them be spirit-led and missional and reproducing. Und er begann in sie zu investieren und er half ihnen dann geistgeleitet zu werden und so weiter. And so then he reproduced other leaders, and he went from being this individual to an apprentice leader, and then he started coaching all these other leaders. Und so hat er eben andere Leiter ausgebildet und dadurch wurde er vom Individuum zum Azubi. Let's go ahead and put it up there. Und dann fing er sogar an, eben andere Leiter zu coachen. And so go ahead and put leader and then coach. Coach, Leader and then coach. noch eins. Very Ja. good. All right. When we had the opportunity then, and I mentioned this last night, to go to multiple locations, instead of calling one of a seminary or something, I began to look at wow, look, Troy has been so faithful all along the way. Und als wir dann die Gelegenheit hatten, wo ich gestern Abend drüber gesprochen habe, die Gelegenheit, einen neuen Standort aufzumachen, dann haben wir eben nicht auf dem theologischen Seminar gesucht nach einem möglichen Pastor, sondern wir haben Troy gesehen und haben gesagt, wow, Troy könnte hier weitergehen. I said, Troy, would you be interested in joining our staff team? Und ich habe ihn Troy gefragt, hey, würdest du in unser Vollzeit-Mitarbeiterteam mit einsteigen? And this step from being a coach now to a director, like on our staff, is a big step. Und gerade dieser Schritt vom Coach zum Direktor oder Bereichsleiter, das ist ein großer Schritt. And the reason it's a big step, because for Troy, that would probably mean about a 50% pay cut. Und warum ist es so ein großer Schritt? Wenigstens für Troy, nämlich deshalb, weil er ungefähr 50% seines Gehaltes eingebüßt hat dadurch. But he already knew that part of being an apprentice of Jesus meant taking risks. Aber er wusste bereits, dass ein Teil davon, ein Azubi von Jesus zu sein, eben bedeutet, Risiken einzugehen. What he didn't know was I was going to ask him to raise half of that money. Was er noch nicht wusste, ist, dass ich ihn dann bitten würde, auch von diesem 50% Gehalt die Hälfte irgendwie selber aufzubringen. But he did it. Aber er hat es geschafft. And so he joined our staff team. And then, Und so ist er in unser Team reingekommen. and then when we got ready to go to multi-site, I mean, through his proven faithfulness and being spirit-led and missional and reproducing, I said, Troy, I would love for you to be our very first campus pastor. Und dann, als wir dann bereit waren, den neuen Standort zu eröffnen, Multisite zu gehen, dann war er einfach die richtige Person. Er war treu, er war durch alles dieses durchgegangen und wir haben dann zu ihm gesagt, hey, du bist genau die richtige Person, unser erster Campuspastor zu werden. And so Troy began to put together this small team that would start a brand new campus. Und also hat Troy sich so sein neues Team zusammengestellt, mit dem er diesen neuen Standort beginnen wollte. I think our first meeting we had 12 people who said they were interested in going to that campus. Und ich glaube, so in unserem ersten Treffen waren ungefähr 12 Leute, die gesagt haben, wir sind bereit, zu diesem neuen Standort zu gehen. But in time, he began to get more and more people. Aber mit der Zeit hat er mehr und mehr Leute zusammengeholt. And I'm telling you, if you're thinking about multi-site, the most important decision is who is going to be the campus pastor, the leader. Und wenn du über Multisite nachdenkst, die wichtigste Entscheidung ist diese Frage, wer wird der Campuspastor sein? Well, about a year later, we opened up that campus. Und ungefähr ein Jahr später haben wir dann diesen neuen Campus-Standort aufgemacht. And we had more than 500 people that showed up for the very first Sunday. Und am ersten Sonntag waren über 500 Leute da, die da aufgetaucht sind. And I'll tell you what, I was excited for community and excited for the mission, but I was so proud of Troy. Und ich kann euch was sagen, ich war begeistert für uns als Community, aber ich war so stolz auf Troy. Because here was a guy who was just like many people just sitting out there in your church. Denn hier war jemand, so wie viele Leute, die einfach bei euch in der Gemeinde sitzen. Working for General Mills, who makes hamburger helper. Und er arbeitete für General Mills, da machen sie Hamburger. And he, over the course of 5 years, went from really influencing nobody to now he was influencing hundreds of people. Und innerhalb von 5 Jahren ist er von jemand, der eigentlich Einfluss auf niemand in unserer Gemeinde hatte, zu jemand geworden, der Hunderte von Menschen mitnimmt. And see, part of that goes back to what we talked about last night. Not only believing that God has a dream for you, but that God has a dream for every person in your church. Und es hängt damit zusammen, was wir gestern Abend besprochen haben, nämlich, dass Gott nicht nur einen Traum für dich hat, sondern für jeden Einzelnen in deiner Gemeinde.
Well, Troy went on after that and actually started another campus for us. Danach ist Troy weitergegangen und hat einen neuen Standort für uns gegründet. And then there came the time when he came to me and said, you know what, Dave, I think I'd like to go plant a church. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo er zu mir kam und hat gesagt, weißt du, Dave, ich glaube, ich möchte eine ganz neue Gemeinde gründen. And again, kind of like last night, I hate losing my friends and having to move away. Und nochmal, genau wie ich gestern schon gesagt habe, ich hasse es, meine Freunde gehen zu lassen und zu verlieren. So. And at first, Troy thought he wanted to go start a church in Mexico, Und zuerst sprach Troy davon, eine Gemeinde in Mexiko zu gründen. which didn't make any sense because he doesn't even speak Spanish. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil er sprach nicht mal Spanisch. I think he just wanted a warm environment. Ich glaube eigentlich, er wollte nur eine warme I was Gegend. like, no, you can't do that. Und ich sagte, nein, kommt nicht in Frage. And then came up the idea of going to Kansas City, which was actually his hometown. Und dann hatte er aber diese Idee, nach Kansas City zu gehen. Das ist seine Heimatstadt. And I knew that, yeah, this is what God had for him. Und mir wurde klar, ja, das ist das, was Gott mit ihm vorhat. And if Troy was here, he would tell you there was really three things that happened that really confirmed that he was supposed to then take the next step in this leadership path and plant a church. Und wenn Troy hier wäre, würde er dir sagen, dass es eigentlich 3 Dinge waren, die ihn darin bestätigt haben, jetzt einen Schritt weiter zu gehen und seine eigene Gemeinde zu gründen. I mean, first, he was very honoring and came to me and asked for my blessing. Als allererstes, und das hat mich sehr geehrt, er kam zu mir und hat mich um meinen Segen gebeten. And again, I mean, he was a friend of mine, and I really loved having him in Chicago, but I knew this was better for the kingdom, so I gave him my blessing. Und nochmal, er war wirklich mein Freund und ich hätte ihn gerne in Chicago behalten, aber ich wusste, so ist es besser für das Reich Gottes und deswegen habe ich ihm meinen Segen gegeben. The second thing he'd tell you, it happened at an exponential conference. Das Zweite, was passiert ist, das geschah auf einer Exponential-Konferenz. And Bill Hybels was doing the closing session. He challenged people to come forward if they wanted to go and plant churches. Und Bill Hybels hat diese Abschlusssession gehalten und er hat Leute eingeladen, nach vorne zu kommen, wenn sie eine Gemeinde gründen wollen. And I was up there with Bill, and then pretty soon I saw my friend Troy coming down the aisle. Und ich war da auf der Bühne mit Bill zusammen und ziemlich bald sah ich dann Troy so den Weg herkommen zur Bühne. And it was him and Janet, and I was going like, oh man, it's going to happen. Und ich sagte, oh Mann, es passiert wirklich. And so I did. I got off the stage, and I went down there and hugged them, and then anointed them with oil and prayed for them, and again gave them my blessing. Und wir sind dann die Bühne runtergekommen, ich habe ihn umarmt, habe ihn mit Öl gesalbt und ihm einfach meinen Segen gegeben. And then the last thing that happened is, by God's really coordination, I was leading a large conference in Kansas City that same year. Und das Dritte, was passiert ist, Gott hat es so zusammengefügt, dass ich eine große Konferenz geleitet habe in Kansas City im gleichen Jahr. And so I brought Troy in to meet all the leaders there in the Kansas City area. Und dann habe ich Troy mitgebracht, damit er die ganzen Leiter da aus der Kansas-Gegend kennenlernt. And all of them agreed together to fund that brand new church plant. Und die haben sich abgesprochen, haben sich geeinigt, dass sie diese neue Gemeindegründung mitfinanzieren wollen. And so Troy went and started this new church, and we actually sent 20 people from Chicago with him, along with money, to go start this brand new church. Und als dann Troy losgezogen ist, dann haben wir 20 Leute aus Chicago mit ihm nach Kansas geschickt und das Geld, um diese Gemeinde zu gründen. Now Troy was smarter than I was when he started his church, Und Troy hat das schlauer angefangen als ich, als er seine Gemeinde gegründet hat. because he started with 3 other people who were potential church planters. Denn er hat es mit 3 anderen Leuten gestartet, die potenzielle Gemeindegründer waren. And he brought them along with him so they could learn from him as he was launching his church. Und die hat er gleich mitgenommen, damit sie gleich lernen können, wie er seine Gemeinde gegründet hat. And so now Troy's been at that church for 5 years. They have 3 locations and about 1,000 people every Sunday. Troy ist jetzt ungefähr 5 Jahre an diesem Platz und sie haben jetzt schon 3 Standorte und über 1000 Leute. Lots. And what's been really amazing is now in the Kansas City area, there's about 25 churches that he works with, and now he's a network leader for those churches. Und was wirklich beeindruckend ist, in dieser Kansas-Gegend gibt es so 25 Gemeinden und Troy ist der Netzwerkleiter für dieses Netzwerk von Gemeinden. Now, I don't know exactly what this means in your context. Ich weiß jetzt nicht genau, was das in eurem Umfeld bedeuten würde. And don't let big numbers like that distract you. Und lass dich jetzt nicht so ablenken von irgendwelchen großen Zahlen. Lothar's going to come and kind of explain how a lot of this he thinks can work in a German context. Lothar wird ja noch eine Session haben, wo er erklärt, wie diese Dinge im deutschen Umfeld funktionieren könnten. But I do think this principle applies in every context. Aber ich glaube, dass dieses Prinzip in jedem Umfeld anwendbar ist. That there are people in your churches that God has big dreams for.
Ich glaube, dass es Leute in deiner Gemeinde gibt, für die Gott große Träume hat. And He wants you to believe in them. Und Gott möchte, dass du an sie glaubst And He wants you to invest in them. und dass du in sie investierst And He wants you to give them permission and your blessing to do great things. und dass du ihnen die Erlaubnis und deinen Segen gibst, damit sie große Dinge tun können. I want you to think about those 3 people that you wrote down. Ich möchte, dass du über diese 3 Leute nachdenkst, die du gerade aufgeschrieben hast. Will you ask them to apprentice with you? Möchtest du sie bitten, deine Azubis zu werden? Make sure that you're giving them the right example by being spirit-led and missional and reproducing. Stell sicher, dass du ihnen das richtige Beispiel, das richtige Vorbild bist, indem du selber geistgeleitet, missional und reproduzierend bist. And then figure out what this leadership path looks like in your setting. Und dann finde heraus, wie dieser Leiterpfad in deiner eigenen Umgebung aussehen kann. What are the steps that you took to get to where you are? Was sind die Schritte, die du gebraucht hast, um jetzt da zu sein, wo du bist? And then draw it on a napkin and show it to them and say, hey, I would love to help you do this and even greater things. Und dann zeichne das auf eine Serviette, zeig ihnen das und sag ihnen, hey, ich möchte, dass du genau das machst und sogar noch größere Dinge. All right. Thank you very much. Vielen Dank. Guten Morgen. Good morning. It's already been great to be here. Es war jetzt schon richtig großartig, hier zu sein. I've got the opportunity to spend some time with several leaders, and I have to say I'm really impressed with what God's doing. Und ich hatte schon die Gelegenheit, Zeit mit einigen Leitern hier zu verbringen und ich bin wirklich beeindruckt mit dem, was Gott tut. And I just sense that I think God's up to something special, even in this group right here. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Gott was ganz Besonderes vorhat mit euch hier als Gruppe. So just go ahead and tap someone in the back. They're giving a pat in the back and say, you can do it. So, jetzt dreh dich mal zu jemand um, hau ihm auf die Schulter und sag, du kannst es schaffen. You know, before we get going too, I'd like to acknowledge one group. Bevor wir jetzt so richtig einsteigen, möchte ich hier auf eine Gruppe mal besonders hinweisen. Can we let's express our appreciation for the band? They have been terrific. I mean, Können wir mal unsere Anerkennung für die Band ausdrücken? Die haben wirklich einen guten Job gemacht. Super. All right, I want to pick up where we left off yesterday. Ich möchte jetzt da weitermachen, wo wir gestern Abend aufgehört haben. And if you remember, I gave you a simple but challenging kind of equation. Und vielleicht erinnert euch, ich habe euch eine einfache, aber herausfordernde Gleichung mitgegeben. And I'm going to ask them, go ahead and put that on the screen right now. Vielleicht können wir die nochmal sehen hier vorne. And if you remember, the simple but challenging to do equation is this: multiplying churches plus missional people equals a missional movement. Und die Gleichung lautet, multiplizierende Gemeinden plus missionale Leute gibt eine missionale Bewegung. And if you remember, we talked about yesterday, the reason movement is so important is because movement is how we accomplish the mission of Jesus. Und wir haben gestern darüber geredet, warum Bewegung so wichtig ist, weil Bewegung das ist, wie wir die Ziele von Jesus erreichen können. And maybe you're going, oh, okay, I get that. Und vielleicht sagst du, okay, ich habe das verstanden. But I've never really seen that. Aber ich habe es noch nicht wirklich passieren sehen. So I thought maybe this morning we'd have just a fun look at how to start a movement, and maybe you'll get a laugh. Und deswegen dachte ich mir, heute Morgen starten wir einfach mal mit einem kleinen Videoclip und vielleicht einem kleinen Gelächter dazu. If you've learned a lot about leadership and making a movement, then let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons. First, of course, a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous. But what he's doing is so simple, it's almost instructional. This is key. You must be easy to follow. Now here comes the first follower with a crucial role. He publicly shows everyone else how to follow. Notice how the leader embraces him as an equal. So it's not about the leader anymore. It's about them, plural. Notice how he's calling to his friends to join in. So it takes guts to be a first follower. You stand out and you brave ridicule yourself. Being a first follower is an underappreciated form of leadership. The first follower transforms a lone nut into a leader. If the leader is the flint, the first follower is the spark that really makes the fire. Now here's the second follower. This is a turning point. It's proof the first has done well. Now it's not a lone nut and it's not 2 nuts.
3 is a crowd, and a crowd is news. A movement must be public. Make sure outsiders see more than just the leader. Everyone needs to see the followers, because new followers emulate followers, not the leader. Now here come 2 more people, then 3 more immediately. Now we've got momentum. This is the tipping point, and now we have a movement. As more people jump in, it's no longer risky. If they were on the fence before, there's no reason not to join in now. They won't stand out, they won't be ridiculed, and they will be part of the in crowd if they hurry. And over the next minute, you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd, because eventually they'd be ridiculed for not joining. And ladies and gentlemen, that is how a movement is made. That is how a movement is made. Ja, das ist mal was hier. And it probably includes a lot of German beer. Und dafür braucht man wahrscheinlich eine Menge deutsches Bier. All right, I have a hunch that when Jesus, if we would have given Jesus a dream napkin, I think here's what he would have written on it. Wenn wir jetzt Jesus mal so eine Traumserviette geben würden, hier ist das, was ich glaube, was er da drauf schreiben würde. I think he would have said, you're going to receive power, and the Holy Spirit's going to come on you, and you'll be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the ends of the earth. Er würde drauf schreiben, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. When Jesus spoke those words, he was actually speaking right to his apprentices. Als Jesus diese Worte sagte, sprach er zu seinen Azubis. And I think probably you as Germans actually have better understanding of apprenticeship than we do as Americans. Und eigentlich habt ihr als Deutsche ja fast ein besseres Verständnis von Ausbildung, von Azubis, als wir Amis. And I like the word apprenticeship maybe better than the word discipleship. Und ich mag dieses Wort Azubi eigentlich besser als das Wort Jüngerschaft. In the States, when we talk about discipleship, it often only means what we know. Wir reden oft in den Staaten über Jüngerschaft, aber ganz oft geht es dabei nur um das, was wir wissen. And to be discipled usually means let's take another course, let's cram more content into our brain. Und Jünger sein heißt dann meistens nur, lass uns noch mal irgendwie einen neuen Kurs belegen und noch mehr Zeug in unser Gehirn reinstopfen. But apprenticeship is both the knowing and the doing, the preparation for a task ahead. Aber ein Azubi zu sein bedeutet sowohl das Wissen als auch das Tun von dem. And so what Jesus is doing, he's talking to all of his apprentices here. Und Jesus redet hier zu seinen Azubis. And I think he's also talking to each of us. Aber ich glaube, er redet auch zu jedem Einzelnen von uns. And I think he lays out in this simple verse here, here's my expectation of you as apprentices. Und ich glaube, in diesem einfachen Vers macht er uns klar, was seine Erwartung an uns als seine Azubis ist. And here's a very important thing we need to understand. Und hier ist jetzt etwas ganz Wichtiges, was wir verstehen müssen. You will always reproduce who you are. Du wirst immer das wieder hervorbringen, was du selber bist. Let me just say that again, let it sink in. You will always reproduce who you are. Wenn du dich reproduzierst, wirst du das hervorbringen, was du selber bist. And so before we're actually ready to make apprentices, we actually have to be an apprentice of Jesus. Und bevor wir also in der Lage sind, Azubis auszubilden, müssen wir erstmal selber Azubis von Jesus sein. And so I want to spend just a few minutes taking a look at this text because I think Jesus lays out 3 expectations he has for his apprentices. Und deswegen nehmen wir uns ein paar Minuten, um diesen Text einmal anzuschauen. Und ich glaube, dass Jesus hier 3 Prinzipien rüberbringt, was es bedeutet, ein Azubi von ihm zu sein. And I think the first expectation he gives us there where he says, you'll receive power and the Holy Spirit comes on you, is that you will be a spirit-led apprentice of his. Und die erste Erwartung und Voraussetzung, die er für uns hat, er sagt hier, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Also die erste Voraussetzung ist, wir müssen geistgeleitete Azubis sein. And I think being spirit-led, that is the most critical experience for an apprentice of Jesus. Und ich glaube, dass geistgeleitet zu sein der entscheidende Punkt dabei ist, ein Jünger von Jesus zu sein. And that simply comes back to this. It's hearing from God and then obeying. Und im Wesentlichen ist es einfach auf Gott hören und das tun. I mean, it really is as simple as that. Es ist so einfach wie das. And I tell the people at my church, if I had one wish for you, this would be my wish for everyone in my church. Und ich sage immer den Leuten bei mir in der Gemeinde, wenn ich einen Wunsch für dich frei hätte, das wäre mein Wunsch für dich. That every one of you would hear from God every day and then do what he says.
Ich würde mir wünschen, dass jeder von euch jeden Tag von Gott hört und dann einfach tut, was Gott sagt. Because if we got that part alone right, that's enough to catalyze a movement. Denn wenn wir genau einfach nur diesen Teil haben, das reicht, um eine ganze Bewegung hervorzubringen. Let me tell you a story. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. When my daughter Amy was in preschool, there was a week or so where it felt like she was consistently just disobeying us over and over and over again. Als unsere Tochter Amy noch in der Vorschule war, da gab es so eine Woche, in der wir den Eindruck hatten, dass sie ständig uns nicht gehorcht. Immer wieder Now I nicht know gehorcht. all of you have perfect children, right? Ich weiß, ihr alle habt perfekte Kinder, richtig? Oh, no? Oh. Aha. Well, for example, we would tell her, turn off the television, and she would just sit there and keep watching the television and wouldn't obey us. Zum Beispiel sagten wir ihr, jetzt mach bitte den Fernseher aus. Und sie saß einfach da und hat weiter Fernsehen geguckt und hat uns nicht gehorcht. It was time for dinner. We'd say, go wash your hands, come to dinner, and she wouldn't do it. Und es war Zeit zum Abendessen. Wir sagten, geh bitte deine Hände waschen und komm zum Essen. Und sie hat es einfach nicht gemacht. During her little brother's nap time, she'd be talking really loud, and we'd say, no, you need to be quiet. And she'd just keep talking really loud. Und als ihr kleiner Bruder geschlafen hat, da war sie dabei richtig laut zu reden. Und wir haben gesagt, bitte rede leiser, weck deinen Bruder nicht auf. Aber sie hat einfach weitergemacht so laut. And so my wife Sue and I, we were growing increasingly frustrated. Und so meine Frau und ich, wir wurden immer mehr frustriert über sie. And we kind of started asking, why isn't she obeying us? Why isn't she listening to us? Und wir haben uns gefragt, warum gehorcht sie uns nicht? Warum hört sie nicht? And as young parents, it was very challenging. Und das war für uns als junge Eltern echt herausfordernd. So I decided I was going to have kind of a heart-to-heart talk with my little 3-year-old. Und dann habe ich beschlossen, meine kleine Tochter mal ein bisschen zur Brust zu nehmen, so Auge zu Auge. Yeah. We have a saying at the Ferguson house, and it's this: obey the first time. Bei uns in der Ferguson-Familie gibt es so ein Wort, ein Sprichwort, das heißt, gehorch das erste Mal. So I thought I would start there. Und ich dachte, das ist ein guter Punkt, um damit anzufangen. And so I got down on her level, I got on my knees to look her eye in the eye. Und dann bin ich also so runtergekniet, um ihr in die Augen gucken zu können. And I began to talk to her about obeying the first time. Und dann habe ich mit ihr geredet darüber, was es bedeutet, schon beim ersten Mal zu gehorchen. But as I was talking, I noticed she was kind of like leaning into me. Und während ich so mit ihr geredet habe, habe ich bemerkt, dass sie immer sich so weiter vorgebeugt hat zu mir. And she said, Daddy, talk so I can hear you. Und sie sagte, Papa redet, aber ich verstehe nichts. Yeah, she said it twice. She said, Daddy, talk so I can hear you. Und sie sagte dann, Papa, rede doch mal so, dass ich dich verstehen kann. And all of a sudden it hit me Und auf einmal wurde mir was klar. that my little girl, couldn't actually hear me. Mir wurde klar, dass mein kleines Mädchen mich tatsächlich einfach nicht hören konnte. She couldn't hear the words that her father was saying to her. Sie hörte einfach die Worte, die ihr Vater zu ihr sagte, nicht. So we made an appointment with the doctor. Also haben wir einen Termin beim Doktor ausgemacht We took her to Dr. Nelson to have her hearing checked. und wir brachten sie zu Dr. Nelson, um ihr Gehör zu überprüfen. And they did what they call a tympanograph. Und sie haben so eine Tymponographie mit ihr gemacht. And what a tympanograph does is it measures the vibrations in the ear cavity. Und bei so einer Tymponographie, da werden praktisch die Schwingungen gemessen im Innenohr, ob das alles funktioniert. And the tympanograph came back just flatline. Und das Ergebnis war einfach eine gerade Linie. There were no vibrations in her ear. Es gab überhaupt keine Schwingungen an ihrem Ohr. And it meant that she was literally only hearing maybe 5 or 10% of everything that her mom and I were saying to her. Das bedeutete, dass sie tatsächlich nur 5-10% von dem gehört hat, was wir zu ihr gesagt haben. A flatline is like a flat line on an EKG where like if you have no heartbeat. So eine flache Linie, das ist wie beim EKG, praktisch so eine Nulllinie, wenn es keinen Herzschlag mehr gibt. But in this case, there was just no sound vibrations. Und bei ihr waren es eben, es gab einfach keine Schallschwingungen in ihrem Ohr. Well, fortunately, we were told that her ear was just full of fluid. Zum Glück haben wir dann herausgefunden, dass ihr Ohr einfach voll mit Flüssigkeit war. And then with some medication, it would be remedied, and it was. Und das konnte man dann mit Medikamenten wieder in Ordnung bringen. But this got me thinking about our own spiritual listening Aber das hat mich dazu gebracht, über unser geistliches Hören nachzudenken. and what it means for us to be spirit-led. Und was es bedeutet, für uns vom Geist geleitet zu werden. And I started thinking, well, what if a like spiritual tympanograph came back from heaven on us and it was flatline? Und ich dachte mir, wie wäre das jetzt, wenn so eine himmlische Tymponographie vorgenommen würde und die wäre auch so Nulllinie. What if we discovered that we were actually only hearing maybe
5 or 10% of everything our Heavenly Father was saying to us. Wenn wir jetzt rausfinden würden, dass wir auch nur 5 oder 10% von dem hören, was unser himmlischer Vater zu uns redet. And what a tragedy it would be if we got to heaven someday and God says, I was speaking, but you just weren't hearing me. Und was für eine Tragödie das wäre, wenn wir mal in den Himmel kommen und dann Gott zu uns sagt, hey, ich habe zu dir geredet, aber du hast mich einfach nicht gehört. See, my hunch is that for many of us it's not so much that we're willfully disobedient. It's just that we don't always hear God. Ich glaube, es ist nicht so, dass die meisten von uns einfach willentlich ungehorsam sind. Es ist nur öfter so, dass wir einfach Gott nicht hören. It's kind of like my daughter. She wasn't willfully disobeying me. Eben wie bei meiner Tochter. Sie hat nicht absichtlich mir nicht gehorcht. She couldn't do what her father was saying because she didn't hear her father. Sie konnte das nicht tun, was ich gesagt habe, weil sie mich einfach nicht gehört hat. And what if the one thing that keeps all these dreams that we have from happening is the fact that maybe we're just not hearing from the Father? Und ich glaube, ein Grund, warum diese ganzen Träume, die wir hier auf unserer Serviette haben, oft nicht zur Umsetzung kommen, ist, dass wir unseren Vater einfach nicht hören. Because I want you to know sometimes God will speak in ways that you least expect. Und manchmal redet Gott auf die Art und Weise, die du am wenigsten erwarten würdest. About 8 years ago, our church was going through a really tough financial situation. So vor ungefähr 8 Jahren sind wir als Gemeinde durch eine wirklich schwierige finanzielle Situation durchgegangen. There'd been a really significant downturn in the economy. Das lag auch natürlich an der wirtschaftlichen Gesamtlage, die echt schlecht war zur Zeit. And our budget had fallen, thousands and thousands of dollars behind. Und wir waren mit unserem Budget Tausende von Dollars unter dem, was wir brauchten. And so I remember I called all our staff team together. So habe ich unser ganzes Mitarbeiterteam zusammengerufen. And I said, let's just take one day. We'll take a day of prayer and fasting just to listen to God about what we're supposed to do. Und wir haben gesagt, wir machen jetzt einen Tag Gebet und Fasten, wo wir einfach mal darauf hören, was Gott uns sagt, was wir tun sollen. And so all day Tuesday we prayed and we fasted over this as a staff team. Und so haben wir den ganzen Dienstag genommen, gebetet und gefastet und als ganzes Mitarbeiterteam. And then we got back together on Wednesday and we kind of assembled in a group, kind of like in this here. Und am Mittwoch sind wir dann wieder zusammengekommen, so als Gruppe, so ähnlich wie hier jetzt. And I just opened it up. I said, does anybody feel like they got something from God? Und ich habe dann die Versammlung eröffnet, habe gesagt, hat jemand den Eindruck, dass Gott zu ihm geredet hat? And at first it was just real quiet. Am Anfang war es einfach richtig still. And I think everybody kind of thought, well, you're the lead pastor. You should be getting something from God. Und ich glaube, dass irgendwie die meisten wohl gedacht haben, hey, du bist der leitende Pastor, du solltest was von Gott bekommen. But then a guy, kind of like right out in the middle there, named Steve, who is our IT, information tech, IT director, spoke up. Und dann irgendwo so ein Kerl, so mittendrin in der Menge, Steve, der ist unser IT-Manager, der hat auf einmal angefangen zu reden. And he said, well, the one thing that I keep getting is that in the middle of this financial crisis, we're not supposed to shrink the vision, we're actually supposed to expand the vision. Und er sagte, das, was ich die ganze Zeit höre, dass mitten in dieser finanziellen Krise, dass wir nicht die Vision verkleinern sollen, sondern dass wir die Vision vergrößern sollen. And as the lead pastor, I was not thinking expand the vision then. Ich als leitender Pastor hatte damals nicht im Kopf, die Vision noch zu vergrößern. But as we began to talk about it together as a team, we began to sense that what Steve, the IT director, had heard from God was exactly what we needed to do. Aber während wir dann als Team darüber geredet haben, haben wir wirklich den starken Eindruck bekommen, dass das, was Steve gesagt hatte, genau das wäre, was wir tun sollten. And what really came to us is that we needed to actually pick one Sunday that instead of collecting money for us, the church, in faith, we would take all that money and we would just give it away. Und uns wurde dann klar, dass wir einen Sonntag nehmen sollen, wo wir nicht Geld sammeln für uns als Gemeinde, sondern alles, was wir an dem Sonntag einsammeln, dass wir das weggeben sollen. And so we announced the day that we would do it about 4 weeks in advance. Dann haben wir so 4 Wochen im Voraus diesen Sonntag angesagt. We told people we felt like this is what God had told us to do. Wir haben den Leuten gesagt, wir glauben, das ist das, was Gott vorhat mit uns. And so on that day, we had this big offering and we collected it all and Dann hatten counted wir it. dieses große Opfer an diesem Tag, was wir eingesammelt haben. And it was the biggest offering we had ever had in the history of our church. Das war das größte Opfer, was wir jemals in unserer Gemeinde eingesammelt haben. Which was kind of good. Das war ziemlich gut, ja. Because I knew we were going to give it all away. Denn ich wusste ja, wir würden das jetzt alles weggeben. But what happened is that ended up being the financial turnaround
for the rest of the history of our church. Aber was der Fall war, das war der Wendepunkt in der finanziellen Geschichte unserer Gemeinde. And so now every year on the very first Sunday of our fiscal year, starting October, we take an offering called Celebration Generosity, and we give away all the money to other causes around the world and in our community. Und seitdem tun wir an jedem ersten Sonntag von unserem Finanzjahr, das ist im Oktober, diesen Sonntag nehmen, wo wir Geld einsammeln und es weggeben. And over the last 8 years, we've now given away over $4 million. Und über die letzten Jahre konnten wir auf diese Weise mehr als $4 Millionen weggeben. And I think what God was doing was he was trying to grow us up into being a generous church. Und ich glaube, was Gott dabei vorhatte, er wollte uns dazu erziehen, eine großzügige Gemeinde zu werden. But it started with us, what? Hearing from God. Aber es fing womit an? Damit, dass wir von Gott gehört haben. Let me just tell you this too. I think God also speaks to us not just in the exceptional, but also in the everyday. Aber ich glaube, dass Gott nicht nur in so außergewöhnlichen Momenten zu uns spricht, sondern auch jeden Tag. This is my journal. Das ist mein Tagebuch. And almost every morning, this is where I'll start. Und fast jeden Morgen beginne ich damit. And I'll read some scripture, and then I reflect on it, and then I write a response. Ich lese in der Bibel, ich denke darüber nach und dann schreibe ich meine Reaktion auf. I got some specific people that I pray for, which I'll tell you about later on this afternoon. Ich habe ein paar spezielle Leute, für die ich bete, da werde ich heute Nachmittag noch drüber reden. And then what I like to do is I'll often just kind of draw a line, and then I just kind of try to be quiet and wait for God to speak to me. Und dann mache ich einfach mal so einen Strich und dann bin ich ruhig und ich warte darauf, dass Gott zu mir redet. And I think that's one of the things we have to do ourselves if we're expecting people, our apprentices, to do it as well. Und das ist auch so eine Sache, die wir erstmal selber tun müssen, wenn wir von unseren Azubis erwarten, dass sie das machen. See, because remember that you will always reproduce who you are. Denn erinnert euch daran, wir werden immer wieder das hervorbringen, was wir selber sind. And what Jesus is expecting of us is us to be spirit-led. Und was Jesus von uns erwartet, ist eben, dass wir geistgeleitet sind. Let me give you the second expectation. The second expectation, we take a look at it, we continue in this verse. He says, and you will be my witnesses. I think he's talking to us about being missional apprentices. Und die zweite Erwartung, über die Jesus hier in diesem Vers redet, ist, er sagt hier, ihr werdet meine Zeugen sein. Und ich nenne das ein missionaler Azubi sein. And this word witness there actually comes from the Greek word martyrios. Und dieses Wort Zeuge kommt vom griechischen Wort Martyrios. And if you say that word martyrios slowly, at least in the English language, it sounds a lot like martyr. Und wenn ihr dieses Wort Martyrios eben ausspricht, das erinnert uns an das Wort Märtyrer. Yeah? Let's go ahead and put the second expectation up there on the screen. Bitte die zweite Folie. There you go. And I think what he's saying is he's not just saying when he says you'll be my witnesses that you're going to talk about me all the time. That's not all he's saying there. Ich glaube also, wenn Jesus hier sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, meint er nicht, wir sollen die ganze Zeit einfach über ihn reden. Because if he's using this word martyrios, he's saying, no, you will be willing to die for this mission. Denn wenn er hier dieses Wort Martyrios verwendet, dann will er damit sagen, hey, ihr müsst bereit sein, für diese Mission zu sterben. And you'll trade your life for this, whether it's one day at a time or 75 years or even all at once. You'll die for this mission. Und wenn du dein Leben da hineingibst, sei es jetzt Tag für Tag oder eben auch mal an einem Tag, wo dein Leben von dir gefordert wird, aber dann heißt es, du bist bereit, für diese Mission zu sterben. And he was being very candid and saying, listen, you being an apprentice of mine, it's going to be risky. Und er ist da sehr klar und er sagt, hör zu, wenn du mein Azubi sein willst, dann wird das riskant. And I think that's one of the things, as I look back at community, describes who we've been. We've always been a church that's willing to take risks. Und wenn ich so auf unsere Community-Geschichte zurückschaue, dann ist das eine Sache, wir waren immer bereit, ein Risiko einzugehen. And we've had people that are taking risks. Und wir hatten Leute, die bereit waren, Risiken einzugehen. Not long ago, I had a leader come to me with an idea. Vor einiger Zeit kam ein Leiter zu mir mit einer Idee. He was in his early 40s and said, I want to take early retirement and I will work for free for the church for an entire year and then you can evaluate. Okay, und er hat mir vorgeschlagen, er war so Anfang 40, er sagte, ich möchte jetzt schon in Frühruhestand gehen, ich möchte ein ganzes Jahr kostenlos für die Gemeinde arbeiten und danach können wir das auswerten, könnt ihr mir ein Feedback geben. And he said, if I've done a good job and there's a place for me in the staff, you can hire me, but if not, I'll just keep volunteering. Und dann könnt ihr sagen, wenn das gut war, dann könnt ihr mich als Gemeinde anstellen und wenn nicht, dann mache ich einfach freiwillig weiter.
That was too good of an offer to refuse. Dieses Angebot war natürlich zu gut, um es abzulehnen. So he joined our team for a year, So, er war also jetzt ein Jahr lang Teil von unserem Team. full-time at no pay. Vollzeit für 0 Gehalt. And after that year, he had developed enough leaders, enough teams that we did. We went ahead and we hired him to be part of our staff. Und nach dieser Zeit hatte er genug Leiter und Teams rausgebildet, dass wir ihn tatsächlich dann anstellen konnten. And he made a huge difference to really hundreds of people. Und er hat für Hunderte von Leuten einen wirklichen Unterschied But gemacht. it started with him taking that risk. Aber es fing damit an, dass er dieses Risiko eingegangen ist. I was doing a consultation with one of the largest churches in the United States just 3 or 4 years ago. Vor 3 bis 4 Jahren habe ich so eine Beratung gemacht mit einer von den größten Gemeinden bei uns in den Staaten. And they weren't growing and they'd kind of plateaued. Die sind nicht mehr weitergewachsen, sondern so auf so einem Plateau stehen geblieben. And so they began to talk about, well, what if we began to add multiple sites? What if we went multi-site? Und die haben sich dann Gedanken gemacht, wie wäre es, wenn wir anfangen würden, Multisite zu machen. And they seemed very enthusiastic and very excited about it as I was sharing what had happened at community. Und sie waren sehr begeistert, enthusiastisch darüber, als ich ihnen so erzählt habe, wie es bei uns bei Community gelaufen war. But as the meeting came to a close, one of my friends, one of the younger members of the team, came over and put his arm around me. Aber so am Ende dieses Meetings kam ein junger Freund von mir so und legte seine Hand um mich And he said, Dave, we're not going to do this. und er sagte, weißt du Dave, wir werden das nicht machen. And I was like, well, why? Und ich sagte, wieso? And he said, I think we're still afraid of failing. We're afraid of taking this risk. Ich glaube, wir haben einfach noch Angst zu versagen. Wir haben Angst, dieses Risiko einzugehen. I think there's 2 fears that keep us from taking risks for God's kingdom. Ich glaube, es gibt 2 Ängste, die uns davon abhalten, Risiken einzugehen fürs Reich Gottes. I think the first one is a fear of failure. Die erste ist die Angst vor Versagen. We're afraid it might not work and it might make us look bad. Wir haben Angst, dass es nicht funktioniert und dass wir dann schlecht dastehen. And I think the second fear, though, is the fear that comes when we're successful. Und die zweite Furcht ist die Furcht davor, erfolgreich zu sein. And I think we say to ourselves, but I've accomplished so much, I don't want to fail now. Oder wenn wir erfolgreich eben sind, dann sagen wir, oh, ich habe schon so viel erreicht, jetzt möchte ich doch nicht mehr versagen. And if it's the fear of failure that's holding you back, let me remind you of grace. Und wenn diese Furcht vor dem Versagen dich zurückhält, dann lass mich dich an Gnade erinnern. The whole idea behind grace is that God knows we're going to fail and we still receive His love. Das ganze Konzept von Gnade bedeutet doch, dass Gott weiß, So dass don't wir let that hold you versagen back. und dass er uns trotzdem noch liebt. Deswegen lass dich davon nicht zurückhalten. And if it's a fear that comes with success, let me remind you about eternity. Und wenn du Angst hast, so deinen Erfolg zu verlieren, dann lass mich dich an die Ewigkeit erinnern. Don't stop now. There's so many more people that you could help find their way back to Hör God. jetzt nicht auf, es gibt noch so viele Menschen, denen du den Weg zurück zu Gott zeigen kannst. And I think for many of us here, I think part of the reason He has you here is He's saying, I've brought you here because I want you to challenge you to dream and I want you to take a risk for my kingdom. Und ich glaube, dass für einige von euch, die ihr hier seid, Gott hat euch hierher gebracht, um euch neu herauszufordern, ein Risiko einzugehen für sein Reich. I want to read you the words from the Master in Matthew chapter 25, and it's in the Message translation. Und ich möchte uns die Worte unseres Herrn vorlesen aus Matthäus 25 aus der Message-Übersetzung. And he just says, that's a terrible way to live. It's criminal to live cautiously like that. Und Jesus sagt da, das ist eine schreckliche Weise zu leben. Es ist kriminell, so vorsichtig zu sein wie du. And he says, take the 1,000 and give it away to the one who risked the most. Nimm die 1000 Talente und gib sie dem, der am meisten riskiert hat. And get rid of this play it safe who won't go out on a limb. Und schmeiß diesen auf Nummer sicher Geher raus. See, I think a lot of us, we know what faith is intellectually. Viele von uns wissen, was Glaube ist, so intellektuell betrachtet. But faith also has an accompanying affect, an accompanying feeling. Aber Glaube wird begleitet von einem Affekt, von Gefühlen. See, when you have faith, it feels risky. Seht ihr, wenn wir Glauben haben, dann fühlt sich das riskant an. And if what you're doing right now doesn't feel risky, maybe you're not doing enough things in faith. Und wenn das, was du gerade machst, sich nicht so risikoreich, gefährlich anfühlt, dann machst du vielleicht nicht genug Dinge im Glauben. Ask yourself that right now. I know what it is, but do I actually feel it? Do you feel that right now? Frag dich das mal. Du sagst, ich weiß, was Glaube ist, aber fühlst du das gerade? So I think what Jesus is calling, he said, hey, as my apprentices, I want you to be spirit-led,
and I want you to be missional. But then he adds a third thing, and he says this: you're going to be in Jerusalem, Judea, Samaria, the ends of the earth. I think he's also calling us to be reproducing apprentices. Und Jesus sagt also, ich möchte als mein Azubi, dass du geistgeleitet bist, dass du missional bist, aber als mein Azubi möchte ich auch, dass du dich reproduzierst. Jerusalem, Judäa, Samaria und bis zu den Enden der Erde. The call to apprenticeship is, come follow me and I'll make you fishers of men. Denn der Ruf, in das Azubi von Jesus zu sein, war der: komm, folge mir nach und ich mache dich zu einem Menschenfischer. It's this calling to come and follow Jesus, but also to be prepared for greater and greater influence in the mission. Es ist also das eine, gerufen zu sein, Jesus nachzufolgen, und das andere aber immer mehr Einfluss auf Menschen zu haben. And Jesus always sent us out at least in twos. Und Jesus sendet seine Jünger immer aus, mindestens zu zweit. In Mark 6, he did that with the 12. In Markus 6 macht er das mit den 12. He says, I'm going to send you out 2 by 2, and then he gave them authority. Da sagt er, ich sende euch aus 2 und 2, und dann gab er ihnen Autorität. In Luke 10, he did the same thing with the 72. In Lukas 10 macht er das gleiche mit den 72. I'm going to send you out 2 by 2 to every town. Ich sende euch 2 und 2 in jede Stadt. And I think Jesus is sending us out to Jerusalem, Judea, Samaria, the ends of the earth, and he's going to send us out with others that we are also to apprentice. Und ich glaube, wenn Jesus uns sendet nach Judäa, Samaria und so weiter, dann sendet er uns aus mit anderen zusammen, von denen er möchte, dass sie Azubis sind von uns. Here's what I'd love for you to do. While I'm talking, go ahead and write down 3 names. Während ich jetzt hier rede, schreib doch mal 3 Namen auf, bitte. Who are 3 people that Welche you 3 could Leute, begin to apprentice? mit denen du eine Ausbildungsbeziehung beginnen könntest? You can go ahead and just do that right now. I know you can do more than one thing at a time. Fangt einfach jetzt an. Ich weiß, ihr könnt mehrere Sachen gleichzeitig machen. Who are 3 people? Maybe put it on your phone. Maybe if you're writing with a pen. But who are 3 people that you could apprentice? Go ahead and write down those Schreib's names. auf. Welche 3 Leute könntest du zu deinen Azubis machen? Schreib's in dein iPhone oder mit Stift auf Papier, aber schreib's auf. Because what I want to do next is I want to give you one of several tools that I use in helping develop other apprentices. Denn jetzt als nächstes möchte ich dir ein Werkzeug mitgeben, was ich benutze, um Azubis auszubilden. And this tool is what I call the leadership path. Und dieses Werkzeug nenne ich den Leiterpfad. I had a guy named John who was in my small group who was a very accomplished businessman. Ich habe einen, der heißt John, der ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann gewesen, oder ist es immer noch. And he was very excited about what was happening in the life of our church, and he was brand new. Er war ganz neu bei uns in der Gemeinde und er war sehr begeistert von dem, was da läuft. And he began to ask me, he said, how could I expand my leadership here at your church? Und er fragte mich, wie kann ich meinen Einflussbereich, meine Leitung hier ausweiten bei euch in der Gemeinde? And I said, well, I'll tell you what, why don't we get together for coffee and let's talk about that? Und ich sagte ihm, warum trinken wir nicht mal einen Kaffee zusammen, und ich erkläre dir das. So we met at a Panera restaurant. Wir haben uns also in diesem Panera-Restaurant getroffen. And we ordered, and then where'd my napkin go? And then I pulled out a napkin. Und wir haben bestellt, und dann habe ich eben auch eine Serviette genommen. And I said, let me explain to you how you could expand your leadership. Ich möchte jetzt erklären, wie du deine Leitung erweitern kannst. And then I showed him this path. You can Und dann go habe and ich put ihm the whole thing up there diesen first. Pfad gezeigt. Tut mal das ganze, Let's go back one real quick. There we go. das And ganze so Ding. I began to show him this. Ich habe ihm also dieses hier gezeigt. And what this path was, I said, John, there is a path for you where you can go from being this individual to being an apprentice, to being a leader, to being a coach, to even being on staff if you want to someday. And I actually see in you, I think you could be a campus pastor or a church planter. And I'll explain to you why I saw that in him. And then even beyond that. Und ich habe ihm gesagt, guck, das ist der Weg, so könntest du dich entwickeln in deiner Leitung. Du beginnst als Individuum, machst weiter als Lehrling, Azubi, bist ein Leiter, Coach. Ich könnte dich sogar als ein Bereichsleiter oder auch sogar als einen Campuspastor sehen. Ich erzähle euch später, warum ich das sehen konnte. And you could see his eyes begin to light up like, wow. Und du könntest förmlich sehen, wie seine Augen größer wurden, und er sagte, wow. And then I said, well let me tell you a story of someone who recently did this. Und ich sagte dann zu ihm, ich möchte einfach eine Geschichte erzählen von jemand, der genau das vor kurzem gemacht hat. And so I began to tell him the story about my friend Troy. Und so erzählte ich ihm die Geschichte von meinem Freund Troy. Troy was just a guy in our church who worked at General Mills. Und Troy war einfach jemand bei uns in der Gemeinde, und er hatte seinen Job bei General Mills. He was in management and he was making his way up through the different ranks.
So, er war da schon im Management, aber war so auf der Karriereleiter richtig auf dem Weg nach oben. And I began to explain to my friend there, I said, now, Troy is a great example how over the course of about 10 years, he went through each of these paths, each of these steps. Und ich sagte also zu diesem Mensch da, hey, Troy ist ein großartiges Beispiel dafür, wie jemand innerhalb von 10 Jahren durch diesen ganzen Pfad durchgegangen ist. I said, it started with him becoming my apprentice leader. Es begann damit, dass er mein Azubi-Leiter wurde. And so Troy and I would meet usually at a little restaurant called Baker Square every Wednesday. Und so haben sich Troy und ich haben uns normalerweise so jeden Mittwoch in einem kleinen Restaurant getroffen, das hieß Baker Square. And during those meetings, we would talk about the small group that we were leading together and how he could develop and grow his leadership. Und an diesen Treffen haben wir eben über unsere kleinen Gruppe geredet, wie könnten wir unsere Kleingruppe weiterbringen und wie er als Leiter weiterkommen könnte. And Troy quickly got the whole idea. Und Troy hat wirklich schnell die ganzen Sachen aufgenommen. And so it wasn't long before after he became the leader of that group. Und es hat also nicht lange gedauert, bis er selber der Leiter dieser Kleingruppe wurde. And he led that group and then I went and led a brand new small group. Und er hat dann diese Gruppe weitergeleitet und ich bin rausgegangen und habe eine neue angefangen. And again, because you reproduce who you are, and I had an apprentice, Troy went and got himself another apprentice. Und wieder das Prinzip, du reproduzierst das, was du bist. Und weil ich einen Azubi hatte, hatte dann auch Troy einen Azubi. And he began to invest in them to help them be spirit-led and missional and reproducing. Und er begann in sie zu investieren und er half ihnen dann geistgeleitet zu werden und so weiter. And so then he reproduced other leaders. And he went from being this individual to an apprentice leader, and then he started coaching all these other leaders. Und so hat er eben andere Leiter ausgebildet und dadurch wurde er vom Individuum zum Azubi. Let's go ahead and put it up there. Und dann fing er sogar an, eben andere Leiter zu coachen. And so go ahead and put leader and then coach. Coach, Leader and then coach. noch eins. Very Ja. good. All right. When we had the opportunity then, and I mentioned this last night, to go to multiple locations, instead of calling one of a seminary or something, I began to look at wow, look, Troy has been so faithful all along the way. Und als wir dann die Gelegenheit hatten, wo ich gestern Abend drüber gesprochen habe, die Gelegenheit, einen neuen Standort aufzumachen, dann haben wir eben nicht auf einem theologischen Seminar gesucht nach einem möglichen Pastor, sondern wir haben Troy gesehen und haben gesagt, wow, Troy könnte hier weitergehen. I said, Troy, would you be interested in joining our staff team? Und ich habe ihn Troy gefragt, hey, würdest du in unser Vollzeit-Mitarbeiterteam mit einsteigen? And this step from being a coach now to a director, like on our staff, is a big step. Und gerade dieser Schritt vom Coach zum Direktor oder Bereichsleiter, das ist ein großer Schritt. And the reason it's a big step, because for Troy, that would probably mean about a 50% pay cut. Und warum ist es so ein großer Schritt? Wenigstens für Troy, nämlich deshalb, weil er ungefähr 50% seines Gehaltes eingebüßt hat dadurch. But he already knew that part of being an apprentice of Jesus meant taking risks. Aber er wusste bereits, dass ein Teil davon, ein Azubi von Jesus zu sein, eben bedeutet, Risiken einzugehen. What he didn't know was I was going to ask him to raise half of that money. Was er noch nicht wusste, ist, dass ich ihn dann bitten würde, auch von diesem 50% Gehalt die Hälfte irgendwie selber aufzubringen. But he did it. Aber er hat es geschafft. And so he joined our staff team. And then, Und so ist er in unser Team reingekommen. and then when we got ready to go to multi-site, I mean, through his proven faithfulness and being spirit-led and missional and reproducing, I said, Troy, I would love for you to be our very first campus pastor. Und dann, als wir dann bereit waren, den neuen Standort zu eröffnen, Multisite zu gehen, dann war er einfach die richtige Person. Er war treu, er war durch alles dieses durchgegangen und wir haben dann zu ihm gesagt, hey, du bist genau die richtige Person, unser erster Campus-Pastor zu werden. And so Troy began to put together this small team that would start a brand new campus. Und also hat Troy sich so sein neues Team zusammengestellt, mit dem er diesen neuen Standort beginnen wollte. I think our first meeting we had 12 people who said they were interested in going to that campus. Und ich glaube, so in unserem ersten Treffen waren ungefähr 12 Leute, die gesagt haben, wir sind bereit, zu diesem neuen Standort zu gehen. But in time, he began to get more and more people. Aber mit der Zeit hat er mehr und mehr Leute zusammengeholt. And I'm telling you, if you're thinking about multi-site, the most important decision is who is going to be the campus pastor, the leader. Und wenn du über Multisite nachdenkst, die wichtigste Entscheidung ist diese Frage, wer wird der Campuspastor sein? Well, about a year later, we opened up that campus. Und ungefähr ein Jahr später haben wir dann diesen neuen Campus-Standort aufgemacht. And we had more than 500 people that showed up for the very first Sunday. Und am ersten Sonntag waren über 500 Leute da, die da aufgetaucht sind. And I'll tell you what, I was excited for community and excited for the mission, but I was so proud of Troy. Und ich kann euch was sagen, ich war begeistert für uns als Community, aber ich war so stolz auf Troy.
Because here was a guy who was just like many people just sitting out there in your church, Denn hier war jemand, so wie viele Leute, die einfach bei euch in der Gemeinde sitzen. working for General Mills, who makes hamburger helper. Und er arbeitete für General Mills, da machen sie Hamburger. And he, over the course of 5 years, went from really influencing nobody that now he was influencing hundreds of people. Und innerhalb von 5 Jahren ist er von jemand, der eigentlich Einfluss auf niemand in unserer Gemeinde hatte, zu jemand geworden, der Hunderte von Menschen mitnimmt. And see, part of that goes back to what we talked about last night. Not only believing that God has a dream for you, but that God has a dream for every person in your church. Und es hängt damit zusammen, was wir gestern Abend besprochen haben, nämlich, dass Gott nicht nur einen Traum für dich hat, sondern für jeden Einzelnen in deiner Gemeinde. Well, Troy went on after that and actually started another campus for us. Danach ist Troy weitergegangen, hat einen neuen Standort für uns gegründet. And then there came the time when he came to me and said, you know what, Dave, I think I'd like to go plant a church. Und irgendwann kam dann der Zeitpunkt, wo er zu mir kam und hat gesagt, weißt du, Dave, ich glaube, ich möchte eine ganz neue Gemeinde gründen. And again, kind of like last night, I hate losing my friends and having them move away. Und nochmal, genau wie ich gestern schon gesagt habe, ich hasse es, meine Freunde gehen zu lassen und zu verlieren. So. And at first, Troy thought he wanted to go start a church in Mexico, Und zuerst sprach Troy davon, eine Gemeinde in Mexiko zu gründen. which didn't make any sense because he doesn't even speak Spanish. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil er sprach nicht mal Spanisch. I think he just wanted a warm environment. Ich glaube eigentlich, er wollte nur eine So warme I was Gegend. like, no, you can't do that. Und ich sagte, nein, kommt nicht in Frage. And then came up the idea of going to Kansas City, which was actually his hometown. Und dann hatte er aber diese Idee, nach Kansas City zu gehen. Das ist seine Heimatstadt. And I knew that, yeah, this is what God had for him. Und mir wurde klar, ja, das ist das, was Gott mit ihm vorhat. And if Troy was here, he would tell you there were really 3 things that happened that really confirmed that he was supposed to then take the next step in this leadership path and plant a church. Und wenn Troy hier wäre, würde er dir sagen, dass es eigentlich 3 Dinge waren, die ihn darin bestätigt haben, jetzt einen Schritt weiter zu gehen und seine eigene Gemeinde zu gründen. I mean, first, he was very honoring and came to me and asked for my blessing. Als allererstes, und das hat mich sehr geehrt, er kam zu mir und hat mich um meinen Segen gebeten. And again, I mean, he was a friend of mine, and I really loved having him in Chicago, but I knew this was better for the kingdom, so I gave him my blessing. Und nochmal, er war wirklich mein Freund und ich hätte ihn gerne in Chicago behalten, aber ich wusste, so ist es besser für das Reich Gottes und deswegen habe ich ihm meinen Segen gegeben. The second thing he'd tell you, it happened at an exponential conference. Das Zweite, was passiert ist, das geschah auf einer Exponential-Konferenz. And Bill Hybels was doing the closing session. He challenged people to come forward if they wanted to go and plant churches. Und Bill Hybels hat diese Abschlusssession gehalten und er hat Leute eingeladen, nach vorne zu kommen, wenn sie eine Gemeinde gründen wollen. And I was up there with Bill, and then pretty soon I saw my friend Troy coming down the aisle. Und ich war da auf der Bühne mit Bill zusammen und ziemlich bald sah ich dann Troy so den Weg herkommen zur Bühne. And it was him and Janet, and I was going like, oh man, it's going to happen. Und ich sagte, oh Mann, es passiert wirklich. And so I did. I got off the stage, and I went down there and hugged them, and then anointed them with oil and prayed for them, and again gave them my blessing. Und wir sind an die Bühne runtergekommen, ich habe ihn umarmt, habe ihn mit Öl gesalbt und ihm einfach meinen Segen gegeben. And then the last thing that happened is, by God's really coordination, I was leading a large conference in Kansas City that same year. Und das Dritte, was passiert ist, Gott hat es so zusammengefügt, dass ich eine große Konferenz geleitet habe in Kansas City im gleichen Jahr. And so I brought Troy in to meet all the leaders there in the Kansas City area. Und dann habe ich Troy mitgebracht, damit er die ganzen Leiter da aus der Kansas-Gegend kennenlernt. And all of them agreed together to fund that brand new church plant. Und die haben sich abgesprochen, haben sich geeinigt, dass sie diese neue Gemeindegründung mitfinanzieren wollen. And so Troy went and started this new church, and we actually sent 20 people from Chicago with him, along with money, to go start this brand new church. Und als dann Troy losgezogen ist, dann haben wir 20 Leute aus Chicago mit ihm nach Kansas geschickt und das Geld, um diese Gemeinde zu gründen. Now, Troy was smarter than I was when he started his church, Und Troy hat das schlauer angefangen als ich, als er seine Gemeinde gegründet hat. because he started with 3 other people who were potential church planters. Denn er hat es mit 3 anderen Leuten gestartet, die potenzielle Gemeindegründer waren. And he brought them along with him so they could learn from him as he was launching his church. Und die hat er gleich mitgenommen, damit sie gleich lernen können, wie er seine Gemeinde gegründet hat. And so now Troy's been at that church for 5 years. They have 3 locations and about 1,000 people every Sunday. Troy ist jetzt ungefähr 5 Jahre an diesem Platz und sie haben jetzt schon 3 Standorte und über 1000 Leute. Lots. And what's been really amazing is now in the Kansas City area, there's about 25 churches
that he works with, and now he's a network leader for those churches. Und was wirklich beeindruckend ist, in dieser Kansas-Gegend gibt es so 25 Gemeinden und Troy ist der Netzwerkleiter für dieses Netzwerk von Gemeinden. Now, I don't know exactly what this means in your context. Ich weiß jetzt nicht genau, was das in eurem Umfeld bedeuten würde. And don't let big numbers like that distract you. Und lass dich jetzt nicht so ablenken von irgendwelchen großen Zahlen. Lothar's going to come and kind of explain how a lot of this he thinks can work in a German context. Lothar wird ja noch eine Session haben, wo er erklärt, wie diese Dinge im deutschen Umfeld funktionieren könnten. But I do think this principle applies in every context. Aber ich glaube, dass dieses Prinzip in jedem Umfeld anwendbar ist. That there are people in your churches that God has big dreams for. Ich glaube, dass es Leute in deiner Gemeinde gibt, für die Gott große Träume hat. And he wants you to believe in them. Und Gott möchte, dass du an sie glaubst. And he wants you to invest in them. Und dass du in sie investierst. And he wants you to give them permission and your blessing to do great things. Und dass du ihnen die Erlaubnis und deinen Segen gibst, damit sie große Dinge tun können. I want you to think about those 3 people that you wrote down. Ich möchte, dass du über diese 3 Leute nachdenkst, die du gerade aufgeschrieben hast. Will you ask them to apprentice with you? Möchtest du sie bitten, deine Azubis zu werden? Make sure that you're giving them the right example by being spirit-led and missional and reproducing. Stell sicher, dass du ihnen das richtige Beispiel, das richtige Vorbild bist, indem du selber geistgeleitet, missional und reproduzierend bist. And then figure out what this leadership path looks like in your setting. Und dann finde heraus, wie dieser Leiterpfad in deiner eigenen Umgebung aussehen kann. What are the steps that you took to get to where you are? Was sind die Schritte, die du gebraucht hast, um jetzt da zu sein, wo du bist? And then draw it on a napkin and show it to them and say, hey, I would love to help you do this and even greater things. Und dann zeichne das auf eine Serviette, zeig ihnen das und sag ihnen, hey, ich möchte, dass du genau das machst und sogar noch größere Dinge. All right. Thank you very much. Vielen Dank. All right, how you doing? Wie geht's euch? Still doing good? Seid ihr noch da? All right, you guys keep coming back for more. I like it. Okay, ihr kommt wieder zurück und wollt mehr, das ist gut. All right, well, here's where I want to start this particular session. Jetzt, damit möchte ich diese Session beginnen. If you think about being a multiplying church, a reproducing church, like we've been described, let's go ahead and put that graphic up here. Könnt ihr mal die Grafik bringen, bitte? Let's go to the next slide, please. There we go. Nope, that one before that, Die please. davor? There we go. If you talk about being a multiplying church, there's Wenn ihr- 2 things that we have to do well. Wenn ihr über multiplizierende Gemeinden nachdenkt, da gibt es 2 Dinge, die wir richtig gut machen müssen. All right, just to make sure you're with me, everybody hold up 2 fingers here. How Haltet many mal things do we have 2 to do Finger well? hoch. Wie viele There you go, Finger- 2 things, and here they are. Number 1, 2 Dinge. Nummer we have to 1, develop more and better leaders. bilde bessere Leiter aus. And the reason we have to develop more and better leaders is because those are the people that lead our groups, that lead our teams, that will eventually become coaches, directors, even campus pastors, church planters. But we have to develop more and better leaders. Wir brauchen mehr und bessere Leiter, weil das sind dann schließlich die, die unsere Kleingruppen leiten, unsere Dienste, unsere Campusse und so weiter. But here's the second thing we have to do, and this gets very little conversation at all. Und jetzt kommt der zweite Punkt und darüber wird sehr, sehr wenig geredet eigentlich. We have to develop more and better artists. Wir müssen mehr und bessere Künstler entwickeln. We have 2 artists there. Oh, a few artists in the Wir back. haben There we ein go. paar Künstler hier, okay. And when I use the word artist, I'm talking about people who are singing the songs, who are playing the instruments, people who are running the sound and tech in the back, people who paint paintings, people who dance, all the different arts. Wenn ich jetzt über Künstler rede, dann meine ich Leute, die singen, die Instrumente spielen, aber auch Leute, die Technik, Medien und so weiter machen, die Bilder malen, tanzen. Genau, long list. Okay. So 2 things we have to do, more and better leaders, more and better artists. Also 2 Dinge, mehr und bessere Leiter und mehr und bessere Künstler. Now, with that in mind, what I want to do, I want to make this session really as practical as I possibly can. Und deswegen möchte ich jetzt diese Session so praktisch machen, wie es nur geht. And last session I had you write down 3 names. And if you haven't written down those 3 names, I'd encourage you to go ahead and write those 3 names down In der now. letzten Session habe ich euch ermutigt, dass ihr 3 Namen aufschreibt und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht es bitte bald. And it might be 3 leaders or it might be 3 artists that you could apprentice. Es könnten 3 Leiter oder eben auch 3 Künstler sein, die du als Azubis nehmen könntest. Now, if you had a hard time coming up with those names, what I want to do is I want to start with how Jesus selected his apprentices. Und wenn es dir schwer gefallen ist, jetzt irgendwie diese Namen zu finden, dann möchte ich jetzt damit mal anfangen, indem ich darüber rede, wie hat Jesus seine Azubis ausgebildet. I'd like for us to kind of quickly look at Mark chapter 3 about how he went and the process he used, and then spend our time on some very practical tools that you can use every week in your church.
Genau, wir wollen erstmal ganz kurz nach Markus 3 hineinschauen, was Jesus da getan hat, und dann möchte ich euch ein paar praktische Werkzeuge mitgeben, die ihr in eurer Gemeinde verwenden könnt. In Mark chapter 3, verses 13 to 15, we see Jesus calling his 12 apprentices together. In Markus 3, 13 bis 15, dann sehen wir, wie Jesus seine 12 Azubis zusammenbringt. And it says this, Jesus went up on a mountainside, he called to him those he wanted, and they came to him. He appointed 12, designating them as apostles, that they might be with him, and that he might send them out to preach and have authority to drive out demons. Da heißt es, Jesus ging auf einen Berg und rief die zu sich, die er haben wollte, und sie kamen zu ihm. Und er nannte sie Apostel und er sendete sie aus, rüstete sie aus, damit sie seine Botschaft, bei ihm zu sein, seine Botschaft zu verkünden, in seiner Vollmacht Dämonen auszutreiben. So. So the screen. Okay, I just want to see the screen. So the first thing we see here, let's break down these 3 verses. Okay, lass uns mal diese 3 Verse auseinandernehmen. And the first thing we see is the apprentice selection. Das erste, was wir sehen, ist die Auswahl der Azubis. It simply says that Jesus picked people that he wanted. Da heißt es einfach, Jesus wählte die aus, die er wollte. I think you asked me the question. So how do you decide who gets to be an apprentice? Genau, du hattest mich gefragt, wie entscheide ich denn, in wen ich mich investiere als Azubi? And I think one of the things I said is I pick people I like. Und ich sagte, ich wähle die aus, die ich mag. And you could kind of feel over the whole audience kind of this sigh of relief, like, oh, really? Can I do that? Und man konnte so förmlich hier fühlen im ganzen Raum, so ein Seufzer der Erleichterung. Was? Wirklich? Das darf ich? And now here's the good news. Jesus did that. Ja, wisst ihr was? Die gute Nachricht ist hier. Jesus hat es getan. I mean, it says in verse 13, Jesus picked the people he wanted. Es heißt so hier in Vers 13, heißt es, Jesus wählte die, die er wollte. And so when I'm in a small group, I'll kind of like, okay, who are the people I want to hang out with? Who are the people I feel affinity with? Who are the people that I enjoy spending time with? Ja, und deswegen, wenn ich in einer kleinen Gruppe bin, dann gucke ich danach, mit welchen Leuten würde ich gern zusammen sein, Zeit verbringen, mit ihnen unterwegs sein. Now, I think partly for me, because I have a leadership gift, I am attracted to other people who are leaders. Und natürlich teilweise deswegen, weil ich eine Leiterschaftsbegabung habe, fühle ich mich zu anderen hingezogen, die auch Leiter sind. And so when I see a high capacity leader, I am kind of attracted to that person. I do want to spend time with them. Und wenn ich also einen begabten Leiter sehe, dann fühle ich mich automatisch zu ihm hingezogen. And so those do tend to be the people that I would pick if they were all in the same small group. Und deswegen wären das so die Art von Leuten, die ich raussuchen würde, wenn wir in der gleichen Kleingruppe wären. But it's interesting, this also kind of applies to even our own staff selection at Community Christian Church. Aber es ist interessant, das kann man sogar auf die Auswahl unserer Vollzeitmitarbeiter auch anwenden bei uns in Community. We have something we call the parking lot test. Wir haben etwas, das nennen wir den Parkplatztest. And the parking lot test is this. Der Parkplatztest geht so. When you pull into the parking lot at your church and you see this person's car, how do you feel? Wenn du also dann auf dem Parkplatz deiner Gemeinde fährst und du siehst, da steht das Auto von Person X, dann ist die Frage, wie fühlst du dich jetzt? If your stomach sinks, you go like, Und wenn du ein schlechtes Gefühl im Magen hast und sagst, oh Mann, then I don't want them on my staff. dann weiß ich, die möchte ich nicht in meinem Mitarbeiterteam haben. But if I pull into the parking lot and I see their car and I'm like, oh, great, I can't wait to see them, and I want them on my team. Aber wenn du da hinfährst und siehst das Auto und sagst, wow, super, der ist hier, kann es kaum erwarten, ihn zu sehen, dann sind das die Leute, die möchte ich in meinem Team haben. And we really do. We talk about that at Community. Do they pass the parking lot test? Und wir reden da wirklich so bei uns in Community. Haben sie diesen Parkplatztest bestanden? So the first thing, the apprentice selection, Jesus picked people he wanted. The second thing is apprentice expectation, and it says Jesus designated them as apostles. Also das erste war, Jesus nimmt die, die er wollte. Und das zweite ist, er nannte sie, bestimmte sie zu Aposteln. I mean, if you get away from the office of apostle, apostle just means sent one. Jetzt gehen wir ein bisschen weg von diesem Amt des Apostels, sondern Apostel heißt eigentlich erstmal Gesendeter. And I think this is very important. Jesus was clear from the very beginning about his expectation for apprentices. Und Jesus war hier sehr klar vom Anfang an über seine Erwartungen. They would be sent out. Er machte es ihnen klar, ihr werdet gesendet. They weren't there just to stay, but they were going to be sent out on mission. Sie würden also nicht nur mit Jesus zusammenbleiben, sondern er würde sie aussenden. And so for this very reason, we're very intentional about what we call an apprentice leader. Und deswegen gebrauchen wir dieses Wort Azubi-Leiter sehr bewusst. We don't call him a co-leader. Wir nennen niemand einen Co-Leiter. Because a co-leader means we're going to just keep doing this together forever.
Genau, denn Co-Leiter heißt nur wir zwei, wir machen das so zusammen bis zum Sankt Nimmerleinstag. I don't call him an assistant leader, like, oh, you're just going to keep helping me do the same thing forever. Und ich nenne auch niemand einfach Assistenzleiter, weil das heißt, du wirst immer so mein Assistent bleiben und wirst immer bei mir bleiben. We don't call him a helper. Wir nennen sie auch nicht Helfer, No, we call him an apprentice because an apprentice is someone who's in training to be sent out. sondern wir nennen sie Azubis, weil ein Auszubildender wird ausgebildet, damit er dann ausgesendet wird. Give me a little nod. Does that make sense? Okay, Nickt so mal. I think Macht das Sinn? it's very important. All right. Ja. Then the third thing is we look at in verse 14, the apprentice preparation. It says Jesus was with them. Und das dritte sehen wir in Vers 14, da heißt es, die Vorbereitung des Azubis. Und da heißt es, Jesus war mit ihnen. Oder sie sollten mit ihm sein. The primary way that Jesus trained and developed his apprentices was through life-on-life relationship. Und die wichtigste Methode, wie Jesus seine Azubis ausgebildet hat, war durch Beziehungen, Leben zu leben. And last night, if you're here, we talked about the Greek word diatribo. Wer gestern hier war, wir haben da über das Wort Diatribo gesprochen, das Griechische. And what does diatribo mean? Und was bedeutet Diatribo? Right, there you go, to rub off on. And you see, Miteinander reiben und abfärben. this is getting a little weird. Es wird ein bisschen seltsam hier vorne. But what you see, I mean, again, here's Jesus saying, no, this is how I'm going to train people. We're going to spend time together and I'm going to rub off on them. Aber wieder seht ihr das hier. Wie wird Jesus seine Leute ausbilden? Er sagte, wir werden einfach Zeit miteinander verbringen und ich werde abfärben. And I consistently get the question over and over again, now, what do you do with apprentices? Und ich kriege diese Frage ständig gestellt. Ja, und was machst du denn mit deinen Auszubildenden? I meet with them every week. Ich treffe mich mit ihnen jede Woche. We have coffee Wir trinken Kaffee zusammen. and I rub off on them Und ich färbe ab. and them on me. Und sie auch färben ab auf mich. And in a technical sense, what it really is, it's more of an adult learning style. Und was es tatsächlich ist, es ist einfach ein Stil der Erwachsenenbildung, könnte man sagen. When you're educating children, you have a whole curriculum and you say, okay, here's what you need to know. I'm going to tell you what you need to know. Wenn du Kinder ausbildest, dann hast du meistens so einen Lehrplan und dann sagst du, hier, ich erzähle dir jetzt mal, was du alles wissen musst. But see, adults show up and they already know, okay, here's the things I don't know, help me. Bei den Erwachsenen, die kommen und sie wissen schon, hier sind die Sachen, die ich nicht kann, bitte hilf mir. And when my apprentice shows up and says, you know what, I don't know how to read the Bible, can you help me? Then that's where we start. Und wenn mein Azubi zu mir kommt und sagt, du, ich habe keine Ahnung, wie ich in der Bibel lesen soll, dann ist das, wo wir anfangen miteinander. Or if he shows up in that week, he's had a bad week in his marriage, we say, well, let's talk about marriage. Oder er kommt und wir treffen uns, er sagt, oh, wir hatten eine schlechte Woche in unserer Ehe, und dann sagen wir, okay, dann lasst uns doch mal über Ehe reden. Or if he's having trouble with his kids, that's where we start. Oder es hat Probleme mit seinen Kindern, dann fangen wir da an. And so it really is, it's a life-on-life relationship. And what you really become, this is eine so, Lebensbeziehung. Ja. it's simple, but please don't dismiss it. Und das ist jetzt vielleicht simpel für dich, aber bitte schiebt es nicht zur Seite. You're becoming friends. Ihr werdet Freunde. You think that would work? Meinst du, das könnte I funktionieren? think that's what we're talking about. You're really becoming good friends. Das ist das, worüber wir reden. Gute Freunde werden. Well, then the last thing we see here, when we get to verse 15, is apprentice graduation. Und in Vers 15 haben wir diesen Abschluss, den der Azubi kriegt, die And Graduation. Ja. Jesus concludes their apprenticeship by sending them out to preach and to have authority to drive out demons. Und da heißt es, Jesus sandte sie aus zu predigen und gab ihnen die Autorität, Dämonen auszutreiben. And so the apprenticeship concluded when they could do what Jesus was doing. Also diese Azubi-Schaft kam zu einem Ende, als sie das tun konnten, was Jesus tat. And your apprenticeship with the other person, it concludes when they can do what you can do. Und wenn du einen Azubi hast, dann endet die Ausbildung von dem, wenn sie das tun können, was du kannst. Not perfectly, not necessarily as good, but when they can begin to do what you do. Sondern nicht, wenn sie perfekt sind, aber wenn sie wenigstens mal anfangen können, das zu tun, was du kannst. And like I mentioned before, we know a leader's ready when they think they're ready and when I think they're ready. Und wie wir vorher schon gesagt haben, wir wissen, dass ein Leiter bereit ist, wenn er denkt, er ist bereit und ich denke, er ist bereit. And so this was how Jesus apprenticed his people. Und so hat Jesus seine Leute ausgebildet. And through this process, their minds were transformed, their hearts were transformed, and the Bible says they turned the world upside down. Und durch diesen ganzen Prozess wurde ihr Denken verändert, ihre Herzen wurde verändert und sie haben schließlich die ganze Welt auf den Kopf gestellt. And I would challenge you, don't keep looking for something more complicated. Maybe something this simple would actually work.
Und jetzt möchte ich dich echt ermutigen, such jetzt nicht nach etwas, was noch komplizierter ist, sondern überleg dir mal, vielleicht könnte das wirklich funktionieren. Because if you continue to do this at every level, you'll continue to reproduce groups, you'll reproduce teams, and in time, you'll begin to reproduce campuses and even churches and beyond. Denn wenn du das wirklich tust, auf jeder Ebene, dann wirst du Teams, Gruppen vervielfältigen, Gemeinden und irgendwann ja ganze Netzwerke. Now, again, I think it's simple, but I don't think it's easy. Okay, nochmal, das ist ziemlich simpel, aber es ist nicht einfach. Because I think it demands a great amount of relational intentionality. Denn du brauchst hier echt eine Absicht, in Beziehungen zu investieren. All right, so now with these leaders, what I want to spend our time with is, I think there's 4 kind of relationships that every leader needs. Und deswegen möchte ich davon reden, von 4 Beziehungen, die jeder Leiter braucht. So you're developing these apprentices, they move into a leadership role. There's 4 relationships that every leader needs. So, du entwickelst also diese Azubis, sie bewegen sich in eine Leitungsrolle hinein und jetzt gibt es 4 Beziehungen, die jeder Leiter braucht. Especially if they're going to continue to reproduce over and over and over again. Und vor allem dann, wenn man sich immer wieder reproduzieren will. Okay, the first relationship that every leader needs is reproducing leaders need followers. Okay, also jeder Leiter, das ist die erste Beziehung, braucht Nachfolger. All right, now this might seem obvious, but this is often overlooked. Okay, das klingt jetzt vielleicht ganz selbstverständlich, aber es wird oft übersehen. I can't tell you, I mean, despite what I'm teaching you, how many times I've seen somebody goes like, oh, that looks like a leader, that walks like a leader, that talks like a leader, it must be a leader. Okay, und auch trotzdem, was ich dir erzähle, geht es doch oft so, dass wir jemanden sehen und sagen, wow, der sieht aus wie ein Leiter, der redet wie ein Leiter, der läuft rum wie ein Leiter. Wow, das muss ein Leiter sein. Yeah, and then I skip all those steps and I put them into a leadership role before they've ever been an apprentice. Und ich überspringe diese ganzen Schritte und ich stecke den in eine Leitungsposition, bevor er jemals ein Azubi war. And I consistently regret doing that. Und es tut mir jedes Mal wieder leid, wenn ich das tue. A couple of years ago, there was one guy, real talented young man. Vor ein paar Jahren gab es da einen richtig talentierten jungen Mann bei uns. He started coming to community, and he looked like he had tremendous leadership potential. Und er kam zu uns zur Gemeinde und er sah so aus, als hätte er ein wahnsinniges Seemed Leiterschaftspotenzial. to have good people skills. Gute Beziehungen mit Leuten, He seemed to be good at strategy. gut in Strategie. He was particularly good at doing what I'm doing right now, just talking to large groups of people and war kind of getting them excited. Er war richtig gut dabei, zu großen Menschenmengen zu reden und sie zu begeistern. And so what did we do? Und was haben wir also getan? We skipped the apprenticeship, we skipped the leadership, we skipped the coach, and we just put him on staff. Also wir haben diese Azubi-Phase übersprungen, die Leiterphase, die Coach-Phase und wir haben ihn gleich als Mitarbeiter angestellt. How do you think that worked out? Was meint ihr, wie das funktioniert hat? Yeah, you guys are smarter than me. Ihr seid schlauer als ich. Yeah, it didn't work out at all. hat überhaupt nicht funktioniert. Here's the first thing every leader needs is he needs followers. Denn hier ist das Erste, was jeder Leiter braucht. Er braucht Nachfolger. And the great thing about apprenticeship, moving from apprentice leader into a leader role, is that you'll be able to see if they can actually gain a following. Und das Großartige daran, wenn du einen Azubi hast und der bewegt sich jetzt in so eine Leitungsfunktion hinein, dann kannst du ganz schnell sehen, ob er Nachfolger gewinnt. And small groups are a great context for discovering whether this leader can attract a following. Und eine Kleingruppe ist ein wunderbares Umfeld, wo du merken kannst, ob ein Leiter Nachfolger gewinnt. And the way we do it, when someone becomes a small group leader, we don't give them people. They have to go find their people. Und bei uns ist es so, wenn jemand jetzt Kleingruppenleiter wird, dann teilen wir ihm nicht Leute zu, sondern er soll hingehen und Leute finden. And I think that's a very important principle there. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiges Prinzip. Don't centralize what you do by kind of saying, okay, these people have to be in this group, these people have to be in this group, these people have to be in this group, so you take care of that. No, every leader should go out and find their own following. Also versucht nicht, das Ganze so zu zentralisieren, indem ihr zuteilt, die gehen dahin, sondern jeder Leiter soll sich seine eigenen Leute finden. And I think there's a big difference between attracting a crowd and attracting a following. Denn ich denke, es ist ein großer Unterschied dazwischen, eine Menge anzuziehen oder echte Nachfolger zu And we gewinnen. see this all the time. Und wir sehen das die ganze Zeit. I mean, crowds, as you can see, are temporary, fickle, unpredictable, transitory, and fleeting. Ihr seht ja Menschenmengen, die sind zeitweilig, unbeständig, unberechenbar, flüchtig und vergänglich. But when you have followers, followers are loyal, they're committed, they're consistent, and they're faithful. Aber Nachfolger sind dauerhaft, loyal, hingegeben, beständig und treu. And so for the first relationship that every leader needs is you need to make sure they have followers. Also deswegen, das Erste, was jeder Leiter braucht, er braucht Nachfolger. The second relationship that every leader needs is that a leader needs to have an apprentice. Und das Zweite, jeder Leiter braucht einen Azubi.
Now we do. We challenge every leader to have at least one apprentice. Und wir fordern jeden Leiter heraus, mindestens einen Azubi zu haben. Now my best experiences, quite frankly, have been those times where I've had 2 apprentices. Meine besten Erfahrungen habe ich damit gemacht, wo ich gleichzeitig 2 Azubis hatte. Because if you have 2 or 3 apprentices, even from one small group, when you get together for coffee, it actually makes for a better conversation. Denn wenn du jetzt 2 oder 3 Azubi-Leiter hast und du redest mit ihnen über die Kleingruppe und ihr kommt zusammen zum Kaffee, dann gibt es einfach ein netteres Gespräch mit mehr Leuten. A couple of years ago, I had 2 different apprentice leaders. One was named Ben, one was named David. We'd meet for coffee every Tuesday early in the morning. Vor einigen Jahren hatte ich 2 Leiter, einer ist Ben, einer David, und wir kamen immer früh am Morgen zusammen zum Kaffee trinken. And we spent about a year together. Und wir haben ungefähr ein Jahr so verbracht. And after that year, actually, Ben took over a brand new group, and David took over the existing group, and then I led a brand new group as well. Okay, und nach dieser Zeit hat Ben eine ganz neue Gruppe übernommen, David hat die bestehende Gruppe weitergemacht und ich habe auch nochmal eine neue Gruppe genommen. I think in some ways, when you take a look at Acts 1:8, I think that was Jesus' dream and his vision for the church. Und ich glaube, das ist genau dieser Traum, den Jesus von Gemeinde hat und von dem er in Apostelgeschichte 1, Vers 8 redet. But then when we get to 2 Timothy 2:2, it's like Paul saying, okay, now here's the strategy. Und wenn wir jetzt 2. Timotheus 2, Vers 2 anschauen, dann ist es, als wenn Paulus jetzt sagt, und hier ist jetzt die Strategie zu diesem Traum. Paul kind of took a look at Jesus' big dream and said, okay, here's how we can actually get this thing done. Und ich glaube, dass Paulus so diesen Traum von Jesus angeschaut hat und gesagt hat, und hier ist jetzt, wie wir diesen Traum umsetzen. And what you see is actually 4 generations of reproduction in 2 Timothy 2:2. Und wir finden hier in 2. Timotheus 2,2 eigentlich 4 Generationen von Reproduktion. Let's go ahead and put those on the screen. Können wir die mal sehen hier vorne bitte? And so what you see is you see the first generation with Paul, Erste Generation ist Paulus. and then Paul apprentices Timothy, Paulus lehrt den Timotheus. and then Timothy invests in reliable men, Der soll in treue Menschen investieren, and then they invest in people who are qualified to develop others. die wiederum fähig sind, andere zu lehren. And so what you really see there, you see 1, 2, 3, 4 generations of reproduction. Und ihr seht hier wirklich 1, 2, 3, 4 Generationen von Reproduktion. And I love that idea that Jesus has this big dream, but Paul has this very specific kind of strategy of here's how we can pull this off. Und mir gefällt dieser Gedanke zu sagen, Jesus hatte diesen Traum, das große Bild und Paulus hat dann die Strategie entwickelt, wie kommen wir dahin. And here's something I think is important for every church leader to understand. Und hier ist etwas, von dem ich glaube, dass es wichtig ist für jeden Gemeindeleiter. You need both of these things. You need to dream big, but you have to start small. Und du brauchst beides. Du musst groß träumen, aber du musst klein anfangen. Because, I mean, you're going to have this big dream on your napkin, Denn ihr werdet jetzt diesen großen Traum auf eurer Serviette haben, but you're going to start small by apprenticing those 3 people that you put on that page. aber ihr werdet klein anfangen, indem ihr eine Azubi-Beziehung eingeht mit diesen 3 Leuten, die ihr gerade aufgeschrieben habt. And I think you do both those things, and that's the stuff of movement making. Ja, und ich glaube, wenn ihr beides tut, groß träumen, klein anfangen, dann setzt sich was in Bewegung. Now, I want to give you a specific tool about how we apprentice people at Community. Ich möchte euch jetzt ein spezielles Werkzeug mitgeben, mit dem wir bei uns Leute ausbilden. And we call this tool the 5 steps of apprenticeship. Wir nennen es die 5 Stufen der Leiterschaftsentwicklung. Maybe I should get a kind of Manuel. Come up here. You want to help me? I need a volunteer. I'm going to Brauche mal volunteer somebody. Manuel, let's welcome einen him. Thank you Freiwilligen, very den habe ich much. gerade ausgewählt. Lass uns Give him a mal einen little love. Applaus There you geben go. für Manuel. All right. Okay, You can come over here. You're my apprentice. du bist jetzt mein Azubi. All right. Good man there. I want you to think about the 3 people that you wrote down. You got it? Ich möchte mal, dass du kurz an die 3 Leute denkst, die du niedergeschrieben hast. And I want you to imagine walking through this 5 steps with your own apprentice. Und ich möchte, dass du jetzt dir vorstellst, wie du diese 5 Schritte mit deinen 3 Azubis durchläufst. All right. So step number 1, and you can see it on the screen here, is I do, you watch, and then we talk about it. Und Schritt Nummer 1 ist, ich mache, du schaust zu, wir reden drüber. So let's say that Manuel and I, we're leading a missional team together. Stell dir mal vor, wir leiten so ein missionales Team zusammen. And we would get together, and I would do everything for the first several weeks. Und wir leiten das Team zusammen, aber ich tue die ersten Wochen alles alleine. And what's Manuel's job? Und was ist Manuels Job? That's right, to watch. Zuschauen. That's right, to watch. But here's the thing, too. Aber hier ist das wichtige Ding. That's really important. Don't forget this last part, and then we talk. Vergesst diesen letzten Punkt nicht. This- Wir reden. That's one of the parts that people often leave out.
Das ist nämlich der Punkt, den die Leute oft auslassen. So we'll debrief about how things are going. Wir werden also ein Feedback darüber machen, wie es läuft. And so we're having coffee somewhere, we're talking about our missional team, and I'll ask 3 questions. Und wir haben also einen Kaffee, reden über unser Team und ich habe dann 3 Fragen, die stellen. 3 very simple questions. You might want to write these down. 3 einfache Fragen und vielleicht möchtest du die aufschreiben. What worked? Was hat funktioniert? What didn't work? Was hat nicht funktioniert? And how can we improve? Wie können wir es besser machen? Those sound like good German questions. Es klingt wie gute deutsche Fragen. And so our debriefing time, we'll just talk about that. So unsere Auswertungszeit, da reden wir einfach über diese Fragen. And so the conversation does revolve around our missional team, but don't forget, we're also becoming friends. Also wir reden jetzt über unser Team, aber vergesst nicht, wir werden auch Freunde dabei. So in the process, we're sharing things about real life. Denn in diesem ganzen Prozess, da teilen wir einfach Dinge mit über das echte Leben. And that's very, very important. Und das ist sehr, sehr wichtig. Okay, then we get to step number 2. Now, step number 2 is I do, Manuel helps, and then we talk. Und dann kommen wir zu Schritt 2. Und Schritt 2 heißt, ich mache, Manuel hilft und dann reden wir drüber. Let's say, for example, in this case, let's say we're leading a student ministry. Jetzt lasst uns mal als Beispiel sagen, wir leiten so einen Studentendienst. We're leading a small group with college students. So, wir leiten eine Kleingruppe mit Studenten. So maybe at this point, I would say, okay, Manuel, I think you're ready. I want you to lead the prayer time during our group. Und dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, weißt du was, Manuel, ich glaube, du bist bereit dazu, du könntest jetzt die Gebetszeit leiten in dem Kleingruppentreffen. So Manuel's never prayed out loud. He's kind of freaked out, but he's going, all right, I'll give it a chance. Okay, Manuel hat noch nie laut gebetet, er ist völlig panisch, aber ich sage, okay, du kriegst jetzt eine Chance. But here's the other thing. In this small group, there's like, what, 12 of us, maybe 10 of us? Everybody already loves Manuel, so even if it's not the world's greatest prayer, who cares? Aber wisst ihr, so ist es. Wir sind jetzt nur 10 Leute in dieser Gruppe und jeder von denen, der mag den Manuel schon richtig und selbst wenn es nicht das beste Gebet ist, was er dann da bringt, was soll's. And so he does that, then we get together and we go through the 3 questions of what worked, what didn't work, and how can we improve. Also, er macht es, wir kommen dann wieder zusammen und wir reden über diese 3 Fragen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert und was können wir besser machen. And we're also talking about life. Und wir reden auch über unser Leben. All right, then we get ready for step number 3. And by step number 3, maybe we've been to this for several months now. Und in Schritt Nummer 3, da sind wir jetzt schon ein paar Monate vielleicht unterwegs. Because now the apprenticeship takes a big transition from him helping to all of a sudden he's doing and I'm helping. You do, I help, then we talk. Denn jetzt gibt es diesen großen Übergang von, dass er mir hilft, dazu, dass er es macht und ich ihm helfe. Und dann reden wir. All right, everybody quick, take a glance way back in the back of the room. Everybody look in the back of the room back there. Schaut mal alle nach All right, hinten. sound technicians on the board, everybody So wave your den hands. There you Technikern go, und wave so your weiter. hands. Go ahead, you never get acknowledgement. There you go, Ja, good genau. job, Hier, guys. winkt uns mal zu. Let's say that we're running sound for church. And you're my apprentice. Okay, stell dir mal vor, wir sind jetzt für den Sound, für den Ton verantwortlich in der Kirche und du bist mein Azubi. So in step number 1, you watched, and then step number 2, you began to help me. But now step number 3, you're actually running the sound back there, and I am watching you. Okay, in Schritt Nummer 1 hast du nur zugeschaut, Schritt Nummer 2 hast du mir geholfen, aber in Schritt Nummer 3 bist du jetzt wirklich für die Tontechnik verantwortlich, da hinten an den Reglern und ich schaue einfach nur zu. And then afterwards, again, the very important part, we talk about it. Und dann hinterher wieder der wichtige Teil, wir reden drüber. What worked, what didn't work, how come we got so much feedback, Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wieso gab es so oft Feedback and how are we going to improve next time? und wie können wir das nächste Mal besser machen. Does that make sense? Very simple. macht So then we Sinn. go to step number 4. Step number kommen wir 4, now zu Schritt you 4. do, and I completely observe, and then we talk about it. Und Schritt 4 wäre dann wirklich, du machst es, ich schaue nur noch zu und dann reden wir drüber. And at this point, the apprenticeship is almost over. Let's say we're working in children's ministry. Und in diesem Zeitpunkt ist dieses Ausbildungsverhältnis schon praktisch fast vorbei. Sagen wir mal, wir sind jetzt im Kinderdienst zusammen. And so if we're doing a kids class, you would completely lead the class, and I would totally just watch. Wir leiten so eine Kindergruppe und in diesem Stadium würdest du die Gruppe komplett leiten und ich würde nur noch zuschauen. So you have the apprentice doing everything, and the more experienced leader just observing. Das heißt, der Azubi macht alles und der Leiter schaut wirklich nur noch zu. And then finally, you get to the 5th step. Und dann kommen wir schließlich zum 5. Schritt. And so the 5th step, Magda, come up here real quick. Komm mal hier kurz hoch. Okay. 5. Schritt. And the 5th step is where Manuel does. Ask Magda to be here. Der 5. Schritt ist, Manuel macht es. Ich brauche einen Azubi. She doesn't want to.
And so now it goes the full circle where Manuel does, and he brings someone else to observe, and then they talk about it. Jetzt ist praktisch der Punkt erreicht, wo Manuel es tut. Er bringt jemand anders mit rein, der ihm zuschaut und dann reden sie drüber. Does that make sense? Macht es Sinn? All right, let's give them a hand. Thank you. Komm, lasst uns mal einen Applaus geben. Dankeschön. All right, here's the deal. Okay, hier ist der Deal. If there is one thing, if I only got to pick one thing that I would, and I only had 10 minutes with you, and that's all I had for this whole conference, this is what I'd give you. Wenn ich jetzt wirklich nur 10 Minuten hätte auf dieser ganzen Konferenz, um euch was mitzugeben, das wäre diese eine Sache, die ich euch mitteilen würde. If there was only one thing that you take away from this conference and you share with your whole church over and over again, this would be the one thing. Wenn es nur eine einzige Sache geben sollte, die du mitnimmst von dieser Konferenz und mit deiner Gemeinde teilen, das müsste es sein. If there was only one thing you stole, went home and told everybody you thought of this and you made this up, I'd want this to be the thing. Okay. Und wenn es nur ein Ding gibt, was du jetzt heimlich stiehlst, nach Hause gehst und behauptest, du hättest es selber erfunden, lass es dieses Ding sein. Okay? Let me ask you this. Let's be truthful here. How many of you have seen this or something very similar to this before? Raise your hand. Mal die Frage, wie viele von euch haben Go so ahead, etwas keep oder up was there. Everybody look Ähnliches around. schon vorher gesehen? Streckt doch mal kurz. All right. Let me ask you this then too. Jetzt lasst mich euch was fragen. How many of you have ever taken somebody all the way through those 5 steps? Wer von euch hat wirklich schon jemand durch alle diese 5 Schritte durchgebracht? Okay, we got a few more. Here's the deal, people. Hier I'm ist der telling you Deal. this. Don't underestimate this because it's so simple. Tut das nicht unterschätzen, weil es so simpel aussieht. The only reason this hasn't worked is because we haven't tried it. Der einzige Grund, wenn es nicht funktioniert hat, warum es nicht funktioniert hat, ist, dass wir es nicht probiert haben. And this is the way it is with movement principles. Movement principles innately are simple and therefore reproducible. Und das ist immer die Sache bei so Bewegungsprinzipien. Sie sind einfach und deshalb kann man sie reproduzieren. I mean, if it would help for me to get on my knees and beg you, I would. Please, 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 put this to work. Okay, wenn es irgendwie hilft, dann gehe ich jetzt auf meine Knie und bettel euch an, bitte, 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 setzt dieses um. I mean, whether you're an artist or whether you're in kids ministry or student ministry or adult small groups, this works across the board. Ob du jetzt Künstler bist oder im Studentendienst bei den Kindern oder wo auch immer, das funktioniert überall auf der Welt. All right. I don't have a time down here, so could you guys give me a time back up here? Because I want Könnt to ihr make sure mir I die Zeit wieder stick hier with auf den the Screen time bringen? that Hier? we need Ich there. muss wissen, ob ich noch They don't know how much time. im Kurs bin. I'm done with time. I don't speak German. Help me out. Wir haben hier vorne so verschiedene 10 more Fenster minutes? offen. Okay. All right. You can give me a high sign when I got 3 to go. Okay. So here we go. Here's the next kind of leader. The next relationship that a leader needs. A leader also needs peers. Okay. Perfect. A leader also needs peers. Okay. Ein Leiter, und das ist die dritte Beziehung, die jeder Leiter braucht. Ein Leiter braucht Kollegen. One of the gatherings that we launched even before we had our first worship service was what we called a leadership community. Und bevor wir überhaupt unseren ersten Gottesdienst gemeinsam gefeiert hatten, hatten wir ein anderes Treffen, nämlich die Gemeinschaft unter den Leitern, so haben wir es genannt. We would bring together all of our leaders, apprentice leaders, and coaches and staff, everybody together. Wir haben also alle unsere Leiter, Azubis und Coaches und die Vollzeitler zusammengeholt zu einem Treffen. They might be from children's ministry or student ministry, adult ministry, or even in the arts or Kinder, hospitality. Studentendienst, Erwachsene, Künstler aus allen Bereichen. And in this gathering, it would take about 2 hours, and we'd do 3 things. Und in diesem Zusammenkunft, die hat ungefähr 2 Stunden gedauert und da haben wir 3 Dinge getan. We would have what we called vision time. Wir hatten so eine Visionszeit. And during that vision time, for about a half an hour to 45 minutes, I would say, hey, here's where we're going next. Here's the next hill we're taking. Okay, und in dieser Visionszeit, da habe ich darüber geredet, hey, was werden wir als nächstes anpacken? Was ist das nächste Ziel, was wir erreichen wollen? Leaders like to know where you're headed next. Denn Leiter wissen gerne, wo es hingeht. We would also, the second thing we'd do, we'd have what we called huddle time. Die zweite Sache, die wir gemacht haben, das war die Zusammenhängenzeit oder wie auch immer. And basically what that is a coach would get in a circle with his small group leaders and their apprentices. Und in dieser Zeit war es im Wesentlichen so, dass ein Coach sich mit seinen paar Leitern zusammengesetzt hat.
And they would talk about how things are going. And in a minute, I'll give you 6 coaching Und questions. in dieser kleinen Gruppe haben sie dann einfach darüber geredet, wie es läuft bei ihnen. So we did vision, we did huddle, and the third thing we do is we'd also have a skills training. Also wir haben Visionen gemacht, wir haben dieses gemeinsame Zeit in kleinen Gruppen gemacht und dann haben wir ein praktisches Training gemacht. But it was really just leadership skills, how to become a better leader in ministry. Und dabei ging es jetzt wirklich um Leiterschaftsfertigkeiten, die wir gelernt haben. But the most important thing that happened at those leadership community gatherings was that peers got to be together. Aber das Wichtigste, was bei diesen Treffen passiert ist, ist, dass Kollegen zusammengekommen sind. And in many ways, it's kind of like this conference. Das ist ähnlich wie was hier passiert. Ja. My hunch is the most important thing that happens at this conference is not me talking. Mein Tipp ist, meine Erwartung, dass wahrscheinlich das Wichtigste, was auf dieser Konferenz passiert, nicht meine Messages sind hier, It's you guys getting to hang out with each other, isn't it? sondern das Wichtigste ist, dass ihr zusammen miteinander abhängt. Am I right? Richtig? I think in some ways you invite a speaker because that's kind of an excuse for you guys to all hang out together. Und ich habe ja so ein bisschen den Verdacht, ihr ladet einen Redner ein, weil dann habt ihr eine Ausrede für einen Grund dafür, endlich mal wieder miteinander abzuhängen. So true. There you go. And that's what happens in a leadership community. They get a chance to have this kind of experience amongst leaders. Und das ist das, was wir in unserem Leiterkreis da gemacht haben, damit wir diese Erfahrung unter Leitern machen können. And those peers, those leaders, they need peers like that. Und Leiter brauchen Kollegen, mit denen sie zusammenkommen können. The fourth kind of relationship that a leader needs, they need a coach. Die vierte wichtige Beziehung für einen Leiter ist ein Coach. All right? Let me give you what I'm going to call 6 coaching questions. Und jetzt lasst mich mal 6 Coaching-Fragen euch weitergeben. Now, these 6 coaching questions, I've used this with leaders, I've used this with staff, I've used it when I'm training church planters. Und ich gebrauche diese mit Leitern, mit unseren Vollzeitlern und auch mit Gemeindegründern. And I'm telling you, this is a great tool to have kind of in your back pocket because if you're like me, you kind of run from meeting to meeting to meeting, event to event to event, and sometimes you're not as prepared as you'd like to be. Und ich sage euch, das ist ein großartiges Werkzeug, was man immer so in der Hosentasche haben sollte, denn wenn es euch geht wie mir, dass du von Meeting zu Meeting rennst, dann ist manchmal auch nicht genug Zeit, sich richtig vorzubereiten. But if you memorize these 6 coaching questions, you are always ready to develop a leader. Aber wenn du diese 6 Coaching-Fragen auswendig kannst, dann bist du immer vorbereitet, einen Leiter zu entwickeln. So let me just kind of run through these very quickly. Deswegen lass mich mal ganz kurz durch diese Fragen durchgehen. Okay, the first question is, how are you doing? Die erste Frage, wie geht es dir? Never forget this, okay? Again, Vergiss at das the nie. core of all good coaching is really just relationships. Das Herzstück von jedem guten Coaching ist wirklich Beziehung. And it may sound cliche, but it's absolutely true that people don't care how much you know until they know how much you care. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie ein Klischee, aber die Leute kümmert es nicht, was du weißt, wenn sie nicht wissen, dass du dich um sie kümmerst. So make sure the first conversation you have, the first question you ask in a coaching conversation is, how you doing? Und deswegen ist die erste Frage in so einem Coaching-Gespräch, wie geht es dir? I mean, because if someone's in a fight with their spouse, or if their kids are giving them grief, or they're sick, or they have financial trouble, it's hard for them to really focus on what you're talking about. Denn wenn jemand gerade Probleme hat in seiner Ehe oder mit seinen Kindern oder ist vielleicht gerade krank, angeschlagen, dann wird es schwierig sein, sich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. I mean, you have to deal with real life. Denn du musst dich einfach mit dem wirklichen Leben beschäftigen. So that's the first question. The second question Deswegen ist das die erste Frage. is what are you celebrating? Die zweite Frage ist, was feierst du? Almost every meeting that we have at Community begins with the question of where are we winning? Fast jedes Treffen, was wir bei uns haben, beginnt mit der Frage, hey, wo haben wir gerade einen Sieg Or eingefahren? sometimes we'll just say, where is God at work? Manchmal fragen wir auch, wo ist Gott am Wirken? And by actually having this as a second question, it reinforces the vision and values of your church. Und indem das die zweite Frage ist, das verstärkt die Werte und die Vision der Gemeinde. Because they'll bring up things like life change and leadership development and reproducing groups and people becoming Christ followers. Denn sie bringen dann so Dinge wie Lebensveränderungen oder eine Gruppe hat sich multipliziert oder Leiter sind weitergekommen. And here's the other thing. In kind of the Christian church culture, we don't really have permission to talk about where we're winning. Hier ist diese wichtige Sache. Mir scheint es oft so, in unserer christlichen Kultur ist es nicht wirklich erlaubt, darüber zu reden, wo wir Siege haben. I think somehow we think it's like we're bragging about ourselves. Und ich habe so das Gefühl, dass wir dann manchmal den Eindruck haben, dass wir dann so stolz und angeberisch You know sind. what I mean?
Wisst ihr, was ich meine? And so if you ask them, hey, where are we winning? That's like gives them permission. Hey, tell me what good stuff is going on. Und deswegen, wenn du deine Leute fragst, hey, wo gewinnst du gerade, dann gibst du ihnen so die Erlaubnis zu erzählen, hey, was läuft gerade gut bei dir? And then you get to celebrate and pat them on the back and say, way to go. Und dann kannst du feiern, sie auf den Rücken klopfen und sagen, hey, super, wir können weitermachen. And it keeps the conversation positive. Und es hält das ganze Gespräch in so einem positiven Rahmen. And it sets you up then for the third question. Und dann sind wir bereit für die dritte Frage. And the third question is, what challenges are you facing? Denn die dritte Frage ist, welche Herausforderungen hast And du you're gerade? probably thinking, okay, finally we're getting to something productive. Und vielleicht denkst du jetzt gerade schon, endlich kommt mal was Produktives zum drüber reden. This is productive, but never forget the relationship. The relationship is always the task. Es ist alles produktiv, denn vergiss niemals, die Beziehung ist immer die Aufgabe. Now, the temptation will be to want to solve the question, but here's the next question you have to ask is, how are you going to tackle those challenges? Okay, und die Versuchung bei dieser dritten Frage wird immer sein, dass du gleich mit guten Tipps kommst, wie man die Sache lösen kann. Aber deswegen die Frage 4, ganz wichtig, dass du fragst, was tust du, um diese Herausforderung zu bewältigen? Everything inside you is going to want to fix it for them. Alles in dir drin wird gerne wollen, das für den anderen zu erledigen. Because you're going to go, I know this one, I can be the hero, I can come through for Denn him. du denkst, ich weiß, wie man das hinkriegt, ich kann der Held sein, ich werde das einfach für ihn erledigen. But you really need to resist that urge and then push on them and ask them questions like, well, what would you like to see happen? Aber du musst wirklich dieser Versuchung widerstehen und stattdessen Fragen stellen, wie, was würdest du denn gerne sehen, was passiert? What needs to take place in order for that change to occur? Oder was musst du tun, damit eine Veränderung How passiert? do you think you could overcome that challenge? Was meinst du, wie kannst du diese Herausforderung überwinden? I mean, in many ways, good coaching is kind of like good parenting. In mancherlei Hinsicht ist gutes Coaching wie Elternsein. I mean, they need to struggle and try to figure it out for themselves. Sie müssen sich da selber durchkämpfen und selber rausfinden, wie die Lösungen sind. And see, if they can figure it out for themselves, then in time, they won't need you to coach them. They'll be able to coach others. Denn wenn sie selber die Lösungen rausfinden, dann werden sie auch vorbereitet sein, nicht mehr von dir abhängig zu sein, sondern andere auszurüsten. So spend the most of your time on question number 4. Deswegen verbringe die meiste Zeit mit dieser Frage Nummer 4. But then you will get to question 5, and that's, okay, how can I help you? Dann kannst du zu Frage Nummer 5 noch kommen und fragen, wie kann ich jetzt dabei helfen? Because there will be times where maybe they don't really know. Denn es gibt wahrscheinlich auch Zeiten, wo sie es einfach wirklich nicht wissen, wie sie And they really do need your experience and your expertise. wo sie wirklich deine Erfahrung und deine Expertenschaft brauchen. But make sure you resist the temptation to give it to them too early and to make yourself look good. Aber pass wirklich auf, dass du dieser Versuchung widerstehst, deine Lösung zu früh zu geben. And then the last question you end with is, how can I pray for you? Und die Frage, mit der du endest, ist, wie kann ich für dich beten? And I would encourage you also, give them the opportunity to pray for you as well. Und ich ermutige euch, gebt auch euren Azubis die Möglichkeit, für euch zu beten. Because at the core of this whole thing, it's a relationship. Denn im Kern dieser ganzen Sache steht eine Beziehung. And I'm telling you, the 5 steps, that's the one tool I'd most love to have, but this would be number 2. Okay, ich habe vorher gesagt, diese 5 Schritte ist das erste, wichtigste, was ihr mitnehmen könnt. Das hier wäre Nummer 2 zu mitnehmen. Because if you will memorize these questions and keep those in the forefront of your mind, you will always be ready to develop another leader. Denn wenn du diese Fragen auswendig lernst und immer im Kopf dabei hast, dann wirst du immer vorbereitet sein, einen anderen Leiter zu entwickeln. All right, I think my time is up. Okay, ich glaube, meine Zeit ist um. Vielen Dank, ihr beiden. Unsere Zeit ist noch nicht um. Es gibt wieder die Möglichkeit, zügig Fragen zu stellen, die Dave beantworten wird. Die 5 Schritte, das waren so Dinge, die uns am meisten mit beeindruckt haben. Gerne zügig nach vorne kommen. Auch die nächste Frage darf sich schon anschließen, weil wir haben nur ein paar Minuten, dann gibt es schon leckeres Mittagessen. Wir sollten es nutzen. Okay, question. Sure. You said that's a process of building friendships. So how do you manage building friendships and accountability, you toward them and they toward you? Sometimes it's a bit difficult. Du hast uns ermutigt, Freundschaften zu bauen, aber meine Frage ist, wie bringst du Freundschaft zusammen mit Rechenschaft, dass du Rechenschaft forderst von jemandem? I think accountability, oh, sorry. Because he spoke English, I thought I just... Ja, okay. I translated already. I think accountability is not something you can force on someone.
Ich glaube, dass Rechenschaft nicht etwas ist, was du jemand aufzwingen kannst. I think accountability is something that has to be requested of the other person. Ich glaube, dass Rechenschaft etwas ist, was von der anderen Person erbeten werden muss. Oder? Yeah. And so if the other person doesn't want to be accountable, you can't hold them accountable. Okay, und so wenn diese andere Person nicht Rechenschaft dir ablegen will, dann kannst du sie auch nicht einfordern. But I do think that before you invite someone to an apprenticeship, I would be very clear, like Jesus was, about the expectations. Aber ich bin davon überzeugt, bevor du jemand überhaupt einlädst, dein Azubi zu werden, solltest du, so wie Jesus, sehr klar über die Erwartungen reden. So you can be very clear and say, okay, because I'm training you because I want you to go ahead and be a leader. Du solltest also klar sagen, ich bilde dich aus, weil ich möchte, dass du weitermachst und selber Leiter wirst. And I think at that point it gives the person the opportunity to opt out. Und an dieser Stelle gibst du den Leuten schon die Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Now, one of the things that we do at Community Eine Sache, die wir bei uns tun, is we actually have leadership expectations. wir haben schriftlich fixierte Leiterschaftserwartungen. And so when I'm in an apprenticeship, that'll often be one of the first things I'll go over with somebody. Hey, here's the leadership expectations that we want you to aspire to. Are you agreeable to that? Also, das ist meistens eine der ersten Sachen, die ich dann mit einem Azubi durchgehe, dass wir einfach sagen, guck mal, wir haben gewisse Erwartungen an unsere Leiter und bist du bereit, da mitzumachen? And so that really is up to them, and they have to agree to that. Und dann können wirklich die Leute selber entscheiden und dem zustimmen. Okay, danke schön. Die nächste Frage. Mich würde interessieren, wie er damit umgeht, wenn Menschen in der Stufe der Leiterschaft ja, hierarchisch nach oben befördert worden sind und man dann irgendwann den Status merkt, eigentlich ist die Person an ihrer persönlichen Leistungsgrenze angekommen oder hat vielleicht auch ihren Horizont überschritten. Wie geht er da damit um, mit dieser Thematik? Dankeschön. That's a terrific question. Eine wunderbare Frage. Yeah. If someone is kind of at their capacity, Wenn jemand an der Grenze seiner Kapazität ist, they probably won't be able to develop a following that's great enough to allow them to move into the next role. dann, they will be able, Will not. dann werden sie wahrscheinlich nicht in der Lage sein, jemand auszubilden, der auch zur nächsten Ebene weitergeht. And so in some ways, the system demands that you have to create a following to move to the next level. Okay, weil praktisch unser System setzt ja voraus, dass du einen Nachfolger so weit entwickelst, dass er deine Position übernehmen kann, bis du zu der nächsten weiterziehen kannst. I mean, to move from being an apprentice leader to a leader, you have to have enough people in your follow you in a small group to be a leader. Zum Beispiel, wenn du vom Azubi zum Leiter werden willst, dann müssen da genügend Leute sein, die auch in deiner Gruppe sein wollen. And to move from being a leader to a coach, you have to have enough other apprentices and leaders that will also want your coaching and follow you to become a coach. Und wenn du vom Leiter zum Coach werden willst, dann muss es ja erstmal genügend Azubis geben, die du ausgebildet hast und dir dann als Coach folgen wollen. Now the places where we mess it up Das Problem ist, dass wir es durcheinander bringen oder versauen. are those times when I cheat the system Das ist nämlich genau diese Zeiten, wenn ich das System betrüge. and I start going, oh my gosh, I need more coaches. I'm just going to put that person in there Wenn ich mich sage, oh Mann, wir brauchen dringend Coaches und ich setze die Person einfach da ein, before they've proven their own faithfulness and following. bevor sie durch diesen Prozess selber durchgegangen sind, sich bewährt haben da drin. And so in those situations, then I mean, we have to deal with that and have the hard conversation about moving them to a different place. Und das sind dann die Dinge, wo wir dann auch später damit wieder umgehen müssen und dann die schwierigen Gespräche führen und die Leute wieder da rausnehmen, weil wir merken, es passt doch nicht. Does he have a follow-up on that? Does that make sense? Ist gut? Ja. Yeah. Thank you. Selbst in dem Fall, wenn alles gut läuft, wann und wie endet eine Azubi-Beziehung? Even in case everything goes right, when does the relationship end, the apprenticeship relationship? If everything goes right, when does the apprentice relationship end? It's fascinating because those can sometimes continue to grow for years and even multiple years. Sehr unterschiedlich, denn die Beziehungen können manchmal auch für Jahre und viele Jahre weiterlaufen. So, like for example, my example with Troy. Zum Beispiel das Beispiel mit Troy. I mean, Troy was my apprentice leader in my small group, Er war schon mein Azubi in der kleinen Gruppe and now even though he's leading a whole network of churches, I'm still apprenticing him. und jetzt, obwohl er ein ganzes Netzwerk von Gemeinden leitet, leite ich ihn immer noch an. Ich bilde ihn immer noch weiter aus. And so we still have regular conversations. Wir haben also immer noch regelmäßige Gespräche. So some of those can go on for years and years. Also manche Beziehungen können Jahre weitergehen. But then others, because they'll develop a different following and report to someone else, and they may not.
Und andere enden dann, weil sie selber Nachfolger entwickeln, sich in eine andere Richtung entwickeln und dann enden that die make sense? Beziehungen. Okay. I'm an Englishman who has the misfortune of having been born on the 4th of July, so I apologize for that. Congratulations. Ich bin am 4. Juli geboren als Engländer, It's Unabhängigkeitstag in den bad, that's Staaten. bad. Schlecht. I thought that was good. Okay. I've coached in both the spiritual world and in the sports world. In the sports world, I coached rugby for many years. You look like a rugby The player. best game in the world, okay. Now, I found in the secular world, in the sports world, people are more honest sometimes than in the Christian world. For example, if I was to say to a team member, "How are you?" he would tell me how he was. If I had a group of pastors, which I do, and say, "How are you?" Everything's wonderful, everything's fine. We're great, church is good, my family's good. You know they're not. You know they're hurting deep inside. Yeah. I want to know how you get from that first step of asking the question to getting an honest answer. Okay. Also, Okay. ich habe als Wir übersetzen Ja, erst. ich habe als Coach im Sportbereich gearbeitet und ich habe festgestellt, dass die da manchmal ehrlicher sind als im christlichen Bereich. Denn wenn ich meine Mitspieler oder meine Spieler gefragt habe, wie geht's dir, habe ich eine ehrliche Antwort gekriegt. Wenn ich einen Pastor frage, wie geht's dir, kriege ich oft eine geheuchelte Antwort. Oh, alles ist wunderbar im Herrn. Und meine Frage an dich ist, wie kriegst du das mit dieser ersten Frage hin, dass die Leute dir wirklich ehrlich sagen, wie es ihnen geht? Yeah. Very insightful, and I agree with your premise. Ja, ich bin einverstanden mit dem, was du beobachtet hast. Ich sehe das auch oft. Yeah. And my experience has been this. Meine Erfahrung ist folgende. When when I ask those questions to like an apprentice leader or ask someone who's like a volunteer in my church, they are honest. Wenn ich diese Frage an jemanden stelle, der mein Azubi ist oder ein Freiwilliger in meiner Gemeinde, die sind ehrlich. And lots of the people in our church are brand new Christians, don't have a church background. Und viele von den Leuten bei uns in der Gemeinde sind ganz neue Christen, die haben keinen religiösen kirchlichen Hintergrund. So they didn't get enculturated in this kind of like I have to pretend like everything's okay. Und die sind also noch nicht damit so geimpft mit dieser Kultur, oh, ich muss so tun, als wäre alles in Ordnung. But I acknowledge I think the struggle does become more with pastor types. Aber ich bin einverstanden, dass dieses Problem eher mit diesen Pastoren unterwegs ist. Because if I tell you my marriage is in trouble and you leak that out, it could jeopardize my job. Denn wenn ich dir sage, hey, meine Ehe ist gerade echt in einer ganz schwierigen Situation und du erzählst es irgendwie rum, dann könnte es meinen Job gefährden. Yeah, I mean if I tell you, yeah, I'm having a hard time not clicking on inappropriate websites and that leaks out, then you know what? That's bad news for me. Okay, denn wenn ich dir jetzt ehrlich sagen würde, ich habe ein Problem mit irgendwelchen Websites, auf die ich rumsurfe oder nicht drauf zu surfen und du erzählst es weiter, dann könnte es wirklich Probleme für mich verursachen. But my apprentice leader, you know, who's working as an accountant who wants to get over his addiction, it's an easier thing for him to tell me about it. Wenn es jetzt um meinen Azubi-Leiter geht, der zum Beispiel irgendwo arbeitet als Kaufmann, und er erzählt mir was, das ist für ihn wesentlich leichter, sich mir anzuvertrauen. I do think the questions work, but it demands honesty on both sides, and I think there is a unique challenge in kind of the Christian subculture about that. Okay, ich glaube also, die Fragen funktionieren doch. Es gibt eine gewisse Herausforderung, aber es liegt dann manchmal an unseren christlichen Subkulturen. Okay, letzte Frage. Last question. Wie vermeidest du Eifersucht? Manuel, er ist Azubi von Dave Ferguson und ich nicht. Wie vermeidet ihr das? I wish that was a problem. Ich würde mir wünschen, dass das ein Problem wäre. At Community Christian Church, I'm not that big a deal. Also bei uns in Community bin ich nicht wirklich so diese große Nummer. And there's a guy, a friend of mine, Warren Bird, who works for Leadership Network. Ein Freund von mir, Warren, der arbeitet für unser Netzwerk. And Warren was doing some surveys with larger churches across the United States.
Und er hat so ein paar Umfragen, Untersuchungen gemacht mit größeren Gemeinden in den Staaten. And he came to community and said, hey, could I do some surveys with your people? Because we're trying to find out some information about large churches across America. Und er hat mich gefragt, hey, können wir bei euch auch so eine Umfrage machen, denn wir versuchen so Informationen zu sammeln von großen Gemeinden in Amerika. And I said, yeah, if you'll report back to me, I'm sure there's things we could learn. I'd love for you to do it. Ja, und wenn du mir dann die Ergebnisse sagst, da sind sicher auch Sachen dabei, die wir lernen können. Mach das. And so he met with a whole bunch of people, some that were brand new, some that were been around for a while, some that were leaders. Und er hat sich dann also getroffen mit ein paar ganz neuen Leuten, mit welchen, die schon eine Weile da sind und dann auch mit welchen, die schon Leiter sind. And afterwards we sat down and he debriefed me. Und hinterher sind wir dann also zusammengesessen und er hat mir die Auswertungen mitgeteilt. And this is his quote. Und das ist ein Zitat von ihm. He said, Dave, you're kind of a big deal out there, but you're not a very big deal here. Und er sagte zu mir, Dave, du bist irgendwie eine ziemlich große Nummer überall sonst, aber nicht hier. And then he said, but you know what is a big deal? Aber weißt du, was wirklich großartig ist? Helping people find their way back to God. Was wirklich großartig ist, ist euer Slogan, euer Motto, Menschen den Weg zurück zu Gott finden helfen. And to be honest, I don't even know how we created that culture. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie wir diese Kultur eigentlich implantiert haben. Maybe it's because, like, my younger brother, we've been on the team together the whole time and he always makes fun of me. Vielleicht liegt es daran, dass mein jüngerer Bruder die ganze Zeit mit mir im Team war und mich immer veräppelt. Maybe it has something to do with kind of the apprenticeship and always trying to move other people forward. But in our setting, I mean, I think it is a problem other places, but it's not really, I don't know, it's not a big deal. Und vielleicht hat es auch damit zu tun mit unserem Azubi-System, dass wir immer bemüht sind, Leute nach vorne zu bringen und weiterkommen zu lassen. Aber wie auch immer, ist es wirklich so, ich bin nicht so die große Nummer. Es ist auch kein großes Problem, dass Leute unbedingt mein Azubi sein wollen. I think the harder, oops, I'm running out of time. The harder issue is when I take on an apprentice, sometimes it's easier for me to attract people to my groups because I get to speak to everybody all the time. And then when they become my apprentice, it's harder for them because they don't have access to all these people. Okay, das Problem ist vielleicht eher, dass manchmal es mir leichter fällt, Azubis für mich zu bekommen, weil ich spreche an ganz verschiedenen Orten, ich bin da präsent, ich kann bewerben sozusagen, aber dann für sie, für meine Azubis wird es dann wesentlich schwieriger, selber wieder Azubis zu finden. But I don't think that was very helpful, but sorry. Ich glaube jetzt nicht, dass es sehr hilfreich war, aber okay, sorry. Okay, vielen Dank euch beiden für den guten Job. All right, good evening. Guten Abend. Guten Abend, my bad. I think my favorite moment of the day occurred with an exchange I had with one of the attenders here. Ich glaube, mein Lieblingsmoment an diesem Tag war ein Austausch, den ich mit jemand hatte hier. And they came up to me and said, hey, I want to show you my dream napkin. Und die Person kam zu mir und sagte, hey, ich möchte meine Traumserviette zeigen. So I'll tell you what I want you to do, because I know all of you haven't quite done this yet. So I want you to turn to the person next to you and say, hey, I want to see your dream napkin. Ich weiß nicht, ob das alle von euch schon gemacht haben, deswegen dreh dich doch mal um zu deinem Nachbarn und sag ihm, hey, ich möchte mal deine Traumserviette sehen, okay? Ja. All right, I got to tell, I just saw Stefan's dream napkin. He pulled it out of his pocket. Ich habe gerade Steffens Traumserviette gesehen, like die this. sieht relativ zerknüllt aus. I think he blew his nose with it. Er hat seine Nase damit geputzt. For some of you, though, seriously, what's standing between you and this next breakthrough is really saying your dream out loud. Jetzt ganz ernsthaft, für manche von euch ist das, was zwischen dir und deinem nächsten Durchbruch wirklich steht, diese Serviette, dass du sie And you might have thought, oh, well, that was just a cute little illustration that Dave did. Es ist nicht nur einfach eine nette kleine Illustration, die hier gemacht haben. But what some of you need to do, you need to write this down on this napkin, show it to somebody else, and hear someone else say, you can do it. Sondern du musst das wirklich tun. Du musst das draufschreiben auf diese Serviette und du musst jemand zeigen und dann diese Worte hören, hey, du kannst es wirklich schaffen. I want to go back to where we started with the very simple but challenging equation. Ich möchte noch mal zu unserer einfachen, aber herausfordernden Gleichung zurückkommen. We talked about multiplying Wir haben churches über multiplizierende plus Gemeinden missional geredet people
Und missionale Leute, equals missional churches, missional es movement. gibt eine missionale Bewegung. For several years, almost from the very beginning at Community, we were good at this first thing of being a multiplying church. Für einige Jahre, unsere ersten Jahre in Community, da waren wir ziemlich gut in diesem ersten Punkt, multiplizierende Gemeinde. By God's grace, people influenced us, so we understood how to multiply leaders and multiply artists. Durch Gottes Gnade wurden wir beeinflusst und wir wussten, wie wir Leiter ranbilden und so weiter. And early on, we understood how to multiply groups and teams and even services and then soon campuses. Und schon von Anfang an haben wir verstanden, wie wir Gruppen und Teams vervielfältigen können und sogar auch Gottesdienste und sogar auch Standorte. And we even got to the place where we began to multiply churches and had a whole network of churches. Und dann sahen wir aber multiplizierende Gemeinden, die ein ganzes Netzwerk hatten. But we began to look at what was going on and we realized, let's go back to the slide, please, Können wir kurz zurück? Ja. that the second part of missional people, that we were not doing as good a job as we needed to. Und dann haben wir aber nochmal genauer hingeschaut und haben gemerkt, ja, in diesem zweiten Teil, was missionale Menschen angeht, da machen wir unseren Job nicht so gut, wie wir es eigentlich müssten. I mean, the idea of trying to mobilize every person for mission, it wasn't happening. Und dieser Gedanke, wirklich jede einzelne Person für die Mission zu mobilisieren, das ist einfach nicht passiert. And so if this was my church, I mean, just a fraction of you were actually doing it, where what we really needed was everybody to be engaged in the mission. Wenn ihr jetzt meine Gemeinde wärt, dann war wirklich nur ein kleiner Teil davon, die das wirklich gemacht haben, während eigentlich es alle tun sollten. But one of many pivotal points came for me when I heard this next phrase I want to give to you. Dann gab es aber so einen typischen Punkt für mich, einen Wendepunkt, wo ich diesen Satz gehört habe, den ich jetzt euch sagen möchte. 80% of the people will act their way into a new way of thinking and behaving. Okay, und ich versuche es auf Deutsch zu umschreiben. Also 80% der Menschen, die machen erstmal einfach mit, bevor sie eine neue Denkweise wirklich ergreifen. I had the opportunity to write a book called On the Verge with Alan Hirsch. Ich habe mit Alan Hirsch ein Buch geschrieben, das heißt On the Verge, so kurz vor dem Durchbruch könnte man das übersetzen. And the book talks about how churches can make this missional shift that I want to describe to you this evening. Und da geht es darum, wie Gemeinden es schaffen können, diese missionale Kehrtwende hinzukriegen. And really how you can begin to mobilize every person in your church into different domains of life. Und wie du wirklich in den verschiedenen Bereichen des Lebens deine Leute mobilisieren kannst. And we were working together and we were working on, I remember chapter 6 of the book. Und ich erinnere mich, wie wir an Kapitel 6 von dem Buch gearbeitet haben. And that's when Alan, he said to me, he said, 80% of the people, he said, Dave, you know, 80% of the people will act their way into a new way of thinking and behaving. Und da sagt er diesen Satz, weißt du, 80% aller Menschen ändern ihre Denk- und Verhaltensweise auf ihre eigene Art und Weise. Sie handeln erstmal und dann How many of you have ever ändern heard Alan Hirsch speak before or read any of his stuff? A little sich. Hat show of jemand von euch hands. schon mal Alan Hirsch gehört oder was von ihm gelesen? All right. Brilliant guy. Ein brillanter Kerl. So as soon as he said that, I had two thoughts. Als er das sagte, kamen mir sofort zwei Gedanken. The first thought was, he just made that up. Der erste Gedanke war, ach, das hat er sich einfach ausgedacht. Because we all know that 85% of all stats are made up on the spot. Denn wir wissen ja alle, dass 85% aller Statistiken frei erfunden sind. Or on the other hand, what if this is actually true? Aber dann zweitens, was wäre, wenn das wirklich stimmen würde? As a pastor and someone who loves practical tools, what if there really was a way that I could get every person engaged in the mission and this had huge significance? Wie wäre es, wenn es wirklich eine Möglichkeit gäbe, jeden Einzelnen mit einzubringen in diese Mission und wenn dieser Satz dabei eine Bedeutung hätte? And as I asked Alan about it, he said, well, it really has a lot to do with the innovation curve. Und als ich Alan darüber befragt habe, dann sagte er, weißt du, das hat eine Menge zu tun mit der Innovationskurve. And the innovation curve tells us that there's like the first 3% are the innovators. Und da die Innovationskurve sagt, die ersten 3% ungefähr, das sind die Innovatoren. And then the first 20% are kind of the early adapters. Und die ersten 20%, das sind die Dinge schnell annehmen, die frühen Annehmer. And when you introduce something new into a system, if you can get that 20% to buy in, then you can influence the other 80%. Und wenn du also etwas Neues implantieren möchtest, wenn du die ersten 20% dazu kriegst, mit einzusteigen, dann werden die anderen 80% mitziehen. And I started thinking about other people that I talked to and other things that I'd heard. Und dann dachte ich über andere Sachen nach, die ich gehört habe.
und über andere Menschen. Chuck Colson from Prison Fellowship. Zum Beispiel Chuck Colson von Prison Fellowship. He would say that if I could get 10% of prison inmates to become Christ followers, then I could influence the whole prison. Er hat viel in Gefängnissen gearbeitet und hat gesagt, wenn ich es schaffe, 10% von Gefängnisinsassen dazu zu bringen, Jesus nachzufolgen, dann werden sie das ganze Klima im Gefängnis verändern. And then I remembered a late night conversation with Pastor Tim Keller from Redeemer Church in New York City. Und dann erinnere ich mich an ein Spätabendsgespräch mit Tim Keller von Redeemers. And I remember Keller telling me, if I could just get 8 or 9% of New York City to be followers of Jesus, I could influence that whole great city. Und ich erinnere, wie er zu mir gesagt hat, wenn ich doch nur 8 oder 9% von ganz New York dazu kriegen würde, Jesus nachzufolgen, dann könnten wir die ganze Stadt beeinflussen. And then there was Malcolm Gladwell's book, The Tipping Point, which gives us some great social research. Und dann ist das Buch von Malcolm Gladwell, das heißt Tipping Point, sowas wie Umbruchspunkt, ungefähr könnte man es übersetzen. And what he said too is, if you could get 20% of any group to buy into an idea, you can influence the whole. Und er sagt, wenn du nur 20% von irgendeiner Gruppe dazu bekommst, hinter einer Idee zu stehen, dann kannst du die ganze Gruppe damit beeinflussen. And so I began to think, well, isn't that a lot like what Paul said in Philippians 3:17? Und dann dachte ich, stimmt es nicht ziemlich mit dem überein, was Paulus in Philipper 4, Vers 17 sagt? Where he says, dear brothers and sisters, 3,17. Sorry. Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine, and then learn from those who follow our example. Liebe Brüder und Schwestern, seid meine Nachahmer und seht auf die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. And what Paul was encouraging, he was saying, listen, all of you that are leaders and you are influencers, you set the pattern for living, and then others will follow your example. Und mit anderen Worten, ihr, die ihr Leiter, die Beeinflusser seid, ihr gebt das Muster vor und die anderen folgen eurem Vorbild. And so out of that we began to develop this strategy. Und so haben Alan und ich angefangen, diese Strategie zu entwickeln. And for 2 years, we focused at Community Christian Church all of our energy on staff, leaders, and key influencers, the top 20%. Und so haben wir dann angefangen, 2 Jahre lang unsere ganze Energie bei uns in die Top-Leiter und Beeinflusser reinzustecken. 20% der Leute. So why did we focus our energy on staff, leaders, and key influencers, the top 20%? Und warum haben wir unsere ganze Energie in diesen Top 20% reingesteckt? Because they would create the culture that everybody else would have to live into. Denn diese 20% würden eine ganze Kultur prägen, wo dann alle anderen mit hineinkommen. In Paul's words, they would set the pattern for living and others would then follow their example. Mit den Worten von Paulus, die würden das Vorbild setzen und andere würden folgen. And we began to think, maybe if we can influence that 20% into missional living, then that will make a shift and the other 80% will begin to act their way into a new way of thinking and behaving. Und wir dachten, wenn wir es schaffen, dass diese 20% anfangen, wirklich missional zu leben, dann wird es die anderen beeinflussen, dass sie erstmal anfangen, einfach das nachzuahmen. So, if you're thinking about how do I get every person in my church engaged in the mission, we developed really a 2-part strategy. Okay, und wenn du jetzt darüber nachdenkst, wie kriege ich wirklich jeden mit rein in meiner Gemeinde in die Mission? Wir haben hier eine zweifältige Strategie. Genau. Okay, how many parts to the strategy? Wie viele Teile? 2. All right, just make sure I'm connecting. Good. 2. The first part of the strategy was this. I wanted to make sure everybody was clear about the mission. Der erste Teil ist, ich möchte einfach sicher gehen, dass jeder ganz klar versteht, was ist die Mission. And then the second thing, I wanted to give them clear missional practices. Und das zweite ist, ich möchte einfach eine klare missionale Praxis einüben. Now, when it comes to clarity about the mission, there is lots of conversation about, okay, what is the mission of the church, the mission of Jesus? Okay, wenn es jetzt um den Punkt 1 geht, um die Klarheit der Mission, da gibt es ja viel Gesprächsstoff drüber, über die Mission von Kirche und von Jesus. And if you ask some folks, they'll tell you, oh, it's all about justice and healing and serving the poor and community development. Manche sagen, oh, es geht um Gerechtigkeit, den Armen dienen, die Gesellschaft beeinflussen. And if you ask other people, they'll say, no, it's about reaching people far from God. It's about evangelism, reaching the lost, and discipleship. Und andere sagen, nein, es geht darum, Leute zu erreichen, die weit weg sind von Jesus. Es geht um Jüngerschaft, um Evangelisation. And if you ask me, I would say, hey, the mission's only going to be accomplished if there's movement, and movement means we have to be multiplying and reproducing. Und wenn du mich fragst, dann würde ich sagen, die Mission erreichen wir nur, wenn es Bewegung gibt. Und Bewegung wird erreicht, indem ich die Mission multipliziere. So the question is, well, what really is the mission? Die Frage ist also, was ist jetzt wirklich die Mission? And so we spent literally 24 months
trying to do spiritual formation and theology and think through, okay, let's make it crystal clear what the mission of Jesus is. So haben wir wirklich tatsächlich 24 Monate genommen, um das ganz kristallklar hinzukriegen, was ist wirklich unsere Mission, die Mission von Jesus für uns. And we felt like it was equally important that it was also easily explained. Und wir wussten auch, es wird genauso wichtig sein, dass es einfach zu erklären ist. If it was too complicated, it would not be remembered. Wenn es zu kompliziert ist, kann sich keiner merken. And as a sidebar, I would say, do your very best to make everything you do in your church not dumbed down, but simple to understand. So, und als kleine Nebenbemerkung von mir hier, mach alles in deiner Gemeinde so einfach wie möglich zu verstehen. Nicht dumm, aber so einfach wie möglich. So we concluded that the Jesus mission could be easily explained in 3 words. Und so haben wir beschlossen, die Mission von Jesus könnte man gut in 3 Worten erklären. And here's the first word. The first word was reach. Das erste Wort ist erreichen. About reaching people far from God. Menschen erreichen, die weit weg sind von Gott. Matthew 28:19, Jesus said to go into all the world, and we have to accept that challenge, that we're to go into all the world and reach people far from God. Und wenn Jesus sagt, geht hin in alle Welt, dann meint er, geht hin und erreicht Menschen, die weit weg sind von Gott. But the second part of the mission was to restore. Und der zweite Teil der Mission heißt wiederherstellen. To restore God's dream for the world. Gottes Traum für die Welt wiederherstellen. In Luke 4:18, Jesus said, God has anointed me to bring good news to the poor. In Lukas 4,18 heißt es, der Herr hat mich gesalbt, gute Nachricht für die Armen zu bringen. And there's a dream that God had, and we see it in Genesis 1. Und das ist ein Traum, den Gott hat, und den seht ihr schon in Genesis 1. And our world is far different than it was in Genesis 1. Und unsere Welt heute ist ziemlich anders als damals in 1. Mose 1. And what God wants us to do is to restore that dream. Aber was Gott möchte, ist, dass wir diesen Traum wiederherstellen. To bring justice to things that are unjust. Gerechtigkeit dahin zu bringen, wo Ungerechtigkeit ist. But the third part of the mission then was to reproduce. Aber der dritte Teil ist reproduzieren. To reproduce the mission in others. Die Mission in anderen reproduzieren. We see that in Acts 1:8. Das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. We see if we do the mission all alone and we never have an apprentice, it's just one and then we're done. Genau, und wenn wir versuchen, die Mission alleine umzusetzen und wir haben nie einen Azubi, dann ist es einfach einer und dann ist es vorbei. If you do a small group and you ever have an apprentice, you're only going to have one small group. Und wenn du eine Kleingruppe leitest, aber du hast keinen Azubi, dann wird es immer eine Kleingruppe bleiben. If you start one church and you never train another church planter, you're only going to ever have one church. Wenn du eine Gemeinde leitest und du trainierst keinen neuen Gemeindegründer, dann ist alles, was du immer haben wirst, eine Gemeinde. And so we put all this together and we said, listen, this is the Jesus mission. Und wir haben also diese 3 Dinge zusammengesteckt und haben gesagt, das ist die Mission von Jesus. And we told people, said, not only is this our church's mission, but somewhere in here is also your personal mission. Und wir haben dann gesagt, das ist nicht nur jetzt die Mission unserer Gemeinde, sondern irgendwo da drin steckt auch deine ganz persönliche Mission. And as we began to lay that out in simple ways of reach, restore, and reproduce, people began to get real clarity about, okay, now we understand the mission. Und als wir das dann so erklärt haben mit diesen 3 Begriffen, erreichen, wiederherstellen, reproduzieren, haben die Leute angefangen zu verstehen, ja, hier finde ich meinen Platz drin. Ja. So, first of all, we gave them this real clarity about the Jesus mission. Also das Erste, wir müssen eine richtige Klarheit kriegen über die Mission von Jesus. So now we had to give them some clear set of missional practices. Und dann brauchen wir eine klare missionale Praxis. Well, we began to look in Genesis chapter 12. Wir haben dann in 1. Mose 12 hineingeschaut. And it seems pretty clear to us that God's way for reaching, restoring His world was through a blessing strategy. Und es erschien uns ziemlich klar, dass Gottes Art, die Welt zu erreichen, eine Segnungsstrategie war. In Genesis chapter 12, God says to Abraham, I will bless you, I will make your name great, you're going to be a blessing, and then all the world's going to be blessed through you. Und da sagt Gott in 1. Mose 12 zu Abraham, ich werde dich segnen, deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein und die ganze Welt soll durch dich gesegnet werden. And so what God did is He blessed Abraham relationally, financially, and spiritually, but the point of him being blessed was to be a blessing to others. Genau. Also er segnete Abraham auf verschiedenen Bereichen, sozial, finanziell, beziehungsmäßig, aber das Hauptziel war, dass er, Abraham, ein Segen für andere werden sollte. Okay, so the point of being a blessing is what? Also was ist das Ziel von dem Segen? To be a blessing to others. Ein Segen für andere werden. Exactly right. Yeah. So if this was God's strategy for restoring and reaching the world, I thought to myself, okay, would that
Wenn das, really also, work? wenn es also Gottes Strategie war, die Welt wiederherzustellen, dann habe ich mich gefragt, wird das wirklich funktionieren? Come on, don't you ever ask those questions? Fragst du dir nicht manchmal auch I solche know we read it in Fragen? the Bible, but you still kind of go like, will that really work? Ich weiß, wenn du die Bibel liest, dann fragst du dich doch auch manchmal, wird das wirklich funktionieren? Am I the only one? Bin ich hier der I'm the Einzige? only one. Okay. Ich bin der Einzige, okay. Well, I ran across a fascinating study. Ich habe ein faszinierendes Bibelstudium And the gemacht study was called Blessers versus Converters. und es hieß Segner gegen Bekehrer. And it was actually a doctoral study Das war tatsächlich ein Doktorstudium, was ich da gelesen habe, eine Doktorarbeit. where two teams of missionaries both went to Thailand. Und es ging um 2 Missionsteams, die nach Thailand gegangen sind. But they went to Thailand with two distinctly different missional strategies. Aber sie sind mit 2 ganz verschiedenen Missionsstrategien nach Thailand gegangen. The converters over here, they went with the sole intention of just converting, of evangelizing and trying to save souls. Die Konverter hier, die Bekehrer, die sind hingegangen mit dem einzigen Ziel, wir wollen Seelen gewinnen, wir wollen Leute bekehren. And the blessers over here, on the other hand, said, we're just going to bless people. I'm just here to bless whoever God sends my way. Und die Segner auf der anderen Seite, die haben gesagt, wir sind einfach hier, um alle Menschen zu segnen, die Gott in unseren Weg reinstellt. And they followed both groups for 2 years. Und die haben beide Gruppen 2 Jahre lang begleitet. And what they discovered after 2 years was very interesting. Was sie nach 2 Jahren entdeckt haben, war sehr interessant. They discovered that the blessers created a tremendous amount of social good in every community that they went into. Und sie haben festgestellt, dass diese Segner eine Menge an sozialem Guten hervorgerufen haben, in jedem Teil der Gesellschaft, wo sie There seemed to unterwegs be a waren. better community life, just kind of a better society. Es schien fast, als wäre eine bessere Gesellschaft entstanden, da wo sie waren. But not so for the converter group. Bei der Bekehrergruppe war das nicht so. But what was really surprising was that the blessers actually saw 100 conversions and the converters only saw 2. Aber was dann wirklich überraschend war, die Segner konnten 100 Bekehrungen miterleben und die Bekehrer nur 2. So the blessers actually had 50 times as many people who came to Christ as did the converters. So dass die Segner tatsächlich 50 Mal mehr Menschen gesehen haben, die zu Jesus kamen, als die Bekehrer. And so they concluded the best way to accomplish the Jesus mission of reaching and restoring is to be a blesser. Und so haben sie also daraus geschlossen, sagen wir, die beste Methode, Leute für Jesus zu gewinnen, ist zu segnen. And so based on Genesis 12 and also this research, we began to look at the life of Jesus and how he was a blessing to the people that he interacted with. Und jetzt ausgehend von Genesis 12 und auch von dieser Untersuchung hier, können wir mal sehen, wie Jesus das gemacht hat in seinem Leben, wie er Leute erreicht hat. And what began to emerge for us were 5 missional practices. Und wir sind damit mit 5 missionalen Übungen rausgekommen. Ja. And what we did with these 5 missional practices, we asked everybody do one of these, any one of them, once a day. Und wir haben gesagt, tu eine von diesen 5, egal welche, einmal am Tag. And then we would say at your small group, just begin with the question, who did you bless this week? Und dann fang jede Kleingruppe an mit der Frage, wen hast du diese Woche gesegnet? So again, one more time, do one of these, anyone you want, every day, and then begin your small group with who did you bless this week? Und dann haben wir gesagt, tu eins von diesen 5 Sachen jeden Tag, frag in deiner Kleingruppe, wen habt ihr gesegnet? And so let me quickly give you these 5 missional practices. Und ich möchte euch jetzt diese 5 missionalen Übungen mal mitgeben. The first one, and we'll see how these translate in German, is begin with prayer. Genau, beginne mit Gebet. Praying is both how you discover the mission, but also how you do the mission. Im Gebet entdeckst du einerseits die Mission, aber du setzt sie gleichzeitig auch um. If we go to Luke 6, when Jesus started his earthly mission, it says he went out on a mountain and he prayed. In Lukas 6 sehen wir, als Jesus seine Erdenmission hier angefangen hat, da ging er auf einen Berg und er betete. And I think we have to remember God's at work. Wir sehen, Gott ist am Werk. There's a whole world that he desperately wants to bless. Es gibt eine ganze Welt, die er unheimlich gerne segnen würde. And if you're not sure where to start or your people aren't sure where to start, tell them just begin with prayer. Und wenn du nicht genau sicher bist, wo du anfangen sollst oder deine Leute nicht wissen, wo sie anfangen sollen, dann sag ihnen, fang einfach an mit Gebet. Begin just as you're reading the news online or you're reading a newspaper, just start praying through that. Während du die Nachrichten schaust oder in der Zeitung liest, bete einfach dafür. Start walking your neighborhood and just praying for houses as you go by them. Lauf einfach durch deine Nachbarschaft und fang an, für die Häuser zu beten, für die Leute, die da wohnen. As you go into work, just pray for each cubicle and person you walk by.
Und wenn du auf deinen Arbeitsplatz gehst, dann bete einfach für jeden, der bei dir vorbeiläuft. But then you also ought to warn them that if you begin to do that, some exciting and dangerous things will begin to happen. Aber lass mich dich warnen, wenn du anfängst, das zu tun, dann werden ein paar begeisternde, aber auch gefährliche Dinge passieren. Let me tell you about a guy I know named Louis. Lass mich mal von einem Kerl namens Louis erzählen. One day, Louis went to the mall, and for whatever reason, he noticed a guy just sitting on the bench. Und eines Tages ging er in so ein Einkaufszentrum und sah da einen Typ auf einer Bank sitzen. And as Louis walks past him, he gets this kind of sensation that he's supposed to go tell that guy that God loves him. Und während er so vorbeigeht, kriegt er auf einmal den Eindruck, er soll jetzt da hingehen und ihm sagen zu diesem Kerl, hey, Gott liebt dich. And it was kind of a prompting. Es war wie so eine Eingabe, wirklich. And what do you do when that occurs? Was macht man, wenn sowas passiert? What do you do? Was machst du? You might do it, but you probably ignore it the first time, right? Vielleicht machst du es, aber wahrscheinlicher ist, dass du es das erste Mal einfach ignorierst. I would, because it's like, I don't, and that's what Louis is thinking. He's like, I don't want, this is a stranger. I don't want to just walk up to some stranger and tell him God loves me. I mean, how's he going to respond? Also das ist das, was ich tun würde, und das ist auch das, was Louis getan hat. Sagen, ich kann doch nicht einfach zu dem hinlaufen, kompletter Fremder, und ihm irgendwie sowas sagen. Das geht nicht. Well, Louis keeps walking, and he comes up to another store, and the same guy walks out of the store. And again, he has this feeling that he's supposed to go tell him that God loves him. Also ist Louis einfach mal weitergegangen, geht dann irgendwo in ein Geschäft und dann kommt genau der gleiche Kerl wieder aus dem Geschäft raus und er begegnet ihm und er hat wieder diesen gleichen Impuls, hey, geh und sag ihm, dass Gott ihn lieb hat. And Louis is like, no, I'm not going to embarrass myself. Aber Louis sagt, nein, keine Chance, ich werde doch mich nicht zum Affen machen. Ja. And finally, a third time, before he gets ready to leave the mall, he sees the guy again, and again comes this inner nudging, like, no, go tell him that God loves him. Und dann ein drittes Mal, als er rausgehen will aus diesem Einkaufszentrum, sieht er ihn nochmal und wieder dieser Impuls, hey, geh und sag, dass Gott ihn lieb hat. And as Louis tells the story, he finally said, all right, God. Und Louis erzählt die Geschichte so und sagt, dass er gesagt hat, okay, Gott. And so he walks up to the guy and he says, I don't want this to seem weird or anything. Und er läuft also zu dem Kerl hin und sagt, hey, ich möchte jetzt nicht, dass es irgendwie seltsam, komisch aussieht. But I feel like I'm supposed to tell you that God loves you. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass ich Ihnen sagen soll, Gott hat Sie lieb. And this guy's eyes start to well up and he gets tears. Und auf einmal fangen die Augen von dem Menschen an, sich mit Tränen zu füllen. And the guy says, this morning I was at the end of my rope. Und er sagte, heute Morgen war ich echt komplett am Ende. And I told God, I said, God, if you're real, show me you love me today. Und ich habe zu Gott gesagt, du kriegst noch eine Chance. Wenn du wirklich real bist, zeig mir, dass du mich liebst, und zwar heute. And then the guy told Louis, he said, and you're the third person today who's come to me and told me God loves me. Und dann hat er zu Louis gesagt, du bist schon die dritte Person heute, die mir erzählt, dass Gott mich lieb hat. Halleluja. So awesome. Halleluja. Wunderbar. And see, prayer is both how you do the mission, but also how you discover your own mission. Also im Gebet entdeckst du deine eigene Mission, aber du erfüllst sie auch gleichzeitig. And so once you begin praying, and you can be praying for a particular place, or you can be praying for a particular person. Also und wenn du betest, dann kannst du für einen bestimmten Ort beten oder eben auch für bestimmte Menschen. I mean, church planners, you're going to be praying for a whole neighborhood or a community. So als Gemeindegründer werdet ihr wahrscheinlich für eine ganze Gegend, für eine ganze Nachbarschaft beten. But you might challenge people in your church, just pray for a particular group of people. Aber du kannst auch die Leute in deiner Gemeinde einfach herausfordern, bete einfach mal für eine spezielle Gruppe von Menschen. But either way, you begin with prayer. Aber so oder so, du beginnst mit Gebet. But then the second practice is listen. Die zweite Übung ist zuhören. Here's the problem. Christians have become more known for their talking than they have for their listening. Das Problem ist, dass die Christen viel mehr dafür bekannt sind, dass sie reden, als dass sie zuhören. And before we can ever reach a person or restore a place, we have to have a relationship with them, and have a relationship requires that we listen to them. Bevor wir eine Gegend erreichen können, brauchen wir eine Beziehung, und eine Beziehung erfordert es, dass wir zuhören. One of our church planters in Chicago used this exact discipline. Einer von unseren Gemeindegründern in Chicago hat genau diese Disziplin, diese Übung verwendet. When he moved to the neighborhood, he would go to this local cafe and he would just pray and just try to listen to his community. Und als er da hingezogen ist in die Gegend, dann hat er sich ins Café gesetzt immer wieder, hat einfach gebetet und hat gehört, was da abgeht. And one of the things he noticed as he was sitting in the cafe is that every day people would just walk like this on their way to work. Und während er da in diesem Café saß, ist ihm was aufgefallen, nämlich, dass die Leute immer so vorbeigelaufen sind auf ihrem Weg zur Arbeit. He actually called, he said it was like the march of the zombies. Er sagte, die laufen da rum wie Zombies im Prinzip.
And as he was praying and he was listening, observing, listening to his community, he began to think, what could I do to reach people who seem like, so downtrodden? Und während er also dann betete für seine Gegend da, dann sagte er, was kann ich dafür tun, um diese Leute zu erreichen, die so niedergeschlagen aussehen? And God gave him this idea of, what if he began to write positive messages on the sidewalk with chalk? Und Gott gab ihm die Idee zu sagen, wie wär's, wenn du positive Botschaften so auf den Bürgersteig irgendwie schreiben würdest? And here's Rich to tell his story. Und hier ist er und erzählt seine Geschichte. We started coming down to this cafe and really just praying for people, praying for God to break our hearts for the people of this neighborhood. And one of the first things we noticed is that as people were coming to work in the mornings, people walking to the red line, that they just really looked defeated. It almost looked like the zombie parade, people going to work in the morning. And we just really felt this, we felt like it was God just telling us that he wanted to encourage these people. Instead of just being passive observers of their day, to be active participants in creating some kind of good in their workplace, in their schools, wherever it is that they were going. And we came upon the idea of sidewalk chalk. We went out the first night and it was fun. We had a good time. Had no idea what was going to happen with it. And then we decided to go out again the next week. And so that next week we went out. Cops stopped us. Actually, a group of cops stopped us at one time, thinking that we were tagging with spray paint. When we explained to them what we were doing, they actually thanked us for doing that and said that it was just a great thing. The neighborhood loves this. It's encouraging people and it's really good. And there's such bad news everywhere. People need to hear some good news. I remember one night we were talking and a girl came off the red line at the Bryn Mawr stop and she stopped us and asked why we were doing what we were doing. And we told her we're part of a new church in the neighborhood, and we just believe that God wants to encourage people. And she told us that the chalking had been one of the most significant things in her life over the last couple of months. And that kind of puzzled me a little bit, and I asked her, well, why has this been so significant? And she told us that her father had just recently died, and this is probably the most challenging time of her life, and that she has to be strong, and the chalking reminds her that she can be strong during this time. And she actually takes pictures of the chalking and puts it on her desktop at work so that she can remember that there's a source of strength for her, and we know that source of strength is God. And for those of us who are chalking, those are profound moments of just realizing what God's doing in it and what God's doing through it and how he's impacting people every single day. We're encouraged and excited to see how God will continue to use Chalk the Block to help people find their way back to him. I don't know if you caught that one part, but Rich explained that they actually had people who would take pictures of it, non-believers take pictures of those encouraging messages, and they would rely on them to encourage them and give them hope throughout the week. Ich weiß nicht, ob ihr das alles so mitgekriegt habt, aber es war tatsächlich so, dass Leute diese Botschaften fotografiert haben und sie immer wieder angeschaut haben und gesagt haben, das gibt mir Hoffnung, Ermutigung für die ganze Woche. And on a lot of the messages, they would actually leave a hashtag Chalk the Block. Und an manchen Sachen haben sie so einen Hashtag Chalk the Block, also bekreide den Block. And people would do a search on it. They would find our church, and we actually had people who had come to church because of that, and even people who came to Jesus and were baptized. Und da konnten Leute dann danach suchen und haben unsere Gemeinde gefunden und kamen zur Gemeinde und wurden dann auch getauft zum Schluss. But the thing I want you to remember is it starts with you begin with prayer and then you listen. Aber ich möchte euch daran erinnern, es beginnt im Gebet und dann damit, dass du zuhörst. Rich didn't go out in the street corner and start preaching to everybody. No, he listened to his community. Dieser Rich ist nicht einfach an die Straßenecke gestanden und hat angefangen zu predigen, sondern er war da und hat zugehört. Jesus does the exact same thing in Luke 18. In Lukas 18 macht Jesus genau dasselbe. He doesn't assume that the blind man wants to see, but instead he asks him, "What do you want me to do?" And then he listens to him. Da ist dieser blinde Mann und Jesus nimmt nicht einfach an, dass er sehen will, sondern er fragt ihn, was möchtest du, dass ich für dich tun soll? It was the inventor of the stethoscope who told doctors, if you will listen to your patients, they will tell you how to heal them. Der Erfinder des Stethoskops hat seinen Doktoren, die er ausgebildet hat, gesagt, hey, wenn du deinen Patienten zuhörst, dann werden sie dir
sie dir sagen, wie du sie heilen kannst. All right, so through prayer, God gives you the person or the place that he wants you to reach. Und im Gebet gibt Gott dir den Ort, von dem er möchte, dass du ihn erreichst. And then you listen to that person or you listen to that place. Und dann hörst du auf diese Person oder auf diesen Ort. And this next one's my favorite, and E stands for eat. Und das nächste ist mein Lieblingsteil hier. Der dritte Punkt heißt E wie Essen. How many have the spiritual gift of eating? Wie viele von euch haben die Geistesgabe Look at des Essens? That's the most enthusiasm I've seen so far. Ja, so enthusiastisch habe ich euch noch nie gesehen bis jetzt. But this is something we're all experts at, right? Ja, das machen wir alle gerne, oder? I have a couple in our church, Rudy and Amber. Ich habe ein Ehepaar in unserer Gemeinde, Rudy und Amber. And like many of us, they didn't know any of their neighbors. Und wie viele von uns, die kannten eigentlich kaum jemand von ihren Nachbarn. And so when we introduced these blessed practices, they began to pray and they also began to listen to their neighborhood. Und als wir dieses Bless-System eingeführt haben, haben sie auch angefangen, für ihre Nachbarschaft zu beten. And one of the things they began to do is they would take their grill, their barbecue, and they'd pull it out the front of their driveway every Tuesday night. Und eine Sache, die sie dann gemacht haben, sie haben ihren Grill genommen und jeden Dienstagabend haben sie ihn rausgeholt und ihn vorne auf die Straße gestellt vor ihr Haus. And they lived on like a cul-de-sac, a circle. Und dann haben sie einfach so einen Kreis drumherum gestellt. And they would invite everybody, all the houses in the circle, to come on over for the barbecue. Also sie haben in so einem Block gewohnt, in so einem Kreisstraße irgendwie, und haben diesen ganzen Block eingeladen, zum Grillen zu kommen. And for the first 4 weeks, they'd have like one family or nobody show up. Und in den ersten paar Wochen kam 0 bis 1 Familie vorbei. But they kept doing it week after week, and pretty soon the whole neighborhood was showing up in their driveway. Aber sie haben immer weitergemacht, jede Woche wieder neu. Und irgendwann kam die ganze Nachbarschaft und this war is in ihrer Auffahrt. And this is a tremendously diverse economically and ethnically neighborhood. Und das ist eine Gegend, da gibt es ganz gewaltige soziale, ökonomische Unterschiede zwischen den Leuten. And they said the whole experience was amazing because people started sharing like relational struggles, even financial struggles with each other. Und was da passiert ist, war außergewöhnlich, weil die Leute haben angefangen, über sogar ihre finanziellen und sonstigen Probleme miteinander sich auszutauschen. And they started to become like friends. Und haben sich Freundschaften entwickelt unter ihnen. And Rudy and Amber will tell you it's only a matter of time till some of those people find their way back to God. Und Rudy und Amber sagen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis einige von diesen Leuten ihren Weg zurück zu Gott finden werden. And again, I think this is what Jesus did. Und nochmal, das ist das, was Jesus getan hat. Over and over again, like in Matthew 9, you see Jesus eating with tax collectors and sinners. Immer und immer wieder. Zum Beispiel Matthäus 9, da seht ihr, wie Jesus mit den Zöllnern am Essen ist. And one of the things I love about this, about the eating part, is you don't have to add anything extra to your schedule. Und wisst ihr, was das Gute ist an diesem Essen? Du musst da keinen neuen Termin in deinen Kalender hinzufügen. I mean, if you eat 3 times a day, you're already eating, 21 times a week. Denn wenn du 3-mal am Tag isst, dann isst du also automatisch schon 21 Mal in der Woche. So the question becomes just how do you include people in those meals? Dann ist also nur noch die Frage, wie kannst du Leute damit einbeziehen in diese Essenstermine, die du sowieso hast. Lance Ford wrote this in his book, Right Here, Right Now. Lance Ford hat ein Buch geschrieben, das heißt Gerade hier und gerade jetzt. He said, sharing meals together on a regular basis is one of the most sacred practices we can engage in as believers. Er sagt, miteinander zu essen ist eine der heiligsten Übungen, die wir zusammen tun können als Gläubige. Missional hospitality is a tremendous opportunity to extend the kingdom of God. Missionale Gastfreundschaft nennt er es. Es ist eine wahnsinnige Möglichkeit, um das Reich Gottes auszubreiten. And I love this next line. He says, we can literally eat our way into the kingdom of God. Ich liebe diese nächste Zeile. Er sagt, wir können unseren Weg ins Reich Gottes hineinessen. So we begin with prayer. Also wir fangen an mit Gebet. And then we listen. Und dann hören wir zu. And then like we do with any relationship we want to develop, we eat and we share meals. Und dann tun wir es wie mit allen Beziehungen, die wir machen. Wir essen miteinander. And here's the thing, after you do that, if you pray and you listen and you have meals with people, und dann, here's what will happen next. Wenn du das tust, wenn du betest, wenn du zuhörst, wenn du mit Menschen isst, dann wird Folgendes passieren. You will discover how to serve those people. Dann wirst du entdecken, wie du diesen Menschen dienen kannst. Because they'll tell you. Weil sie werden es dir sagen. You'll become friends with them. Du wirst Freundschaften mit ihnen aufbauen. One of a favorite story of mine is told by Michael Frost. Eine von meinen Lieblingsgeschichten wird von Michael Frost erzählt. And he tells about these American missionaries that went to a remote people group in India. Er erzählt von amerikanischen Missionaren, die zu einem ganz entfernten Volksstamm irgendwo in Indien hingegangen sind.
And these American missionaries, they showed up with kind of the way Americans do, with all their great ideas. Und sie sind da aufgetaucht, so wie es die Amis öfters tun, mit ihren ganzen großartigen Ideen. And they actually sat down over a meal to talk to these Indian leaders there. Und sie haben sich dann beim Essen mit diesen Leitern von den Indern da unterhalten. And they began to say, so how can we serve you? Und ihnen die Frage gestellt, wie können wir euch dienen? And they said, we have lots of different things. We have resources. We could build you a school. We could build a hospital. We could build a church. How can we serve you? Wir könnten eine Menge für euch tun. Wir haben große Ressourcen. Wir könnten euch ein Krankenhaus bauen, eine Schule. Was können wir für euch tun? And they said, could you get us a mailbox? Und sie haben gesagt, könnt ihr uns einen Briefkasten installieren? The Americans were pretty sure that the Indian people didn't understand, so they went again and said, no, well, we could actually build a whole church building or a great school or a community center or a hospital. We got lots of dollars that we could bring your way. How could we serve you? Und die Amis waren ziemlich sicher, dass sie da was falsch verstanden hatten. Und sie sagten, hey, ihr habt es nicht verstanden, wir können euch eine Schule bauen, ein ganz neues Gemeindegebäude, wenn ihr wollt. Wir haben haufenweise Dollars dabei. Was braucht ihr? And again, the local leader said, well, we really would like to have a mailbox. Und die Leiter da vor Ort sagten, ja, wir wollen einen Briefkasten. And the American leaders were shaking their head. They were frustrated. They couldn't understand. Die Amis, die waren frustriert, die haben mit dem Kopf geschüttelt, die haben es nicht verstanden. They finally asked, we can do so much. Why do you just want a mailbox? Und sie haben dann gefragt, wir können so viel tun, warum wollt ihr jetzt unbedingt nur einen Briefkasten? And they went on to explain, if you can get us a mailbox, that will actually get us a postal address, which will get us registered with the government, and we can have all the programs that the government offers everybody else, but we never got. Sie sagen, wenn ihr hier einen Briefkasten uns hinbekommt, dann bekommen wir auch eine Postleitzahl, dann werden wir bei der Regierung registriert und dann können wir alle Programme abrufen, die die Regierung für uns hat. A mailbox will actually get us on the map. Durch einen Briefkasten erscheinen wir endlich auf der Landkarte. But they never would have known that if they hadn't prayed, listened, eat, and then ready. Here's how you can serve us. Aber das hätten sie nie herausgefunden, wenn sie nicht gebetet hätten, zugehört, mit ihnen gegessen und dann diese Frage gestellt haben, wie können wir euch dienen? And then the last S is story. Und das letzte S, Story, die Geschichte. After you've prayed, after you've listened, after you've eaten with people, and then you served them, then you'll have earned the right to tell them your story and how Jesus has changed your life. Wenn du gebetet hast, zugehört, mit Leuten gegessen und ihnen gedient, dann hast du sozusagen das Recht verdient, auch deine Geschichte mit ihnen zu teilen. And please hear me on this. I think proclamation is really important. Und bitte versteht mich richtig, ich glaube, dass Proklamation wirklich wichtig ist. I just think it's more effective if it's not first. Aber ich glaube einfach, dass es mehr effektiv ist, wenn wir nicht damit anfangen. Now, if you're like me and you see these blessed practices here, you're going like, oh, I bet I could probably do that in a couple days. Und wenn du so bist wie ich und du siehst diese Bless-Übung hier, dann sagst du, oh, ich glaube, ich kann das ein paar Tage lang tun. You know, you want to kind of check it off your list. You're very task-oriented. Denn du würdest es gerne dann von deiner Liste wieder abhaken können, wenn du es mal ein paar Tage gemacht hast. Well, we think it's a funny video about how it takes more than a minute to bless somebody. Und wir haben noch ein ziemlich witziges Video, da geht es darum, dass es eben mehr braucht als ein paar Minuten, um jemanden zu segnen. We'll see what you think. Hey, my name is Alec Bramlett. We're coming to you live from Anderson's Bookshop. We're going to play a new game called Bless in a Minute or Less. And I'm the host, actually the contestant, and, well, the audience kind of too. So let's go inside, check it out. Okay, so we're here inside Anderson's Bookshop, and I guess we got to be kind of quiet because it is a bookshop. Or is that just libraries? I'm not sure. Anyway, we're going to play the new game, Bless in a Minute or Less. And it looks like this guy right here is someone we could talk to. Hi, sir. What's your name? Tayshawn. Well, do you want to play Bless in a Minute or Less? Sure. All right, let's go play. All right, Tayshawn, here's how the game works. I'm actually the contestant. You're just going to watch. But I do need you to help. You're going to be the timekeeper because I'm going to try and bless you in a minute or less. All right? So don't let me go over 60 seconds. I have 60 seconds or less to bless you. All right? We're doing one of those new cross-stitch things, you know, where each letter stands for something. It's like, what is it, an acrostic? It's like, no, it's like an anagram, an angiogram. So I'm going to try and do each letter of the word bless in a minute or less. Ready? All right, start the time. Boom. Okay. Say something. I'm listening.
I'm here for you. Okay, good, done, got it. All right. Look. It really does satisfy. But, here, okay. Yeah, we can start eating it. Go ahead, eat it. Yeah, eat the whole thing. Sure. How does it taste? Is there anything else I can bring you? Okay, good. Got it. All right, down there. Once upon a time, good night, moon, the end. Done. What's my time? How'd I do? We did it! We did it! Yes! I want to thank you, Tayshawn. I want to thank Mr. and Mrs. Anderson. I want to thank the Easter Bunny. Hey, my name is Alec Bramlett. We're coming. Wow. All right, Let's go. We like to have fun with that. Let me wrap up with this. So these blessed practices, this was something that I knew if I was going to ask other people to do it, and this is an important leadership principle, I had to do it myself. Und auch bei diesen Blessübungen gilt wieder das Gleiche. Wenn ich möchte, dass andere das tun, muss ich es erstmal selber machen. And so specifically, and this goes back probably 3 or 4 years ago now, I began for the first time actually intentionally praying for my neighbors. Und es ist jetzt 3 oder 4 Jahre her, da habe ich tatsächlich zum ersten Mal wirklich bewusst angefangen, für meine Nachbarn zu beten. I mean, when we planted the church, I was really diligent about that. But after the church got to be a certain size, I got really involved in all kinds of church work. Also damals, als wir angefangen haben, unsere Gemeinde zu gründen, habe ich natürlich auch sehr eifrig gebetet, aber dann bin ich in der Zwischenzeit mit allen möglichen Gemeindetätigkeiten beschäftigt worden. But if I wanted all my people to also be on mission, I knew I had to be. Aber wenn ich möchte, dass meine Leute in der Mission unterwegs sind, dann wusste ich muss es auch sein. And so I did. I began to pray for my neighbors, specifically, the people just the houses right around where we live. Und deswegen habe ich angefangen, für meine Nachbarn zu beten, ganz besonders genau die Häuser direkt neben uns. And my wife and I, we became much more intentional about trying to build relationship with them and listening to them and eating together. Und auch meine Frau und ich haben dann viel bewusster angefangen, die Beziehung zu ihnen aufzubauen, zuzuhören und miteinander zu essen. We began to have them over to our house. Und wir haben sie eingeladen in unser Haus And they zu kommen. invited us to their house. Und sie haben uns zu sich eingeladen. When there were holidays, like at Christmas time, we'd get together for dessert. Zum Beispiel auch an speziellen Feiertagen, da haben wir uns getroffen, um gemeinsam einen Nachtisch zu essen. Or we'd go to Christmas activities together in the community. Oder wir haben irgendwelche Weihnachtsveranstaltungen gemeinsam besucht. At Halloween, we would do kind of like my friends do. We'd pull a thing out on our driveway and we'd give out treats to all the kids and we'd do it all together. Und zum Beispiel haben wir dann auch gemeinsam so Süßigkeiten besorgt und uns an die Kinder in der Nachbarschaft verteilt. And there were trips to Starbucks. But in short, what happened is und Besuche bei Starbucks zusammen. Und we became friends. Um es kurz zu machen, wir wurden Freunde. And there was a moment that I don't think I'll forget. Und es gibt einen Moment, den ich glaube ich nie vergessen werde. And I was out walking our dog Cody. Und ich bin mit unserem Hund spazieren gegangen. And I don't normally talk about our dog Cody. Our dog's kind of a family secret. Okay, ich rede sonst eigentlich nicht so viel von unserem Hund. Das ist so eine Art Familiengeheimnis. We have shared custody of this dog. Wir teilen uns die Aufsicht über den Hund. Does that make sense in German? Yeah? Ja. Okay. And so we keep him some of the time, but then we have a friend Dale who also keeps him some of the time. Wir haben ihn eine Zeit lang und dann haben wir einen Freund Dale, der passt auch eine Zeit lang auf den Hund auf. We leave the dog at Dale's when we go on vacation, but Dale loves this dog. Also wenn wir im Urlaub sind, dann hat Dale den Hund und er liebt ihn wirklich. Dale would let him sleep with him. Der lässt ihn bei sich im Bett schlafen. Dale would feed him steak. Der füttert ihn mit Steaks. I mean, just spoil him. Er verwöhnt ihn so richtig. And so then when Cody would come back to our house, he would walk in the house, and the dog looked depressed. Und wenn Cody dann zurückkommt zu uns nach Hause, dann kannst du es richtig sehen, er sieht richtig deprimiert He aus. would like walk over to his bed, and he'd sit in his bed and goes, "This place sucks." Ja, er kommt rüber, setzt sich in sein Körbchen und macht so eine Miene, weil dieser Platz ist echt Mist. I don't know why I'm telling you this. Ich weiß nicht, warum ich das erzähle. But anyway, so I'm walking Cody. Also ich war mit Cody unterwegs. And my neighbor Dana happens to be out on the sidewalk. Und mein Nachbar ist eben draußen auf dem Bürgersteig unterwegs. Dana heißt sie. And at that point, we'd lived in the same neighborhood about 8 years. Und zu dem Zeitpunkt haben wir da schon 8 Jahre gelebt.
And Dana had been recently diagnosed with cancer and had gone through chemo. Und Dana hatte zu dem Zeitpunkt Chemotherapie bekommen, weil man Krebs festgestellt hat. But now we were friends, different than maybe 2 years before. Aber wir waren jetzt schon Freunde, anders als 2 Jahre vorher. And out of the blue, she kind of stops me and we have this conversation. Und sie hält mich an und wir haben ein Gespräch. She said, hey, Sue, your wife said you were thinking about writing a book called Finding Your Way Back to God. Hey, sagte sie, deine Frau hat mir erzählt, du denkst nach, darüber ein Buch zu schreiben, was sich nennt, den Weg zurück zu Gott finden. And then she said, did you ever write that book? Und sie fragte dann, hast du das denn schon geschrieben? And truthfully, I didn't know she even knew I wrote any books. And at that point, I hadn't, and I said, no, not yet. Und ich wusste nicht mal, dass sie weiß, dass ich überhaupt Bücher schreibe. Und ich sagte dann, nein, leider noch nicht. And I said, I mean, I'd like to someday, but why do you ask? Ich würde das Buch sicher gerne mal schreiben, aber warum fragst du? And then she said, I just kind of feel like that's what I need. Sie sagte, ich habe einfach das Gefühl, das ist genau das, was ich brauche. And you could see her kind of getting quiet and emotional. And then she says to me, she said, Dave, I'm afraid of dying. Und sie wurde ziemlich still und du hast es gemerkt, es wurde emotional. Und sie sagte zu mir, weißt du, Dave, ich habe Angst zu sterben. And at that point in time, I'd lived in that neighborhood for 8 years, next door to those people, but that was probably the first serious spiritual conversation I'd ever had with her. Und ich lebte da schon 8 Jahre in dieser Nachbarschaft, aber das war sozusagen das erste wirklich ernsthafte, tiefgehende Gespräch, was wir hatten. And I tell you that both repentant but also grateful. Repentant but also grateful for the opportunity to have that conversation. Okay, und das hat mich auf der einen Seite zur Buße gebracht, dass es so lange gedauert hat, auf der anderen Seite hat es mich unheimlich dankbar gemacht. Well, that was probably about 2 or 3 years ago, and das war ungefähr vor 2 bis 3 Jahren. And one of the things that I do in my journal, there's a whole column of people here. Und eine Sache hier in meinem Tagebuch, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die And right at the top, I continue to pray for Dana and her husband. Und ganz oben auf dieser Liste stehen Dana und ihr Mann. There's a whole bunch of parents from my son's cross-country team that I pray for. Und eine ganze Menge Eltern aus dem Team von meinem Sohn. And we actually had a Christmas event at our church because we've built relationships with them now. We invited 28 of them to a Christmas event, and they all came, and we went out for pizza afterwards. Und wir hatten so eine Weihnachtsveranstaltung bei uns in der Gemeinde. Wir haben 28 von denen eingeladen und die kamen alle und wir sind hinterher noch Pizza essen gegangen. And I pray for all the waiters and waitresses at a local place where I eat breakfast. Und ich bete hier auch für all die Bedienungen in dem Platz, wo ich immer frühstücke. And some of them now have even started coming to church. Und einige von denen kommen jetzt schon zur Gemeinde. And I could go on. Und ich könnte noch weitermachen. So what we did then is we took those missional practices and we said, okay, everybody, do one of these every day, whatever one you want. Just even praying for somebody, that counts. Do one of these every day. Und also wir nehmen diese 5 missionalen Übungen und wir sagen unseren Leuten, mach eins davon jeden Tag, eins von diesen 5. Auch wenn du nur betest, dann bete für jemand. And then in your groups, ask, who did you bless this week? Und dann fragt euch in euren Gruppen, wen habt ihr diese Woche gesegnet? And we spent 2 years focusing on, okay, how do we get all of our leaders, key influencers, staff doing this, so 20% doing this, and they all did it. Und wir haben also 2 Jahre damit zugebracht, uns auf unsere Schlüsselpersonen, unsere Leiter zu konzentrieren, die obersten 20%, bis sie das alle wirklich gemacht haben. And after we got them doing it, we said, okay, now let's try to train the other 80% of our church. Und nachdem sie das alles gemacht haben, haben wir gesagt, so, und jetzt lasst uns versuchen, das zu übertragen auf die anderen 80%. And I know Alan promised 80%, but we're now close. Ich weiß, Alan hat versprochen, die 80% steigen ein und wir sind jetzt nah dran. We now have more than 75% of our people that are in missional groups. Wir haben jetzt 75% unserer Gemeinde, die in solchen missionalen Gruppen sind. And that same percentage of people actually have a written mission statement and they use these blessed practices. Und diese Leute haben tatsächlich ein aufgeschriebenes Missionsstatement so für sich und sie verwenden diese 5 Bless-Übungen. And I think we still got a long ways to go, but we're making real progress. Wir haben immer noch ein Stück zu gehen, aber ich merke, dass wir wirklich Fortschritte machen. And so if you have a group of people that you want to help mobilize them for the mission, und wenn du eine Gruppe von Leuten hast, die du mobilisieren möchtest für Missionen, give them a crystal clear understanding of the mission. Gib ihnen ein kristallklares Verständnis von der Mission. And then to give them a clear, simple set of missional practices that they can use. Und dann gib ihnen ein einfaches Set von Übungen, von Sachen, die sie umsetzen können. Thank you. Dankeschön.
Wir sagen auch Danke. Da gibt es keine Fragen zu stellen. Das gilt es einfach umzusetzen, oder? Thank you very much. Oh, okay. Wir haben ja morgen noch Zeiten, wo wir Fragen stellen können, wenn noch was. Ich möchte gleich überleiten und bitten, dass Dave kommt, so gar nicht viel Zeit nehmen, und Lars Kottkamp. Lars Kottkamp ist Pastor in Heilbronn und ich möchte ihm auch mal danken für die hervorragende Übersetzung. Vielen herzlichen Dank. So, bitte kommt doch. It's your time. Guten Morgen. Dobro jutro svim našima. I have to tell you that I come to you this morning, I'm really encouraged. Als ich heute hergekommen bin, ich war richtig ermutigt. I've had several conversations with several of you leaders here. Ich hatte einige Gespräche mit einigen von euch Leitern hier. And the breakfast I just came from actually was very motivating. Und das Frühstück, was ich gerade hatte, da komme ich jetzt richtig motiviert her. I'm hearing the stories of life change, I'm hearing the stories of growth, and I'm hearing the stories of multiplying and reproducing. Und ich höre Geschichten davon, wie Leben verändert werden, wie Wachstum geschieht, wie sich Dinge multiplizieren. And I told the group that I was having breakfast with this morning about my own experience. Und ich habe dieser Gruppe, mit der ich heute gefrühstückt habe, von meinen eigenen Erfahrungen berichtet. And I have to believe that what we're seeing here is maybe just not far behind what we've experienced over the last decade or so. Und ich glaube einfach, das, was ich jetzt gerade hier sehe, ist nicht sehr viel anders wie das, was wir vor ungefähr 10 Jahren bei uns erlebt haben. The very first time that any group from the United States assembled around the topic of multiple sites actually occurred on what turned out to be a historic but tragic day was 9/11. Okay, der Tag, an dem sich zum ersten Mal bei uns in Amerika eine Gruppe von Leuten versammelt haben, um dieses Thema von Multiplikation und Multisite zu besprechen, war ein sehr tragisches Datum, nämlich der 11. September. And there were groups of churches from all over the country that actually came to Community Christian Church to discuss this topic of multi-site. Es waren wirklich Gruppen aus allen möglichen Kirchen in unserem Land, die zu uns nach Community kamen, um über dieses Thema Multisite zu sprechen. Some of those churches you might even be familiar with. Und einige von diesen Gemeinden kennt ihr wahrscheinlich. Like Seacoast Church. Zum Beispiel Seekers Gemeinde. Life Church. Life Church. North Coast Church. North Coast, okay. Willow Creek. Willow Creek. And North Point and others just like that. But none of those churches at that point in time had gone to multiple locations. Aber von diesen ganzen Gemeinden war zu diesem Zeitpunkt noch niemand eingestiegen in Multisite. And we kind of came together for the very first time to talk about that possibility and learn from one another. Und wir sind einmal zusammengekommen, um über diese Möglichkeit zu reden und voneinander zu lernen. And that was 15 years ago. Das war jetzt vor 15 Jahren. And from that handful of churches that started to go multi-site, there are now in the United States more than 8,000 multi-site churches. Und von dieser Handvoll Gemeinden, die sich damals für Multisite interessiert haben, haben wir jetzt über 8,000 Gemeinden, die Multisite leben in den Staaten. And I see that same conversation, I think, beginning here. Und ich sehe genau jetzt hier, wie die gleichen Art von Gespräche hier starten. And that same kind of potential. Und ich sehe das gleiche Potenzial. And let me make a second observation. Eine zweite Beobachtung. If you will reproduce micro. Wenn du auf der Mikroebene dich reproduzierst. I'm talking about if you will really focus and reproduce on leaders and artists and groups and teams. Ich meine damit, wenn du dich darauf fokussierst, Leiter, Künstler und Teams zu reproduzieren. In time, you will also reproduce macro, campuses and new churches. Und dann wirst du mit der Zeit von selber auch auf der Makroebene reproduzieren. Standorte und ganze Gemeinden. And because some of you are beginning to talk about this and some of you are now thinking ahead to this, I want to spend our time together talking about multi-site. Und einige von euch reden jetzt schon darüber und sie denken schon mal voraus über dieses Thema Multisite. And since we only have about 30 or 40 minutes together, I wanted to kind of concentrate it as much as I can to give you as much information as quickly as I can. Weil wir jetzt nur so 30, 40 Minuten miteinander haben, möchte ich versuchen, das richtig zu konzentrieren und so schnell wie möglich und konzentriert wie möglich weiterzugeben. So as leaders, as you start to think about this topic of multiple locations for a church, here are some of the most important questions you need to ask yourself. Und wenn ihr als Leiter darüber nachdenkt, ob ihr Multisite gehen wollt, dann kommen jetzt hier die 7 wichtigsten Fragen, die ihr dafür beantworten müsst. And let me give you, we'll say 7 or 8 of these questions.
Ja, also 7 oder 8 von diesen Fragen möchte ich euch jetzt geben. Here's the first question. The first question is a dream question. And the question is this, what is your dream? Die erste Frage, was ist dein Traum? The first question I almost always ask people when I'm consulting them about multi-site is, how many sites do you want? How big is your dream? Und die erste Frage in so einem Beratungsgespräch über Multisite, die ich stelle, ist immer, wie groß ist dein Traum? Wie viele Standorte wollt ihr denn? Because if you tell me your dream is to have 2 or 3 sites, then the answers are pretty straightforward and pretty simple. Denn wenn du mir dann sagst, wir möchten so 2, 3 Standorte haben, dann sind die Antworten relativ einfach und geradlinig. But if the aspirations are for 4 sites or more, then it gets a little more complicated, a little more complex. Aber wenn ihr 4 oder mehr Standorte beginnen wollt, dann werden die Sachen gleich viel komplizierter. Or if you begin to think about 10 sites or more, then you have to think about systems and continual reproduction. Und wenn ihr dann über 10 Standorte und mehr nachdenkt, dann müsst ihr über Systeme nachdenken und über dauerhafte Reproduktion. One of the guys that in my early days always pushed me to dream bigger was a guy by the name of Lyle Schaller. Ja, einer, der mich in meinem Anfangsstadium immer richtig gepusht hat, das ist Lyle Schaller. Is that a name that's familiar to anybody here? Kennt ihn jemand hier? Okay, a few people. He was a prolific writer about church life in America. Er war ein sehr profilierter Schreiber über Gemeindeleben in Amerika. And whenever Lyle would see me, he'd come up to me and he'd poke me in the chest. Und immer, wenn er mich gesehen hat, hat er mich so angestupst. And he'd say, you know what your problem is, Dave? Und er sagte zu mir, weißt du, was dein Problem ist, Dave? I have a bigger dream for your church than you do. Ich habe einen größeren Traum für deine Gemeinde, als du selber hast. And it was kind of annoying. Und das hat mich so ein bisschen geärgert. And maybe I'm being a little annoying to you with this dream big stuff. Und vielleicht ärgere ich euch auch so ein bisschen mit diesem Träume-Groß-Zeug, was ich hier erzähle. But every time he'd poke me in the chest, it was like my dream for my church would get a little bigger. Aber jedes Mal, wenn er so zu mir kam und mich angestupst habe, dann wurde mein Traum für meine Gemeinde ein bisschen größer. And so if you asked our leadership team, and we're actually going to meet next week when I get back to Chicago. Und wenn du jetzt mein Leiterschaftsteam fragen würdest, wir treffen uns nächste Woche, wenn wir zurückkommen. If you ask them what our dream is for Chicago, they would tell you, we would love to someday have 200 locations. Wenn ihr sie fragen würdet, würden sie sagen, wir würden eines Tages gerne 200 Standorte haben. So start with that. The first question about, I think, multi-site, you have to answer the question, what is your dream? Also die erste Frage, die du beantworten musst, ist dieses, wie groß ist dein Traum? Then the second question that comes right after that, and if you will, allow me to kind of steal some language from the business world. Und die zweite Frage ist jetzt, und jetzt erlaubt mir mal ein bisschen Sprachgebrauch aus der Geschäftswelt zu stehlen. I think the question you have to ask is a branding question, and that is this. What is essential to your brand? Und die Frage ist, was ist entscheidend für eure Marke? Now when I ask that, let's think about McDonald's. Wenn ich jetzt diese Frage stelle, nehmen wir mal zum Beispiel McDonald's. When McDonald's opens up a new location, at least in the United States, they may have a playland or they may not, but they will always have hamburgers. Okay, und wenn die jetzt einen neuen Standort aufmachen in Amerika, dann haben die da vielleicht so ein Spielland dabei oder nicht, aber was sie mit Sicherheit haben, sind Hamburger. Because hamburgers are essential to McDonald's brand. Denn die Hamburger sind einfach grundlegend für die Marke McDonald's. When Starbucks opens up a new location, they may or may not have a drive-through, but they will always have coffee. Und wenn Starbucks einen neuen Standort aufmacht, dann gibt es da vielleicht einen Drive-In oder auch nicht, aber sie werden mit Sicherheit Kaffee haben. Because coffee is essential to their brand. Denn Kaffee ist einfach grundlegend für ihre Marke. And so as a church, you have to ask the question, what are the things that are essential to our church brand and what things are optional? Und du als Gemeinde musst dir die Frage stellen, welche Dinge sind einfach essentiell für unsere Gemeindemarke und welche Dinge sind optional. So at Community, we say, when we start a brand new site, the following things are essential to our brand. Und wir als Community, wenn wir einen neuen Standort beginnen, dann sagen wir, folgende Dinge sind entscheidend. We have to have a celebration service. Wir müssen einen Gottesdienst haben. We have to have adult small groups. Wir brauchen Kleingruppen für Erwachsene. We have to have our children's ministry, we call it Kids City. Wir haben unseren Kinderdienst genannt Kids City. And then we have to have hospitality. Und wir müssen Gastfreundschaft haben. Those things are essential to our brand. Die sind für unsere Marke einfach grundlegend. And you have to ask the same question about your church. Und das musst du für deine Gemeinde selber dich fragen, die gleiche Frage. Now at some of our locations, we have a support and recovery ministry. In manchen von unseren Standorten gibt es auch so eine Unterstützungs-Seelsorge-Dienst. At some of our campuses, we actually have a really nice cafe. In manchen von unseren Standorten gibt es richtig schöne Cafés. At some of our campuses, we even offer arts lessons. Oder wir bieten dann Musik- und Künstlerschulen an. But we've made the decision, those things aren't essential to our brand. Aber wir haben entschieden, die Dinge sind nicht grundlegend wichtig für unsere Arbeit. So when we start a brand new campus, it's only those 4 things that we have to have.
Wenn wir also einen neuen Campus starten, dann sind es diese ersten 4 Dinge, die müssen wir haben. And so that second question is, what's essential to your brand? Also die zweite Frage, was ist entscheidend für deine Marke? Here's a third question you have to ask yourself. Dritte Frage, It's an organizational question. hier geht es um die Organisation. And what is your organizational design? Was ist euer organisatorisches Konzept? Now, if your dream is to have 2 or 3 sites, then I would answer this one way. And if your dream is to have 4 or more sites, I would answer it a different way. Da gibt es einen Unterschied. Wenn du von 2 oder 3 Standorten träumst, dann würde ich das auf die eine Weise beantworten. Wenn du mehr willst, dann musst du dann ein anderes Konzept haben. Let's go ahead and put this up here. Lass uns mal die Grafik sehen, bitte. What I would encourage you, if you think about multiple locations, Was ich dich ermutigen würde, wenn du über Multisite nachdenkst, take the silos of your ministry that are kind of like maybe it's adults, students, kids, or maybe it's celebration service and business and then programming. Take those first of all. denk erstmal über diese Säulen von deinem Dienst nach, sei es jetzt Kreativdienst, Kinderdienst, Programm, Gottesdienste, wie auch immer. And you're probably, as one church, already organized in some way like that with some simple silos. Here's the different ministries. Und auch schon als einzelne Gemeinde bist du wahrscheinlich irgendwie so organisiert anhand von diesen unterschiedlichen Diensten. And I would keep all the authority running north and south. All the authority still rests in those silos, in those ministries. They're kind of the bosses. Und ich würde die Autorität einfach innerhalb von diesen Säulen auch organisieren. But then as you add another campus, just think about adding a lateral process across that. Und wenn du jetzt mehrere Standorte aufmachst, dann leg doch einfach noch so eine horizontale Linie darüber. So you have a campus pastor who goes this way, and a campus pastor this way, and a campus pastor this way. Campuspastoren, die in dieser horizontalen Ebene dann noch reinspielen. And while they may not necessarily early on have the authority, they do have what I would call influence. Und auch wenn sie jetzt nicht diese Weisungsbefugnis haben am Anfang, haben sie doch Einfluss. And what we did at Community is our campus pastors were actually part-time, and then the ministry directors would be full-time. Und bei uns war es oft so, die Campuspastoren waren Teilzeit beschäftigt, aber die Leiter dieser Dienste Vollzeit. And some of the ministry people were actually also campus pastors. They would work both roles. Und manchmal waren sie beides, waren diese Dienstleiter auch gleichzeitig Campuspastoren. So kind of take that in. If you have questions about that, we can talk about that a little later. Wenn ihr da noch Fragen zu habt, können wir später darüber reden. Now, if your dream is, no, I want to have 4 sites or more, it does get a little more complicated, and here's what we did. Und wenn jetzt dein Traum aber etwas größer ist als 4 und mehr Standorte, dann wird es etwas komplizierter. But you're German, so you'll probably like this. Aber ihr seid ja Deutsch und es wird euch gefallen. What we actually did to simplify this is we actually kind of took the organizational chart and then we just flipped it. Und was du eigentlich dir vorstellen musst, du musst dieses Organisationsmodell nehmen und einfach um 90 Grad drehen. And we said now the campus pastors at each location have to be in charge. Denn jetzt sind es die Campuspastoren, die die Weisungsbefugnis bekommen. And they report to the overall leadership team. Und sie sind dann dem Leitungsteam von der ganzen Sache verantwortlich. So that's the way the authority works. Und die Autorität fließt also jetzt über diesen Kanal. And now it's each of the ministries, they influence the campus teams. Und diese Dienstbereiche sind jetzt diejenigen, die die Campus-Teams eben beeinflussen. And if you got a copy of the Exponential book, there's actually quite a bit more about that in the book, and you can read up on that or ask me questions. Und ihr habt das Exponential Buch, da ist eigentlich noch ein bisschen mehr drüber drin und auch diese Grafiken oder sonst fragt mich. But it is important that you think through this question, otherwise you'll end up with chaos. Aber es ist sehr wichtig, dass ihr diese Sache durchdenkt, denn sonst werdet ihr im Chaos enden. All right, so the next question then you have to ask, I think, this is the fourth question, is a leadership question. What is your plan for developing leaders? Und die vierte Frage, sehr wichtig, das ist die Frage nach Leitern. Was ist dein Plan der Leiterausbildung? Churches that are going to reproduce are kind of like football teams. So, Gemeinden, die sich reproduzieren, sind so wie Fußballteams. Now, I understand here in Germany that you are trying to do a better job with your current football team. Ich habe gehört, hier in Deutschland, ihr habt daran gearbeitet, euren Fußball zu verbessern in den letzten Jahren. And am I right, part of the energy has been put in developing a farm system? Ja, und ein großer Teil der Energie in den letzten 10 Jahren ging in die Nachwuchsförderung. And so really you have 2 choices. Either you develop a farm system or you go out and you buy free agents. Und als Mannschaft hat man eigentlich nur 2 Wahlmöglichkeiten. Entweder man hat eine gute Nachwuchsförderung oder man muss sich eben Leute einkaufen. And of course the more expensive way is to go out and buy free agents from some other team. Und das teure Variante ist natürlich hinzugehen und über Transfer von anderen Teams Spieler einzukaufen. And the much more efficient way though is to develop your own players through a farm system. Aber das viel effizientere ist natürlich durch deine eigene Nachwuchsförderung deine Leute heranzuziehen. And see, a multi-site church has to always be thinking about reproducing new sites, which means you need new leaders, which says no, I have to think about a farm system.
Und als Multisite-Gemeinde wollen wir ständig neue Standorte eröffnen, brauchen also ständig neue Leiter und deswegen müssen wir über so ein Nachwuchssystem nachdenken. I can't just go to some other church and try to pick off some of their best staff members to come to my church. Ich kann nicht einfach zu einer anderen Gemeinde hinnehmen und da ein paar von den besten Leitern rausholen und in meine Gemeinde stellen. That's like constantly relying on free agents. Das ist wie wenn man ständig sich nur auf den Transfermarkt verlässt als Fußballmannschaft. Because if you're going to constantly be reproducing and think about new sites and even new churches, leadership development is a must. Denn wenn du ständig über neue Standorte und Multiplikation nachdenkst, dann ist es ein Muss, über Leiterentwicklung nachzudenken. And so one of the things that we've done at Community is not only do we have a farm system, but we've also now established our own leadership training center. Und wir haben jetzt also nicht nur eine Nachwuchsförderung, sondern wir haben regelrecht ein Leiterschaftstrainingszentrum eingerichtet. And so you have the informal apprenticeship, but now we also have a more formalized kind of teaching with the curriculum and content to develop our farm system. So auf der einen Seite haben wir dieses informelle Azubi-Ausbildung on the job und auf der anderen Seite aber auch die formelle Form der Ausbildung in unserem Trainingszentrum. And again, I've told you a number of stories, but again, it's about people moving from individual to apprentice to leader to coach to staff and then campus pastor. Ich habe euch schon einige Beispiele erzählt und es geht immer wieder um dieses Gleiche, dass die einen vom Individuum über Azubi, Leiter, Coach eben bis zum Campuspastor. And you may need to aufrücken. replace it with different titles and different roles, but you need to develop your own leadership path and your own farm system for developing leaders. Du kannst ja deine eigenen Titel und Rollennamen einsetzen hier, aber es geht darum, dass du einen Leiterpfad entwickelst zur Entwicklung deiner Leiter. Okay, then comes question number 5. Und jetzt kommt die Frage Nummer 5. And this is a multi-site question that is probably the one that's most often overlooked. Und das ist wahrscheinlich eine Frage, die oft übersehen wird. And it's the question about artists. Hier geht es um Künstler. Do you have a plan for developing artists? Hast du einen Plan, wie du Künstler und kreative Köpfe entwickeln kannst? In the same way that you develop leaders, you also need to be just as intentional about developing artists. Genauso bewusst, wie du dich darum kümmerst, Leiter zu entwickeln, musst du dich auch ganz bewusst darum kümmern, Künstler auszubilden. And here's why. Let me put it as simply as I can. Und ich sage euch warum, so einfach wie es geht. Reproducing a new site is as simple as reproducing these two things. Wenn du einen Standort verdoppeln willst, dann musst du dich um 2 Dinge kümmern. You need to reproduce more small groups. Du musst die Kleingruppen reproduzieren. And then you need to reproduce a large group worship service. Und dann musst du dieses große Gottesdiensttreffen You reproduzieren. reproduce, and for small groups you need more and better leaders. Für die Kleingruppen brauchst du mehr und bessere Leiter. And then for a worship service you need more and better artists. Und für den Gottesdienst brauchst du mehr und bessere Künstler. And when I talk about artists, I'm talking about musicians, vocalists, actors, dancers, technicians, videographers. Und wenn ich jetzt über Künstler rede, dann rede ich sowohl von Musikern, Tänzern, Theaterspielern, als auch von Technikern und Videoteam und so weiter. And I would even say teachers. I think teaching is also an art. Und ich würde sogar von Lehrern reden. Ich denke, dass auch Lehren eine Kunst ist. And the same apprenticeship process that I gave you for leadership development, the 5 steps, totally works for artists. Und dieser selbe Ausbildungsprozess, wie ich ihn für Leiter beschrieben habe, funktioniert eben auch für Künstler. Yesterday I ran out of time, and I wanted to talk a little bit more about artists, so I think maybe we'll just insert that right here. Gestern ging mir ein bisschen die Zeit aus. Eigentlich wollte ich da noch über Künstler reden und ich glaube, wir schieben das jetzt hier ein. So if you allow me, and I know there's a number of people that work in the arts here, let me give you what I would call kind of 5 factors for developing artists. Und wenn ihr mir das mal erlaubt, ich weiß, es sind einige Künstler unter uns, ich möchte uns mal 5 Faktoren zur Entwicklung von Künstlern mitgeben. And we'll try to hit these pretty quickly. Here's factor Ganz number schnell. 1. Nummer 1. Think 30%. Denke 30%. I want you to remember that number 30. Erinnert euch an diese Zahl 30. Okay, what's that number? Wie heißt die Zahl? Very good. And the reason I want you to remember 30% is that is the percentage of your people that I would suggest at your church that could actually be engaged in the arts. Und ich möchte, dass ihr euch diese Zahl 30% merkt, weil ich glaube, dass es ungefähr die Zahl derjenigen in euren Gemeinden ist, die sich mit Kunst, künstlerischer Tätigkeit betätigen können. And this comes from other sources, but I would estimate about 3 out of every 10 people could be in some way engaged in the arts at your church if you wanted them to be. Da gibt es Untersuchungen dazu und ungefähr 3 von 10 Leuten in deiner Gemeinde könnten sich im Bereich Kunst einbringen, wenn du das möchtest. And one of the things that's happened in the church over the last probably 30 years is we have really increased the level of quality of the arts at churches. Und was in den letzten Jahren in den Gemeinden passiert ist, wir haben wirklich dieses Qualitätslevel im Bereich Kunst hoch angehoben in unseren Gemeinden. But I want you to think about this 30% number. Aber ich möchte, dass ihr über diese 30% nochmal nachdenkt. Because if it seems too high to you, think about this.
Wenn dir das jetzt zu hoch erscheint, dann denk mal über Folgendes nach. Think about all the people who played an instrument in high school or maybe in college. Denk doch mal an all die Leute, die schon zu Schulzeiten ein Instrument gelernt haben. Think about all the people that were in a dance troupe or maybe a theatrical group or ever took painting lessons. Die schon mal in einem Tanzclub waren, in einer Theatergruppe oder Malstunden genommen haben. Think about people who used to play in a garage band or back in the day played in bars and in local bars. Leute, die schon mal in der Hinterhofband mitgespielt haben oder in Bars mal gespielt haben. I think what happens is we vastly underestimate the number of artists that we actually have sitting out there. Ich glaube, wir unterschätzen das massiv, wie viele Künstler da bei uns in den Gemeinden hocken. And they don't all have to necessarily be on this main stage. Und die müssen ja nicht nachher alle hier auf der großen Bühne stehen. Some of them might be doing stuff with your student ministry. Manche von denen werden vielleicht in deinem Studentendienst sich einbringen. Some of them could begin to lead worship with your children. Manche können vielleicht Kinderlobpreis leiten. And you could develop artists in a variety of ways. It could be you doing outreach into the community. Du kannst Künstler entwickeln, indem du in verschiedenen Weisen auch in der Gesellschaft Einsätze machst. All right, so that's the first thing. Think 30%. Also das erste, denk 30%. Here's a second factor for developing, reproducing artists. Der zweite Faktor, um Künstler zu reproduzieren. Say this. Say, we need artists. Sage es, wir brauchen Künstler. Go ahead and say it out loud, real now. We Sag es mal need laut. artists. Wir brauchen Künstler. I can't tell you how many times I've had people would actually say, you know, I didn't audition, I didn't do anything in the arts because I thought you didn't need any artists. Du weißt gar nicht, wie oft ich das schon von Künstlern gehört habe, dass sie gesagt haben, ach, ich habe mich nicht gemeldet, weil ich dachte, ihr braucht ja gar niemand mehr. And see, one of the problems of having great bands like we have here is it gives everybody else the impression like, oh, well, we don't need any artists. Und einer der Nachteile von so einer großartigen Band, wie wir sie hier haben, ist, dass alle anderen den Eindruck kriegen, oh, die brauchen ja niemand mehr. And you want to keep having great musicians like we have on this stage. Wollen wir immer weiter großartige Musiker haben, wie wir sie hier haben auf der Bühne. And so one of the ways you remedy this is by actually saying out loud at church, oh, we need more artists. Deswegen ist es gut, um das ein bisschen auszugleichen, dass du laut in der Gemeinde immer wieder sagst, wir brauchen Künstler. You say it from the stage. Du sagst es von der Bühne. You say it in the program that you pass out. In den Programmen, die du You austeilst. put it on your website. Auf deiner Webseite. You mix it into your conversation. In den Gesprächen lässt du es einfließen. However you do it in a variety of ways. The same way that you talk about we need leaders, also think this, no, we also need artists. Und genauso wie du darüber redest, dass wir Leiter brauchen, musst du auch immer wieder einfließen lassen. Wir brauchen Künstler. Now with that in mind, let me give you a third factor. Und wenn du das im Hinterkopf behältst, jetzt ein dritter Faktor. Once you have artists, insist those artists recruit other artists. Wenn du jetzt einmal Künstler hast, dann besteh darauf, dass die wiederum Künstler rekrutieren. Don't allow a culture to create where they're the prima donnas. So, lass es nicht zu, dass eine Kultur entsteht, wo die wie die Primadonnen jetzt gefeiert werden. They're both there to do art, but they're also there to also develop artists. Die sind also da, um Dinge aufzuführen, um Kunst auszuüben, aber sie sind auch dazu da, um Künstler zu reproduzieren und auszubilden. One of the things we do is we encourage every vocalist to think about, hey, go find another vocalist, a backup. Und wir ermutigen jeden Sänger bei uns zu sagen, hey, du brauchst einen Ersatzmann oder Ersatzfrau. If you came to our church and you were back there and you looked at people who were running sound, you might see someone standing behind the person who's running sound and he's actually shadowing them. Und wenn du bei uns hinten in die Technik gucken würdest, wo der Tontechniker sitzt, dann passiert es oft, dass du einen stehen siehst, der steht einfach dahinter und schaut zu. That they're apprenticing. Das ist der Azubi. One of my favorite moments in any of our worship services is what I'll describe next. Und einer meiner Lieblingsmomente in unseren Gottesdiensten ist folgendes. So Bill comes up and he's leading worship. He's playing his guitar. That's what I'm Bill doing right kommt now. auf die Bühne, er leitet den Lobpreis mit seiner Gitarre. And he leads them through the first song and everybody's singing and it's awesome and it's great. Und er beginnt das erste Lied und es ist alles wunderbar. And there's a whole band up here. Eine ganze Band spielt hier vorne. But you also notice another guy behind him also playing a guitar. Und dann siehst du, oh, da steht noch ein anderer hinter ihm, der spielt auch Gitarre. That's right. And then Bill says, I want to introduce you to my apprentice worship leader, Chris. Let's all welcome him. Und dann sagt Bill auf einmal, ich möchte euch meinen Azubi-Leiter Chris vorstellen, lasst uns ihn alle begrüßen. And suddenly, for the very first time, Chris steps forward. Und auf einmal, fürs allererste Mal steht Chris ganz vorne. And he has the opportunity to lead worship in front of like 100 people there. Und er hat jetzt die Gelegenheit, Lobpreis zu leiten, so vor 100 Leuten zum Beispiel. And the truth is, he's not as good as Bill. Die Wahrheit ist, er ist nicht so gut wie Bill. But all the people love him. Aber die ganzen Leute lieben ihn. And we're all rooting for him. Die feuern ihn an. And so we sing really loud. Und wir singen richtig laut. And so when he gets done, then he steps back. Und wenn er fertig ist mit seinem Lied, And dann then geht er Bill wieder says, hey, zurück. let's tell Chris thank you for what a great job he did. Und dann sagt Bill nochmal, jetzt lasst uns Chris nochmal Danke sagen für diesen tollen Job, den er gemacht hat.
And you remember the 5 steps we talked about, I do, you watch, then I do, you help, then you do, and I watch. Ihr erinnert euch an diese 5 Schritte, ja? Ich mache, du schaust, ich mache, du hilfst, du machst, ich helfe und so weiter. That's exactly what is taking place. Das ist genau das, was hier dann passiert. And the great thing about this is what I just described. This was Bill and this was Chris. Und das Wunderbare an dieser Sache, wie ich es gerade beschrieben habe, hier Bill, hier Chris. Chris went on to be the worship leader at one of our brand new sites. Und irgendwann wird Chris der Lobpreisleiter in einer von unseren neuen Standorten sein. Where did Bill meet Chris? Wo hat Bill den Chris getroffen? He met him in the community. He was actually a bartender. He became a Christ follower, and now he's a worship leader. Bill hat Chris irgendwo mal getroffen, er stand an der Bar, war Bedienung in einer Bar, dann hat er ihn zu Jesus geführt und dann jetzt ist er Lobpreisleiter. And so you can develop artists just like that. Und du kannst genauso Künstler entwickeln. So here's the fourth factor. The fourth factor, follow up fast. Die vierte Punkt, lass nicht viel Zeit verstreichen. Get that right? Yeah. Once an artist, expresses an interest in them, make sure you follow up almost immediately. Wenn jemand, so ein Künstlertyp, Interesse zeigt, mitzumachen, dann stell sicher, dass du nicht viel Zeit verstreichen lässt. I encourage our arts directors, follow up with that person the next day or the same day if possible. Ich ermutige unsere Leute, hey, melde dich am nächsten Tag, wenn es möglich ist, innerhalb 24 Stunden. What will often happen at the end of a worship set, and I bet some of our artists will be able to tell us this is true. Was oft so am Ende von einem Gottesdienst bei uns passiert, und ihr könnt es sicher bestätigen, ihr Künstler, there'll be 1 or 2 people that'll kind of wander up towards the stage and they're looking at the equipment, they're looking at the effects from the guitar pedals. Da gibt es so 1, 2 Leute, die wandern hier so nach vorne, schauen sich um auf das Equipment, auf die Gitarren, Effekte und so weiter. And those are wannabe artists, right? Und ihr wisst, das sind so Künstler ins B. They probably play the guitar a little bit or used to play back in the day. Und wahrscheinlich spielen die so ein bisschen Gitarre oder haben mal gespielt. And they're just waiting for you to invite them in. Und die warten geradezu darauf, dass du sie einlädst. And so we tell our artists, look for people who wander up by the stage just to look at the equipment. Und wir sagen unseren Künstlern immer, achtet auf diese Leute, die da vorne an der Bühne rumhängen und auf das Equipment schauen. Or people who wander back by the soundboard, the lights, to see what's going on back there. Oder die da hinten sich um den Techniktisch rumschleichen und da das Zeug angucken. And then start to include them. Und dann bindet sie ein. And then make sure you follow up like the next day. Und stellt sicher, dass ihr am nächsten Tag euch meldet bei denen. Send them an email. Schreibt eine E-Mail. Make a phone call. Ruft sie mal an. Send them a text. Schreibt ihm eine Message. And we actually tell them, you know what, if you wait until Thursday instead of following up on Sunday or Monday, there's about half a chance that they'll actually get involved because they just kind of their enthusiasm starts to wane. Und ich sage euch, wenn ihr bis Donnerstag wartet, anstatt gleich am Sonntag oder Montag noch euch zu melden, dann ist schon die Hälfte von diesem Enthusiasmus, den sie hatten, wieder verflogen. All right, here's factor number 5 for reproducing artists. Und jetzt Faktor 5. And we would say this, let pagans play. Wir sagen, lass Ungläubige mitspielen. Yeah, we have a pagan back there. That's great. Oh, wir haben einen Heiden da hinten. Wunderbar. One of the things that we have done for a long time, and I know this is a little bit controversial, is we allow non-Christians to play in our bands. Wir haben das schon lange gemacht und ich weiß, da kann man drüber diskutieren, aber wir erlauben nicht Christen in unseren Bands mitzuspielen. This is a gift that God's given them that's yet to be developed. Wir sehen das als eine Gabe, die Gott gegeben hat und die sich noch entwickeln muss. And in the same way that you would have someone belong to your small group before they would believe, you let a band member belong to the band before they believe. Und genauso wie du jemanden auch zu einer kleinen Gruppe dazugehören lässt, vielleicht schon bevor er an Jesus glaubt, kannst du auch jemanden zu einer Band dazugehören lassen, bevor er glaubt. The one exception at Community would we do want our worship leaders to be Christians. Es gibt eine Ausnahme bei uns. Wir wollen, dass unsere Lobpreisleiter Christen sind. So that's good. Das ist gut, oder? But we would be glad to have someone playing the guitar or someone who's playing the drums who's still on their way back to God. Aber wir erlauben sehr gerne jemand an einer Gitarre oder einem Schlagzeug mitzumachen, wenn er auf dem Weg zurück zu Gott ist. And what's fascinating is sometimes the response you get after their very first time playing. Und was faszinierend ist, ist manchmal diese Rückmeldung, die man dann kriegt, wenn sie das allererste Mal mitgespielt haben. I mean, sometimes they'll come even with tears and they'll go like, wow, that was totally different than any gig I've ever done before. Manchmal kommen sie mit Tränen in den Augen und sagen, wow, das war komplett anders als jeder Auftritt, den ich bis jetzt hatte. And we've seen numbers and numbers of artists who actually become Christ followers because we let them belong before they believe. Und wir haben unzählige von Künstlern gesehen, die Christen wurden, weil wir sie dazugehören haben lassen. All right. Enough of that?
Okay, genug davon. Let me give you a couple more questions, and we're going back to multi-site. Okay, question number 6. Question Okay. number 6 on multi-site. Zurück zu Multisite-Fragen Nummer 6. And this has to do with a funding question, a very practical question. Hier geht es um die wirtschaftliche Grundlage. Is your funding in place? Ist deine wirtschaftliche Grundlage gelegt? Now, community, we've started lots of locations. Wir haben Haufen Standorte begonnen als Community. And the ones that have gone the smoothest is when we had the funding question answered. Okay. Und die gut durchgegangen sind, das waren die, wo wir im Voraus die finanziellen Fragen beantwortet hatten. The ones that were by far the most challenging is when we did not have this question clearly answered. Und die wirklich herausfordernden waren die, wo wir die finanziellen Fragen nicht richtig geklärt hatten. And one of the things that we have done over the last 5 years that's really helped is a change in our funding strategy. Und wir haben in den letzten 5 Jahren etwas getan, was uns wirklich geholfen hat, nämlich unsere Finanzierungssystematik verändert. All of our money goes into what we call a 10-20-70 system. Und wir haben unser Geld sortiert nach einem 10-20-70-Prinzip. So 70% of the dollars that come in stay at a campus for their budget. 70% der Einnahmen in einem Standort bleiben an diesem Standort, Campus. 20% is central, which pays for all the central funding. Okay, 20% gehen an die Zentrale sozusagen, um die zentralen Angelegenheiten zu finanzieren. And then 10% actually goes into starting new sites and starting brand new churches. Und 10% werden abgegeben, um neue Standorte mitzufinanzieren. And it used to be every time we wanted to start a brand new site, we were scrambling trying to figure out where we're going to find the money. Und denn jedes Mal, wenn wir einen neuen Standort gründen, dann versuchen wir alle möglichen Hebel in Bewegung zu setzen, wie wir an das Geld kommen. But by now putting aside 10%, it's actually allowed us to be much more disciplined about starting new sites and starting new churches. Aber seit wir angefangen haben, diese 10% immer zur Seite zu legen, ist es viel einfacher geworden, neue Standorte anzufangen. Now, the amount of funding you're going to need is different based on your expectations and your context. Klar, die Menge von Geld, die du brauchst, hängt davon natürlich ab, was deine Erwartungen sind und das Umfeld, wo du gründest. I mean, in the United States, there's very large churches who will start with a large core group and a huge budget. Und es gibt große Gemeinden bei uns, die starten neue Standorte mit einem Riesenraum, mit einem Riesenbudget. But we also have lots of examples of brand new sites that are started with like a single volunteer and almost no budget. Aber wir haben auch viele Beispiele davon, wie ein neuer Standort angefangen wurde mit einem einzigen Freiwilligen und praktisch null Geld. So the most important part is for you to figure out what are the expectations you have and then also how are we going to fund it. Du musst also im Voraus einfach klären, welche Erwartungen haben wir und wie werden wir das finanzieren. And either way, I'll give you 3 suggestions. Ich möchte euch einfach 3 Vorschläge dazu machen. Make sure you have a clear kind of pro forma for the first 3 years. Stell einfach sicher, dass du schon mal einen Budgetplan hast für die ersten 3 Jahre. That's important. But then secondly, make sure you know at what date do you want that site to be self-sustaining. Das zweite ist, klärt im Voraus ab welchem Zeitpunkt ihr wollt, dass dieser Standort sich finanziell selber trägt. I mean, do you want it to be self-sustaining in 2 years or 3 years? How many years is appropriate in your setting? Wollt ihr, dass der finanziell unabhängig ist in 2 Jahren, in 3 Jahren, wie auch immer. And then lastly, make sure you secure all your funding before you launch. Und das dritte, stell einfach sicher, dass das Geld da ist, bevor du startest. And for some of you that seems like a basic question, but that's mistakes that we've made that's just not been helpful. Für manche klingt das vielleicht nach einer sehr, sehr grundlegenden Frage, aber ich sage euch, wir haben da viele Fehler gemacht und es war nicht hilfreich. All right, question number 7. Most important questions to ask about multi-site. Okay, Frage Nummer 7, die wichtigste Frage zum Thema Multisite. And the question is this, it's an alignment question, and how are you going to maintain alignment? Und die Frage heißt, wie schaffen wir es, dass wir alle auf dem gleichen Kurs bleiben? When we made the decision to go multi-site early on, I got some more advice from my mentor, Lyle Schaller. Und als ich zum ersten Mal über Multisite nachgedacht habe, habe ich auch nochmal einen guten Rat von meinem Mentor Schaller bekommen. He made this prediction. He said, Dave, there's going to be lots of churches that will have 2 sites, almost no churches with 3 sites, and then a lot more churches that will have 4 or more sites. Er hat mir folgende Vorhersage gegeben. Er hat gesagt, Dave, es wird eine Menge Gemeinden geben in Zukunft, die 2 Standorte haben werden, fast keine mit 3 und ganz viele mit 4 und mehr. And at first that was very confusing. Und ich dachte zuerst, war ich ziemlich verwirrt. I mean, why would there be some that have 2, none with 3, and then a whole bunch with 4 or more? Warum einige mit 2, keine mit 3 und dann viele mit 4 und mehr? And he went on to explain it's because some people answer the alignment questions and others will ignore it. Und er hat mir das ganz einfach beantwortet. Er hat gesagt, einige werden diese Ausrichtungsfrage
klären und andere werden die Ausrichtungsfrage ignorieren. And the alignment question is, how do we get all these campuses headed in the same direction with the same vision and the same values? Und bei dieser Ausrichtungsfrage geht es einfach darum, wie schaffen wir es, dass alle Standorte in die gleiche Richtung unterwegs sind, mit den gleichen Fragen und Zielen. And if we do that, all of them in the same direction, same values, same vision, then we can have a great impact. Aber wenn wir das tun, dass wir ausgerichtet sind mit den gleichen Werten, mit den gleichen Zielen, der gleichen Mission, dann können wir einen großen Einfluss haben. But if all of them are going their own different direction, different values, different vision, then there's like this diffusion of energy. Aber wenn jeder so seine eigenen Werte und Visionen und Ziele hat, dann diffundiert das Ganze so auseinander. And you don't get that impact. Und dann hast du keinen Einfluss mehr. And so he was right, because what happens is some churches go to 2 sites and they never get alignment and it's just chaos and they say, forget it, I'm never doing that again. Und er hatte recht damals, denn es gibt manche Gemeinden, die haben jetzt mit 2 Standorten begonnen, haben die beiden schon nicht ausgerichtet gekriegt und dann gesagt, das ist alles Chaos, vergiss das mit dem Multisite. And then some start a second site and they're in alignment and it makes a big impact. Und manche beginnen dann einen zweiten Standort und sie sind zusammen ausgerichtet und dann hinterlassen sie einen großen Einfluss. And so then they go ahead and start a third and a fourth and a fifth because they get to that impact of more sites all aligned. Und dann machen sie weiter, gründen den 3., 4., 5. Standort, weil sie merken, hey, es funktioniert und wir haben eine gleiche Ausrichtung und können was bewegen. At Community early on, we just talked about the 4 ones. Bei uns in Community reden wir von den 4 Einern. And this is how we kept alignment. Und durch diese 4 Einser halten wir uns gemeinsam ausgerichtet. We would have one vision. Wir haben eine Vision. And then we would teach every week one big idea. Und wir lehren jede Woche über eine sogenannte große Idee, also einen Predigtgedanke, den alle haben. We had one budget. Wir haben ein gemeinsames Budget. Multiple locations, but one budget. Ja, viele Standorte, aber ein Budget. And then we had one eldership. Und wir haben eine Ältestenschaft, eine Leitung. And there was a plurality of elders, but they oversaw all the locations. Wir haben eine Vielzahl von Ältesten, aber die sind verantwortlich für alle Standorte. And we could talk more about that, but think through that question. How do you get all these locations? If it's going to be multi-site, how do you get them aligned? Wir könnten da jetzt noch mehr drüber reden, aber denkt über diese Frage nach. Wie kriegen wir die verschiedenen Standorte gemeinsam ausgerichtet? All right, we got a little bit of time, so I'll tell you what, I'm going to give you a bonus question. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen gibt es noch eine Bonusfrage. And here's the bonus question, which also is now an issue. It's a question about teaching. Das ist noch eine Frage, die wird manchmal auch echt zum Thema mittlerweile, die Frage der Predigt. Will you use video teaching or a team of teachers or both? Wirst du jetzt Videobotschaften verwenden oder ein Predigerteam oder beides? And so really you have 3 options here. Du hast ja eigentlich 3 Optionen. You can use video teaching. Du kannst Videos verwenden. You can do in-person teaching. Du kannst in Person jemand predigen lassen. Or you can do a combination of both. Oder du kannst eben beides kombinieren. Now, an organization called Leadership Network did the research on this. Es gibt eine Organisation, die heißt Leadership Netzwerk. Die haben da eine Umfrage zu durchgeführt. And admittedly, these were probably based on American churches. Natürlich auf der Grundlage von amerikanischen Gemeinden. But what they found is that whether you use video teaching or in-person teaching, as a multi-site church, you grew at the same %. Was sie herausgefunden haben, ist, wenn du eine Multisite-Gemeinde bist und ob du jetzt Video-Teaching verwendest oder in echt und Farbe jemand da stehen hast, es macht keinen Unterschied für das Wachstum. There really was no difference. Da war wirklich kein Unterschied. So with that in mind, I'll just make a few comments from my own experience, because we've done both video teaching and in-person teaching. Und mit dem im Hintergrund möchte ich ein paar Kommentare aus unserer Erfahrung machen, weil wir haben beides ausprobiert. Lehre über Video und Lehre durch Personen vorne. If this is an option for you, here's some of the positives of video teaching. Okay, falls das überhaupt eine Option für dich wäre, hier sind ein paar von den Pluspunkten von Videopredigten. It's easier to reproduce a video than a teacher. Es ist leichter, ein Video zu verdoppeln als ein Lehrer. It costs less to reproduce a video than it does a teacher. Es kostet auch viel weniger, ein Video zu kopieren, als einen Lehrer zu vervielfältigen. And you know what the video is going to say, and it's always in alignment. Und du weißt genau, was das Video sagen wird, und es wird immer in der gleichen Ausrichtung sein. Now, the negative of video teaching. The negative of video teaching. Der Negativpunkt vom Videopredigt is you do diminish the value of reproducing brand new teachers. Du erwächst damit den Eindruck, dass es nicht so wertvoll ist, Lehrer zu reproduzieren. People who have teaching gifts may not get to use them.
Leute mit Lehrbegabung werden nicht dazu kommen, sie einzusetzen. And you'll also be limited in the number of contexts in which you can reproduce. Und du wirst dann auch limitiert sein in der Anzahl von Kontakten, durch die du dich reproduzieren kannst. My hunch is that a video of me probably wouldn't do too well in Germany. Ich habe einfach auch zum Beispiel den Eindruck, dass eine Videokopie von mir hier nicht so gut funktionieren würde in Deutschland. Because I don't speak German. Weil ich schon mal nicht so gut Deutsch spreche. So, for example, for us at Community, we wanted to go into a Spanish-speaking neighborhood. We hired a campus pastor who spoke Spanish. Wir zum Beispiel bei Community, als wir einen Standort in einem spanisch sprechenden Stadtteil gegründet haben, da haben wir einen spanischen Prediger angestellt. And we used in-person teaching. Und der hat dann natürlich gepredigt. So let me talk to you about some of the pluses and minuses of a teaching team. So, jetzt lass mich über die Plus- und Minuspunkte von einem Lehrteam reden. Now, if you use in-person teachers, the plus is you'll develop more and better teachers using their gifts. Wenn du reale Personen als Prediger nimmst, dann wirst du natürlich mehr Prediger entwickeln und reproduzieren. You'll also be able to attract leaders who are gifted teachers. Und du wirst dadurch auch zweitens natürlich Leiter anziehen, die selber begabte Prediger sind. And so that's also a plus. Das ist auch ein Plus. Now, the negative is that for 2 locations, you'll actually need 3 teachers. Der Minuspunkt ist, dass du für 2 Standorte dann schon 3 Prediger brauchst. If you ever want to give your teachers a break. Wenn du es mal zulassen willst, dass sie irgendwann auch mal eine Pause haben. And again, that's expensive. Und das ist wieder ziemlich teuer. And it also will require that you're intentional about developing those teachers. Und es setzt natürlich auch voraus, dass du sehr bewusst diese Prediger entwickelst. And so that is hard work. Das ist schwere Arbeit. Now, then you could also do a combination of video and teaching. Und jetzt kannst du natürlich auch eine Kombination machen aus Video und Predigern. And the plus of this is that you'll be able to attract high-capacity leaders that teach and also those that just have a leadership gift. You can attract both. Das Plus davon ist, du kannst jetzt also Leiter anziehen, die gerne predigen und gut predigen. Du kannst auch Leiter anziehen, die jetzt mehr nur im Bereich Leiterschaft begabt sind und nicht in der Predigt. And you'd also be able to start churches or campuses in almost any context because you could have either in-person or video. Und du kannst dann auch praktisch in jedem Kontext auch einen neuen Standort starten, weil du ja entweder Video oder Personen einsetzen kannst. Now, there are some negatives though. Es gibt natürlich auch Nachteile. It's kind of hard to explain to everybody like why you have in-person here and video there. Es ist manchmal ein bisschen schwer zu erklären, warum haben wir jetzt hier in dem Standort Video und da eine echte Person. And you'll probably have some people who want to teach who, quite frankly, you're going to go like, no, they shouldn't teach. Und es wird auch passieren, dass Leute gerne predigen wollen, von denen du sagst, oh, die sollten lieber nicht predigen. And so you'll have to tell them no. Und du musst ihm Nein sagen. Dann. And that's part of the job of a leader, but that's not always fun. Das gehört natürlich zu den Aufgaben eines Leiters, aber es macht nicht immer Spaß. But here's the thing in closing. I see a lot of you that are on the verge of talking about how do we reproduce leaders and groups and teams and artists. Okay, jetzt zum Abschluss. Ich sehe eine Menge von euch, die jetzt kurz davor stehen, und das zu starten und sich darüber Gedanken machen, wie können wir Teams, Leiter, Künstler reproduzieren. And as you develop these leaders, you develop these artists, you're going to have places where you can put them into mission. Und während du sie ausbildest und entwickelst, dann brauchst du Orte, wo du sie einsetzen kannst, in die Mission hinein. And the 2 answers are either they go plant a church, which is awesome, or they go start a brand new site. Und es gibt eigentlich nur 2 Antworten. Entweder werden sie hingehen und eine neue Gemeinde selber starten, oder sie werden einen neuen Standort mit deiner Gemeinde beginnen. And if you decide to go this multi-site route, then you really need to think through at least those 7 or 8 questions. Und wenn du dich entscheidest, ja, wir wollen das über Multisite machen, dann musst du mindestens diese 7 Fragen von gerade wirklich durchdenken. All right, that's a lot of content in a hurry. Das war eine Menge Inhalt für heute. Ja, vielen Dank. Also wenn wir nach dem jetzt nicht Fragen haben oder vielleicht auch provoziert wurden, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, da gibt es viele Fragen und wir wollen eine Zeit nehmen. Wir haben, keine Ahnung, so 12 Minuten noch und wollen sehr zügig gucken, dass wir hier auch Antworten bekommen, soweit möglich. So, ich darf euch bitten, wenn ihr Fragen habt, kommt doch gerade, stellt euch da hin. Kurze Fragestellungen, keine langen Geschichten, bitte, und eine gute Antwort. Bitte schön, Graziano. Auch ungläubige Menschen singen als Frontsänger in euren Worship-Teams? Yeah, we would. Yes, ja, wir erlauben das. Yeah, one of the things that that we ask that the worship leader, the primary worship leader, that's the person who is a Christian. Natürlich, der erste Lobpreisleiter, der muss Christ sein.
And part of what we're really looking for, though, too, is also what we would call kind of their spiritual trajectory, spiritual direction. Okay, also und wonach wir natürlich auch schauen, ist ihre geistliche Richtung. If someone has really no interest in spiritual things and they have no interest in pursuing God and they're not even asking questions, they just see it as an opportunity to stand in front of a lot of people, we wouldn't use them. Also wir schauen, ob die Leute unterwegs sind. Also wenn die jetzt null Interesse an Jesus, an Glaube haben, überhaupt keine Fragen dazu, sondern einfach das als eine Möglichkeit sehen für einen coolen Auftritt, dann ist das keine Option für uns. But we recognize there are lots of steps before you finally get to the place where you say yes to Jesus, just like there's lots of steps after you say yes to Jesus. Aber wir wissen, dass es eine Menge Schritte hin gibt auf dem Weg zu Jesus, bevor du mal richtig dich bekehrst, genauso wie es auch hinterher noch viele Schritte gibt. And so if we see that they're making progress in that direction, then we feel like this is a great way we can encourage their growth. Und wenn wir sehen, dass sie auf dem Weg zu Jesus hin sind, dann denken wir, wow, sie mit einzubeziehen, ist ein guter Punkt, eine gute Möglichkeit. As all of you are well aware, discipleship doesn't happen just after you become a Christian. Discipleship starts before you become a Christian. Ich denke, ihr seid euch alle dessen bewusst, dass Jüngerschaft nicht erst in dem Moment beginnt, wenn ich Christ werde, sondern schon vorher. Wenn ihr verschiedene Standorte habt, welche geografische Distanz habt ihr oder welche gesellschaftliche? Du hast gesagt, ihr habt spanische Wohngebiete erreicht. Eine andere Frage, die mich auch noch interessieren würde, wie viel Prozent, wenn ihr einen neuen Standort aufmacht, sind eventuell von anderen Gemeinden im Laufe der Zeit? And the second question is, if you start a new site, how many people who would come there will come from other churches to your site? From other churches? From other churches. So the first is about geography. Where do you put the sites? How much distance? Both very good questions. Okay, beides gute Fragen. If you read the book, we have a section of the book called the 7 Moves to Multi-Site. Wenn du das Buch liest, da gibt es einen Abschnitt, der heißt 7 Schritte zur Multisite. And we talk about the first move being a God thing. Und wir reden davon, dass die erste Bewegung eine Sache von Gott ist. Where God does something that just makes it apparent that, hey, we need to go here. Da, wo Gott etwas anfängt, dann, dass es uns klar wird, hey, da müssen wir hingehen. And so I think for a lot of us, when we first get into multi-site, God almost has to give us a little kick in the butt, the God thing, to get us moving, to reproducing and multiplying. Und ich glaube, bevor wir sowas anfangen, ist es eher manchmal so, dass Gott uns einen kleinen Tritt geben muss, dass wir in Bewegung kommen und sagen, hey, wir müssen da hin und Multisite And so machen. that certainly happened in our case. Und so ist es auf jeden Fall bei uns gewesen. So when we chose our first sites, it was more because these real estate developers became Christ followers and said, hey, can we build you a community center here? Okay, und wo wir den ersten Standort gegründet haben, da war eben so ein Immobilienmakler, der hatte dieses Grundstück und hat gesagt, hey, wir müssen hier einen Standort machen. We had a woman in our church who had a dream about someone giving us a building, and the next thing you know, someone comes and offers us this building. Ja, oder wir hatten eine Frau, die hatte einen Traum von Gott darüber, dass uns jemand ein Gebäude schenkt, und als nächstes kommt die Person und schenkt uns wirklich dieses Gebäude. So that kind of got us started. Das hat uns dann natürlich da in Bewegung gebracht. But now, having said that, I think strategy is a great thing to have. Nachdem ich das jetzt gesagt habe, glaube ich natürlich trotzdem, dass auch strategisch da vorzugehen ein sehr guter Punkt ist. So I always want to go where God wants us to go, but then I will also think through, okay, let's think through this strategically as well. Okay, ich möchte natürlich dahin gehen, wo Gott uns hinschickt, aber ich sage gleichzeitig, lasst uns das mal strategisch durchdenken. So now we think in terms of about a 20-minute drive or maybe 30 miles. Und dann strategisch denken wir danach über Sachen wie, hey, 20 Minuten Fahrzeit oder 30 Minuten oder 30. Ja. And so that's kind of what that's the distance. Now again, there's some situations where there's language differences, so it's like an entirely different community, even though they're close by. Und in anderen Punkten, wenn jetzt zum Beispiel Sprachbarrieren dazwischen sind, dann wäre das wie praktisch eine ganz andere Gesellschaft. Auch wenn die ganz nah bei uns dran sind, wäre das trotzdem eine Gelegenheit, da eine Site zu gründen. Now, in regards to when we start a brand new location, we are targeting exclusively trying to reach people who aren't going to church. Und zur zweiten Frage, also wenn wir einen neuen Standort gründen, dann fokussieren wir uns ausschließlich auf Leute, die nicht in irgendeine Gemeinde gehen. If possible, and we can get people to move, or we have some people in that area, we'll use them as the core group. Wenn wir es schaffen, einige Leute zu mobilisieren, die von unserer Gemeinde dahin ziehen, dann verwenden wir die als das Kernstück der neuen Gemeinde. And then we'll do marketing, but our marketing is even targeted intentionally towards unchurched people. Und dann machen wir Werbung, Marketing, aber auch das ist ausgerichtet ganz speziell auf Nichtchristen. One of the things that we'll do too is, did I go too long?
I'll make this last comment. Is we would estimate anywhere from 70 to even as high as 80% of the people that come haven't been in church regularly before that. Und wir schätzen, so 70-80% der Leute, die kommen, waren nicht in einer Gemeinde vorher. So that's our intention. Und das ist auch unsere Absicht. Habt ihr bei euren Videopredigten die Erfahrung gemacht, dass der geistliche Einfluss einer Predigt sich verringert, weil die verschiedenen Standorte ja unterschiedliche Kontexte haben und unterschiedliche Personen, unterschiedliche Schichten? Because the different sites have different context and you have the same video message in every context and it doesn't really fit maybe to the one context as much as to the other. I think context is important, but I Ich glaube, think Kontext ist wichtig. but I think video can work, and I've seen it Aber work. ich glaube, dass Videos funktionieren und ich habe das auch And so erlebt. we actually do in-person teaching at all of our locations, except for maybe 5 or 6 times a year. Und wir machen tatsächlich es eben auch so, dass wir wirklich in Person jemand predigen lassen an allen unseren Standorten, mit Ausnahme von vielleicht 5-6 Mal im Jahr. So if I'm teaching in Naperville, Illinois, Wenn ich jetzt zum Beispiel in Naperville predige, it's a very similar suburb to Plainfield, Illinois. ist es ein sehr ähnliches Thema, was wir dann auch in It's Plainfield similar to brauchen. Schaumburg, Illinois, Und das gleiche wie in einem anderen and Ort like dann wieder. Bolingbrook, Illinois. In Bolingbrook, And I think Illinois. my videos would work in all those settings. Und deswegen glaube ich auch, dass meine Videos in allen diesen Bereichen funktionieren würden. Now, it's not like Pilsen, which is a totally Hispanic, Spanish-speaking area. Das ist jetzt eben nicht so wie mit Pilsen, das ist jetzt ein komplett spanisch sprechendes Gebiet. And it probably wouldn't work there. Und da würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. It's not like Bronzeville, which is predominantly African American, and so I probably wouldn't work as well there either. Und es ist auch nicht so mit Bronzeville, das ist jetzt ein komplett afrikanisch geprägter Stadtteil, da wird es wahrscheinlich auch nicht Or on the far funktionieren. north side, where there's pretty extreme poverty, and it's just people don't. It wouldn't work as well there Oder jetzt either. im extremen Norden von Chicago, wo es sehr arme Gebiete gibt, da wird es vielleicht dann auch nicht So I funktionieren. think part of knowing your context is also knowing, oh, here's places where it would work, and here's places where it wouldn't. Und deinen Kontext zu kennen, das führt dich dann auch dazu, dass du sagst, okay, hier gibt es Orte, da wird es funktionieren und da wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Thilo, letzte Frage. Meine Frage ging in eine ähnliche Richtung, ob ihr auch zielgruppenorientiert Multisite aufmacht, weil wir ja in der Gesellschaft immer diverser werden. Wir wollen hier einen Standort haben, der speziell jüngere Leute, Performer, wie auch immer anspricht. Do you specifically open multi-sites for special goal aim groups, like special social milieu, whatever? Yeah, sometimes Manchmal machen wir das, ja. One of our sites is actually in a senior gated golf community. Also wir haben tatsächlich einen Standort, das ist eine Golfgemeinschaft. Everybody, you have to be over 55 to live in that community. Okay, also du musst über 55 sein, um in diesem Umfeld überhaupt zu leben, in If diesem you're Ortsteil. under 18, you're not allowed in. Wenn du unter 18 bist, wirst du nicht reingelassen. And we have probably 250 people that meet there in their clubhouse every week. Und es gibt da so ungefähr 250 Leute, die treffen sich in diesem Golf-Clubhaus jede Woche. And we have people who are in their 70s and 80s making first-time commitments to Christ and being baptized. Und da gibt es 70-, 80-Jährige da zum ersten Mal ihr Leben Jesus geben und sich taufen lassen. And what you have there too is you have this whole demographic who now are in retirement, so they actually have money and have time. Ja, und was du da hast, du hast einen tollen demografischen Faktor, dass die nämlich im Ruhestand sind und die haben Zeit und die haben Geld. And people are living longer than ever before. Und Leute leben heute ja länger als jemals bevor. And what we're finding from a lot of those folks is they're saying, you know what, I don't want to just golf. I don't want to just do little tours for old people. I want to make a difference. Und was wir bei diesen alten Leuten echt oft feststellen, ist, dass sie sagen, hey, wir wollen nicht nur noch den Rest unseres Lebens Golf spielen, wir wollen wirklich einen Einfluss haben, wir wollen noch was bewegen, wir wollen nicht nur Butterfahrten machen. Ja. And so they are. And so we're actually mobilizing those people, and they're some of our best volunteers to do tutoring in our public schools. Und wir mobilisieren diese Leute und das sind eigentlich unsere besten Freiwilligen, um in Schulen mitzuhelfen, mit Nachhilfe zum Beispiel. And in fact, we even have some people from that campus that are now saying they want to be leadership residents and they want to go plant a brand new church. Und wir haben einige genau aus dieser Gruppe der Älteren, die wollen jetzt Leiter werden und eine neue Gemeinde gründen. And because they're retired, you don't have to pay them. Und weil sie schon im Ruhestand sind, musst du sie nicht mehr bezahlen. It's pretty awesome. Das ist toll, oder?
Okay, vielen Dank. Wir geben nochmal echt einen kräftigen Applaus für die zwei. Dankeschön. Danke. Ich habe das große Vorrecht, euch den Sprecher vorzustellen, den alle kennen. Und trotzdem ist es mir ein Vorrecht, 2, 3 Sätze zu dir zu sagen. Lieber Lothar, nicht nur, dass du diese Konferenz organisiert und ermöglicht hast mit einem E-Mail sozusagen, was daraus entstanden ist, sehen wir auch in dieser Woche, nicht nur hier, sondern auch in Duisburg. Lothar Kraus, er ist Ehemann, verheiratet mit Heike, sie sitzt hier, ein langjähriges Tandem und gut miteinander unterwegs. Er ist Vater, er ist Kollege, er ist Blogger, er ist Pastor in der FCG Gifhorn, er ist Leiter unseres Strategieteams des BFP in so vielen verschiedenen Rollen und ich selber ganz persönlich habe ihn auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte, muss ich schon sagen, wir sind doch schon älter, Lothar, ganz, ganz positiv und sehr inspirierend erlebt. So, wir haben das Vorrecht, ihn zu hören und schauen mal, wie wir das alles in den deutschen Kontext kriegen. Du hast die Antworten, Lothar, oder noch mehr Fragen. Wir schauen mal. Wir heißen ihn ganz herzlich willkommen. Einen ganz dicken Applaus für Lothar. Bitte schön. So, Chancen und Grenzen im deutschen Kontext von Exponential. Ich möchte euch sehr gerne sagen, dass für mich ein Traum mit dieser Konferenz in Erfüllung geht. Als ich vor 3 Jahren Dave und Community Christian Church und andere Gemeinden dieser Art live erlebt habe, mit diesem Herz für Menschen, mit diesem Herz für Jüngerschaft, mit dieser Leidenschaft für Verlorene. Und jetzt, als ich dieses Buch gelesen hatte, war ich innerlich so gepackt und gedacht, wie wäre es, wenn in Deutschland wir diese Gedanken aufnehmen könnten und wenn diese Gedanken unsere Gemeinden prägen könnten. Wenn unsere Gemeinden Gemeinden wären, wo Menschen zurückfinden zu Jesus Christus. Wenn unsere Gemeinden Gemeinden wären, die Menschen zu Nachfolgern von Jesus geformt werden. Und wenn unsere Gemeinden zu Gemeinden würden, die sich reproduzieren und multiplizieren und unsere ganze Gesellschaft durchdringen. Und heute hier zu stehen und diese Konferenz mit euch mitzuerleben, die erste von 2, die zweite in Duisburg mit 350 Leuten etwa, vielen bekannten Leitern aus Deutschland, vielen Leitern, die viel experimentiert und mit ganzem Herzen mitgemacht haben, ist es ein sehr großes Privileg. Und doch, das ist jetzt die Aufgabe von meinem Vortrag, möchte ich mich nicht davon benebeln lassen, dass Dave da ist und ich finde, er macht einen klasse Dienst für uns. Ich möchte mich auch nicht benebeln lassen von der tollen Musik und Technik und dem ganzen Rahmen. Auch unser Team macht eine klasse Arbeit. Ich muss, und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das machen werde, ich muss einfach ein paar Fragen stellen. Ich muss mit euch nachdenken, an welchen Punkten wir gefordert sind, an welchen Punkten Gott handeln muss und an welchen Punkten wir zu handeln haben. Einige Vorbemerkungen. Was mir am Montagabend und gestern aufgefallen ist, dass Dave ganz wenig über Methoden und Strategien gesprochen hat, die wir so gerne lieben als Deutsche. Gib mir ein Papier, gib mir eine Statistik, gib mir irgendein Organigramm, das ich umsetzen kann. Gib mir ein Modell, das ich kopieren kann. Wir Deutsche, wir haben manchmal einen Knall. Wir hören irgendwo eine Idee, suchen einen Kopierer, schauen, wo der grüne Knopf ist und denken, wenn wir es kopiert haben, haben wir es. Aber wie Bill Hybels schon vor 20 Jahren uns sagte, wir müssen es kapieren anstatt kopieren. Und das ist unsere Herausforderung auch in diesen Tagen. Was mir auffällt, Dave spricht mit uns über Beziehungen. Er hat mit uns geredet über die Beziehung zu Gott, dass Gott einen Traum für unser Leben hat und diesen Traum in unser Herz pflanzen möchte und diesen Traum erwecken möchte. Und er hat uns gesagt, dass Gott einen Traum für jeden in unserer Gemeinde hat und dieser Traum soll die Idee prägen, um die es in Exponential geht.
Er hat uns deutlich gemacht, dass es darum geht, dass Menschen zurückkommen sollen zu Gott. Die ganze Exponential-Idee wird nur funktionieren, wir werden es gleich noch reflektieren, wenn Menschen zurückkommen zu Gott. Es geht nicht um Kirche, es geht nicht um Modelle, es geht nicht um Multisite, es geht um Menschen, die zurückkommen zu Gott. Aber dann nicht nur einfach da belassen werden, sondern in die Nachfolge von Jesus eingeführt werden. Darum geht es unserem Gott und darum geht es in Exponential. Und dann, dass wir reproduzierende Leute werden, dass wir uns vervielfältigen und da ist enorm viele Herausforderungen drin. Die meisten Gemeinden, ihr wisst ja, ich bin in Gemeindeerneuerungsprozessen, das ist mein Dienstprofil, seit fast 30 Jahren tätig. Ich habe die Gemeindeberatung in Deutschland gegründet für unseren Bund und wir haben 700 Beratungen der Zeit durchgeführt, als ich sie geleitet habe. Ich muss euch sagen, das Beharrungsvermögen der Kirche Jesu in Deutschland ist extrem hoch. Wir haben es immer so gemacht, wir wollen es so machen und wir werden es auch in Zukunft so machen. Der Grad an Veränderung, der nötig ist, der in uns beginnt, der unser Denken ändert, der entspringt an der Liebe zu Menschen, die Gott nicht kennen. Warum sollen wir uns wandeln? Damit Menschen Platz in unseren Gemeinden finden, die ihn nicht kennen. Und diese Leidenschaft ist ein geistlicher Prozess, der in vielen Gemeinden nicht brennt. Und darüber möchte ich mit euch ein bisschen nachdenken. So die kritischen Fragen stellen und sagen, ich will mich nicht vernebeln lassen durch einen freundlichen Typen, durch eine tolle Konferenz. Wir müssen die Fragen stellen, die uns helfen, dass wir zu Leuten werden, die es umsetzen, oder? Ich meine, darum geht's. Wir wollen nicht sagen, wir haben Dave Ferguson bei seiner ersten Konferenz in Deutschland erlebt. Und dann kam er später immer häufiger. Dave, du wirst immer häufiger kommen. Dein Job ist noch nicht zu Ende, oder? Er wird kommen, ja. Wir werden lernen. Aber Dave wird vergebens kommen, wie Bill Heibels nach 15 Jahren gesagt hat, ich bin so oft gekommen, warum setzt ihr das nicht um? Ihr Deutschen baut die besten Autos, warum baut ihr nicht die besten Kirchen? Das sind Fragen, die wir haben. Und hör mal, wir sind heute hier unter uns. Ja, keine Riesenkonferenz, wird nicht ins Internet übertragen. Wir müssen Klartext miteinander sprechen. Warum? Damit wir zu Leuten werden, die das tun, was wir lernen. Denn da liegt unser Engpass. Tun. Okay, lass uns die Chancen zuerst angucken. Wir haben etliche Chancen, wenn ich Exponential anschaue. Die erste Chance, die ich sehe, es entspricht dem Auftrag, den Jesus Christus gegeben hat. Matthäus 16, Vers 18 sagt er, ich will meine Gemeinde bauen. Nicht du und nicht ich bauen die Gemeinde von Jesus Christus. Wir reden auch nicht über unsere Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Jesus baut seine Gemeinde. Dieser Job ist vergeben. Du lieber Gemeindebauer, du kannst nicht Gemeinde bauen. Matthäus 16, Vers 18. Jesus baut seine Gemeinde. Was ist unser Job? Unser Job ist Matthäus 28, Vers 19 und folgende. Geht hin in alle Welt und macht alle Völker zu Jüngern. Unser Job sind Azubis, wie wir es im neuen Begriff frisch hören. Unser Job ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Und dann Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dave hat uns diesen Vers vor Augen gestellt. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht, ihr werdet vielleicht meine Zeugen sein. Ihr werdet womöglich meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn ich das lerne von Exponential, muss ich sagen, jawohl, wir sind mitten in dem Auftrag, den wir haben. Und dieser Auftrag, der passt zu Gott. Aber die Art des Auftrages passt in unsere Kultur. Im Kern des Prozesses stehen Menschen, die von Gott bewegt werden und die miteinander einen Prozess der Ausbildung gehen. Das steht im Kern von Exponential. Nicht neue Gemeinden, nicht weitere Standorte, sondern Menschen, deren Leben transformiert wird. Wir bauen aus diesen transformierten Bausteinen Menschen neue Gottesdienste, neue Standorte, neue Gemeinden. Gemeinden erneuern sich mit diesen Menschen, aber im Kern des Prozesses stehen Menschen. Und wir Deutschen, wir wissen, wie man ausbildet. Wir werden beneidet um unser duales Berufsausbildungssystem auf dem ganzen Erdball. Wir haben das beste duale Ausbildungswesen auf dem ganzen Globus. Wir haben mittlerweile ein duales Studium. Wir wissen, verstehen, wissen und tun muss zusammenkommen. Es geht nicht nur darum,
dass Menschen etwas lernen, sondern es geht darum, dass wir Menschen etwas beibringen mit dem Ziel, dass sie es tun können. Und so passt Exponential hervorragend da hinein. Ein weiterer Punkt, den ich ganz stark finde in Exponential ist, es ist kein Gemeindemodell. Wir verkaufen euch nicht Gästegottesdienste. Wir verkaufen euch nicht Bethel-Type-Gemeinden oder Willow Creek-Gemeinden oder Saddleback-Gemeinden oder North Point-Gemeinden. Wir verkaufen hier überhaupt kein Gemeindemodell. Dieser Ansatz von Exponential funktioniert mit traditionellen Gemeinden, er funktioniert mit modernen Gemeinden, mit Jugendgemeinden, mit Seniorengemeinden, wie wir hörten. Dieser Ansatz funktioniert mit Volksmissionsgemeinden und mit BFP-Gemeinden. Amen. Das ist eine Stärke. Ein weiterer Pluspunkt, den einige als Negativpunkt verstehen. Es ist einfach zu verstehen. Es ist einfach zu verstehen. Einige kamen schon zu mir und sagten, Dave hat mir nichts Neues erzählt. Das finde ich sehr beruhigend. Ich finde das sehr beruhigend, dass nicht ein Amerikaner kommt und uns etwas Neues erzählt. Denn wenn Dave uns etwas anderes lehrt, als im Wort Gottes steht, er sei, ich spreche es nicht aus, aber die Schrift hat deutliche Aussagen. Unser Problem ist nicht verstehen. Ich finde seine Frage hervorragend, wenn er fragt, und wer hat es gemacht? Wer ist den ganzen Leiterpfad komplett durchgegangen? Wer hat einen Azubi durch alle 5 Schritte durchgezogen? Wir müssen echt aufpassen. Ein deutsches Problem, dass wir nicht arrogant werden. Der oberflächliche Amerikaner, der uns 5 Dinge nennt, auf eine Serviette und dafür gebe ich so viel Geld aus? Dafür habe ich mein ganzes Team hier angeschleppt? Es gibt berechtigte Fragen, die wir stellen müssen aus unserem kulturellen Kontext. Es gibt aber auch eine Arroganz, mit der wir verpassen, was Gott uns sagen will. Es ist einfach zu verstehen. Es ist praxisbezogen. Ein weiterer positiver Punkt, es ist praxisbezogen. Leute, es ist machbar. Einige von uns haben Angst vor Machbarkeit. Wir wollen keine Macher, wir sind Pfingstler. Der Geist muss es schenken. Machen, das klingt so nach selber machen. Aber Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 19, geht hin in alle Welt und macht. Das macht ja nicht der Heilige Geist ohne uns. Es macht der Heilige Geist in uns. Das Geheimnis ist Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Schatz ist in irdenen Gefäßen. Gott hat sich entschieden, aus Gründen, die mir nicht zugänglich sind, es nicht ohne uns machen zu wollen. Die Jesus-Mission ist Christus in uns. Und Christus durch uns. Du kannst nicht auf deinem Platz sitzen und sagen, Gott wird es machen und es wird einen tollen Anbetungsgottesdienst geben, Juri wird leiten, der Geist wird fallen und dann ist alles erledigt. Es wird nie so kommen. Das ist eine Illusion. Die Realität sagt, du wirst die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Gott wird etwas in dich hineinbringen und daraus entfaltet sich das Potenzial, das es braucht, um Deutschland auf den Kopf zu stellen. Amen. Friedhelm Holthus, einer unserer Pastoren für Dave, einer unserer Pastoren unserer ganz großen Gemeinden unseres Bundes, hat dieses Buch Exponential allen seinen Leitern gegeben. Es ist das einzige Buch, das er allen seinen Leitern gegeben hat und gesagt hat, ihr müsst das lesen. Und er sagt, es könnte etwas Großartiges ausgelöst werden. Es könnte. Leute, wir stehen an einer perforierten Linie. Die könnte reißen, aber es könnte auch was passieren. Es könnte etwas Neues in unserem Lande beginnen, aber es könnte auch versickern. Wir haben weltbekannte, profilierte Leiter gehabt, die uns das Gleiche wie Dave erzählt haben. Es hat nicht den Einfluss auf unser Land genommen, wie unser Land es bräuchte.
Wir sind in einer kritischen Herausforderung. Wir sind herausgefordert, uns die Fragen zu stellen, uns auf einen Weg und einen Prozess einzulassen, der unser Land verändern könnte. Wir müssen aber einige Aber sagen. Aber über die wir nachdenken müssen, über die wir mit Dave heute Nachmittag im Plenum hier diskutieren, in denen wir miteinander diskutieren müssen. Denn Dave kann es nicht für uns in unserem Kontext umsetzen. Seine Rolle ist, uns einen Impuls zu geben und anzuzünden. Unsere Rolle ist es, in unseren Kontext zu bringen und umzusetzen. Was sind die Aber? Dr. Dietrich Schindler sagt, gewaltige Herausforderungen birgt Exponential in der Umsetzung. Dietrich ist ein klasse Leiter. Er hat ja schon auf der Leitertagung hier gesprochen. Dietrich ist ein klasse Gemeindeberater und Gründer in Europa. Einer, den ich am meisten respektiere. Und er sagt uns, die Herausforderung liegt in der Umsetzung. Und ich finde, er hat recht. Lasst uns auf die Grenzen schauen. Wir müssen über Grenzen sprechen. Ich bin ein Denker, aber kein Nörgler. Ich will den Dingen auf den Grund gehen, ohne Bedenkenträger zu werden. Ich möchte nicht ein Skeptiker sein, der sagt, wie viele waren schon da, warum soll das jetzt was ändern? Zu der Fraktion will ich nicht gehören, aber ich will nachdenken. Ich will mich nicht emotional packen lassen und nach Hause gehen und sagen, das war super. Und dann ist nach kurzer Zeit Alltag wie normal, Business as usual. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich hoffe ihr auch nicht. So, wir müssen in die Grenzen schauen und fragen, wie wollen wir reagieren? Und die Grenzen, die ich nun nenne, sind auch nicht in Stein gemeißelt. Vielleicht wird Gott einige unter uns berufen, bestimmte Grenzen zu sprengen. Vielleicht bist du ja in deiner Rolle eine Dynamitstange, die in Stein gemeißelte Grenzen endlich mal wegsprengt. Wäre gut. Und ich will, dass wir diese Grenzen sprengen, weil ich möchte, dass wir die Mission von Jesus Christus auch in Deutschland mit Leidenschaft verfolgen. Und dazu machen wir jetzt eine Standortbestimmung. Wir werden etwas über unseren Bedarf sprechen, unsere Ressourcen anschauen und dann möchte ich euch herausfordern, mutig loszugehen. Exponential steht und fällt mit einem evangelistischen Aufbruch in Deutschland. Wenn ihr all dem zugehört habt, was Dave erzählt, erzählt er immer, und da war jemand, der kein Christ war, und ich habe mit dem mich getroffen und er hat in der Band mitgespielt und ich habe mit dem gegrillt und was auch immer und unsere Leute machen das und die malen was auf dem Gehsteig. Das fängt immer mit einem Nichtchristen an. Diese Frage vorhin, so eindrücklich. Wie viel Prozent eurer Leute in Community sind neu gewonnen? Ich fand seine Aussage übrigens sehr ehrlich, das hat man nicht immer bei amerikanischen Freunden. Er sagt, 70-80% sind nicht in die Kirche gegangen vorher, oder regelmäßig in die Kirche gegangen. Wie differenziert? Er sagt damit nicht, sie sind alle bei ihnen zum Glauben gekommen. Es waren Leute, die in der Kirche nicht mehr zu Hause waren. Amerika muss man verstehen. Ich habe mich ausführlich beim Barna-Institut informiert, um zu verstehen. In meiner Reise vor 3 Jahren habe ich versucht, den Kontext zu begreifen. In Amerika gibt es viele Teile, die laufen so wie bei uns hier im Schwabenland. Das sind etliche, die christlich sozialisiert wurden, die als Teenager wegbrechen, viele Jahre weg sind und im College-Alter zurückfinden zu Gott. Und es ist fantastisch, wenn es diese Gemeinden nicht geben würde, würden diese Leute nicht zurückfinden. Wir dürfen auch hier nicht arrogant sein. Aber sie haben eine Vorgeschichte. Sie sind in Sonntagsschule gegangen, sie waren in der Jugendgruppe, sie waren dabei, dann waren sie weg, dann kommen sie zurück und können innerhalb kürzester Zeit aktiviert werden. Wenn du mit Leuten arbeitest, die gar keinen christlichen Hintergrund in irgendeiner Art haben, sind die Wege länger. Die Wege länger, sie zu Leitern zu machen, die Wege länger, sie zu Künstlern und in Verantwortung zu bringen. Als ich in Chicago die Soul City Church kennengelernt habe, die Downtown Chicago mit Leuten arbeitet und ich mir habe von ihnen erzählen lassen, wie lange Prozesse bei ihnen dauern mit Menschen ohne diesen Hintergrund, dann siehst du, dass in Amerika die Herausforderung kein Stück einfacher ist wie in Deutschland. Die großen Zahlen generieren sich sehr schnell auch aus Leuten, die in ihrer Kindheit Saatgut ins Herz bekamen. Und wenn sie nicht evangelisiert würden, wären sie nicht bei Gott. Sie haben ihren Weg zurückgefunden.
Wir haben in Deutschland einen anderen Kontext. Viele Menschen haben diese Erinnerung nicht mehr. Ich hoffe, wir können bald sein Buch Finding Your Way Back to God auf Deutsch bringen, das die Geschichte von Lukas 15 in diesem Prozess darlegt. Sehr viele hilfreiche Gedanken sind da drin. Und doch müssen wir an anderen Stellen ansetzen und fragen, wie helfen wir Menschen, nach Hause zu kommen? Und da muss ich euch sagen, ich kenne ganz viele, die investieren missional enorm viel und haben so wenig Frucht. Sie geben ihr Bestes, sie feiern Partys mit anderen, sie sind intensiv mit Nichtchristen zugange, aber wir haben nicht diese Bekehrungsdynamik, wie wir sie bräuchten. Und wenn Gott nicht hier Gnade gibt in unserem Land, wird der Exponential-Ansatz an dieser Stelle ins Stottern kommen. So, ich hoffe, das ist der Punkt der größten Beunruhigung, den wir von dieser Konferenz mitnehmen. Wie kann es sein und wie kann es werden, dass mehr Menschen zu Jesus kommen? Leute, das ist ein geistliches Thema. Gott muss etwas tun in unserem Land und wir müssen unsere Stimmen zu ihm erheben. Wer das Exponential-Buch liest, wird feststellen, diese geistliche Initiative ist den Freunden in Chicago extrem wichtig. Es ist eben nicht eine Methode, nicht ein Schneeballsystem. Es beginnt, dass Gott einen Impuls gibt. Wir brauchen einen anderen Impuls als Community. Wir brauchen einen Impuls, der für Deutschland in diesem Kontext im Moment nötig ist. Und dann brauchen wir Momentum. Momentum bedeutet, Bewegung ist gleich Masse mal Geschwindigkeit. Einige von uns haben Geschwindigkeit, aber wir haben keine Masse. Du sitzt hier alleine von deiner Gemeinde, dein Herz beginnt zu brennen, du musst nach Hause in deinen Leitungskreis gehen. Das wird ganz schwierig sein, das weiterzugeben. Ihr, die ihr mit einem großen Team hier sitzt, ihr habt ganz viel Inspiration und Anregung. Es könnte etwas in Gang kommen. Aber wenn nicht die Masse zur Geschwindigkeit kommt, wenn wir nicht Momentum bekommen, wird es ein knallharter Job. Die durchschnittliche BFP-Gemeinde hat 65 Gottesdienstbesucher oder Mitglieder. Und in den Gottesdienstbesuchern haben wir oft zwischen 50 und 80 Leute in unseren Gemeinden. Dass es da eine Truppe gibt von 20, 25 Leuten, die richtig Momentum aufnehmen, ist sehr selten. Viele Leiter sind entmutigt. Sie geben ihr Bestes, aber sie stehen alleine. Wie werden wir Kooperationen und Koalitionen bilden, dass Leiter zusammenrücken und wenn wir nicht lokal in der einen Gemeinde dieses Momentum schaffen können, wie werden wir Netzwerke bilden, die diese Leidenschaft anzünden und die diese Bewegungsdynamik freisetzen? Wir brauchen Schwestern und Brüder, die sich gegenseitig ermutigen, die in der gleichen Vision vorangehen und die miteinander Geschwindigkeit aufnehmen. Leute, in unseren Gemeinden ist es zu lahm. Da ist zu wenig geistliche Dynamik, oder? Wir brauchen Momentum. Und wenn wir diese kritische Masse von 20% in unseren Gemeinden haben, dann beginnt was. In Gifhorn nehmen wir Momentum auf. Ich bin seit einem Jahr da. Und Leute wollten von mir, dass ich ganz viel verändere. Ich habe die Leitung zusammengezogen, dann habe ich eine erweiterte Leitung zusammengezogen, wo die Leitung Sorge hat, dass es zu früh ist. Und jetzt bin ich mit 18 Leuten zusammen und wir beginnen, einen Traum zu träumen. Und ich glaube, dass dieses Momentum in jeder Gruppe, die aufbricht, an irgendeiner Stelle da ist. Und es wird zu diesem Tipping Point. Wenn du die visionär leidenschaftlichen, hingegebenen Schwestern und Brüder in deinem Team hast, wenn ihr an ein gemeinsames Bild der Zukunft glaubt, das Leidenschaft in euch erzeugt. Vision is the picture of the future that produces passion within you, hat so oft Bill uns gesagt. Wir brauchen dieses gemeinsame Bild, das Leidenschaft in uns erzeugt, das uns nach vorne bringt. Aber wir werden es nicht alleine bekommen. Wir brauchen einander. Und wenn ihr es nicht vor Ort in der Gemeinde habt, wir müssen Wege finden über Netzwerke. Aber so dringend ist es, dass wir in Deutschland eine andere Kultur in unseren Gemeinden bekommen. Leute, wir haben eine Unkultur in unseren Gemeinden. Wir haben eine, ich mag gar nicht das Kultur nennen, eine Kultur von minimaler Aufwand, mittelgroßes Ergebnis, alle sind zufrieden.
Das kann nicht sein. Wo sind die Leute, die aufstehen und sagen, stopp, Mittelmaß ist nicht, was wir wollen. Gott hat seine beste Welt gegeben, er hat seinen besten Sohn gegeben, er hat die beste Botschaft des Evangeliums gegeben und wir liefern ihm Mittelmaß ab. Ihr Leiter, das kann nicht sein. Und an der Stelle brauchen wir die Berührung des Heiligen Geistes, der in uns eine Leidenschaft ganz neu anfacht für diese Botschaft des Evangeliums, für Jesus Christus, für die Jesus-Mission in dieser Welt, in unserem Land. Wir brauchen Gemeinden, die eine Kultur haben, eine Kultur der Leidenschaft, der Liebe für Verlorene, eine Leidenschaft für Mitarbeiter, für junge Menschen, für Künstler, eine Leidenschaft für Arme, eine Leidenschaft für Menschen, die übersehen werden in unserer Gesellschaft. Wenn wir nicht leidenschaftlich sind, werden wir entsprechend uns reproduzieren. Leidenschaftsgeringe Leiter bringen leidenschaftsgeringe Gemeinden hervor und leidenschaftsgeringe Gemeinden bringen einen geringen Input in diese Kultur. Wir müssen uns ändern und wir Leiter sind verantwortlich für die Kultur. Rick Warren sagt, große Gemeinden lieben vor allen Dingen Pastoren. Manche von uns träumen von einer großen Gemeinde. Weißt du was, ich möchte es mal ganz deutlich sagen. Wir Deutschen, wir sind manchmal solche Zahlenfetischisten. Es geht nicht um groß. Übrigens, es geht auch nicht um klein. Es geht um Gott und seine Mission. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Gemeinden werden zwangsläufig groß, wenn diese Mission umgesetzt wird. Wir können es nicht ändern. Wie viele Leute sagen mir, wir haben eine Verdopplung in diesem Jahr vom Gottesdienstbesuch an etlichen Sonntagen schon gehabt. Und Leute sagen, es wird sehr voll hier. Und ich sage, yes! Der Gottesdienst wird voll. Und dann treffe ich auf Christen, die sagen, oh, es wird mir jetzt zu voll. Ich kenne nicht mehr alle. Ey, was macht der im Himmel? Und weißt du was? Ein erster Schritt der Nachfolge heißt, es geht nicht um dich. So beginnt Rick Warren sein Buch Leben mit Vision. Es geht nicht um dich, es geht nicht um mich, es geht nicht um uns. Es geht um unseren Gott und um Menschen, die er liebt. Und wir werden alle nicht zu kurz kommen in der Jesus-Mission. Aber wir müssen eine Kultur verändern. Gemeinden mit der Kultur, wie wir sie im Moment haben, werden den Prozess von Exponential nicht mitgehen. Die werden, egal wie die Gemeinden heißen, ob das die Volksmission oder die Freie Christengemeinde oder Gemeinschaft entschiedener Christen, selbst ICF wird sich abnutzen und Leute kommen, weil sie einen geilen Gottesdienst erleben wollen. Aber wenn der Prozess auch dort nicht von diesem Kern der Jüngerschaft und der Multiplikation und Reproduktion gespeist ist, werden sie genauso nur Konsumenten haben wie alle anderen Gemeinden auch. Wir freuen uns über jeden neuen Stil von Gemeinde, der hilft, Menschen zu erreichen, die fern von Gott sind. Aber unser Punkt ist nicht Stil, es geht nicht um die Musik, es geht nicht um dieses Licht, es geht nicht um dieses Setup. Es geht um einen Gott, der Menschen erreichen will und der uns dazu gebrauchen will. Werden wir eine Kultur in unseren Gemeinden prägen, die das priorisiert? Sonst gehen wir nach Hause und wollen einen Gottesdienst verändern oder einen Stil. Das wird nichts verändern. Das wird definitiv nichts verändern. Menschen müssen verändert werden und Menschen verändern Stile. Und dann findet man einen Stil, der mit dem Kontext passt. Aber unsere Kultur muss sich verändern. Unsere Kultur ist, dass es akzeptiert ist, dass wir uns nicht reproduzieren. Das ist eine große Grenze. Wenn ich Dave über Reproduktion sprechen höre, denke ich, und dann werde ich das in meine Truppe bringen. Und dann werden mir viele Leute sagen, du, ich habe echt keine Zeit dafür. Ich bin froh, wenn ich 3-mal im Monat in den Gottesdienst komme. Hauskreis geht gerade gar nicht. Das funktioniert so nicht. Auf meinem Leiterblog habe ich eine Umfrage gemacht, wo die größten Hürden sind, das umzusetzen. Die Nummer 1 Hürde, die Leiter rückmelden über die Umfrage, heißt Verfügbarkeit. Menschen sind nicht verfügbar. Ihr Leben ist so voll, sie haben keine Zeit dafür. Wisst ihr, wie dieser Punkt geändert werden kann? Tim Keller hat uns in seinem Buch Counterfeit Gods, es ist nicht alles Gott, was glänzt, hat er uns die Antwort gegeben. Er sagt, Götzen
können nicht besiegt werden. Götzen müssen ersetzt werden. Wenn Menschen ihren Beruf zum Götzen machen, dann wirst du sie nicht dadurch gewinnen für die Gemeinde, dass du sagst, du musst weniger Zeit für deinen Beruf investieren. Weniger Zeit für deinen Sport, weniger Zeit für deine Hobbys, weniger Zeit für deine Reisen. Wie viele Senioren haben nur die Vision, sich ein Wohnmobil zu kaufen, einen Nordkap zu fahren? Das ist ihre Vision für ihren Ruhestand. Man kann ihnen das vorwerfen, das wird nichts bringen, das verhärtet nur die Herzen. Wir müssen die Vision ersetzen durch eine neue, entzündete, leidenschaftliche Vision vom Reich Gottes, von der Jesus-Mission. Verfügbarkeit entsteht, wo Menschen beginnen zu träumen. Und dass Menschen nicht träumen, wisst ihr, das liegt an uns. Lasst uns ganz ehrlich sein, es liegt an uns. Also ich spitze es mal zu, ich polarisiere gerne auch mal. Das ist so der Moment, wo ich polarisiere. Wer mich kennt, weiß das. Es liegt an uns. Es ist nicht die Gemeinde, die sich nicht bewegen will, nicht die Alten, die sich nicht bewegen wollen, nicht die fehlenden Finanzen, die sich nicht einstellen. Es liegt an uns. Speed of the leader, speed of the team. Ich spreche mit dem Leiter vor kurzem über diesen Exponential-Ansatz. Er ist Pastor einer Gemeinde, sind es 25 oder 30 Leute. Hauptamtlich ist er Pastor einer Gemeinde mit 25 bis 30 Leuten. Ich will niemandem zu nahe treten, ich verstehe bis heute noch nicht, was einer hauptamtlich mit 25 bis 30 Leuten macht, wenn er mir Folgendes sagt. Er sagt, hey, in welche Mitarbeiter investierst du? Wer könnte dein Azubi werden? Was machst du, um Menschen zusammenzubringen und dieses Momentum zu kreieren, eine Leidenschaft zu erzeugen? Sagt mir, du, ich habe da gar keine Zeit für. Ich bin so beschäftigt mit dem, was ich im Computer machen muss und Gemeinde und Veranstaltungen organisieren und kommunizieren und ich habe gar keine Zeit dafür. Ich kann mich nicht in Menschen investieren. Hey, manche von uns haben mehr Zeit auf Facebook Posts abzusetzen, als mit Menschen einen Kaffee zu trinken. John Maxwell sagt, you can impress people from a distance, but you impact them up close. Du kannst Menschen nur beeinflussen, wenn sie nah an dein Leben kommen. Wirst du dein Leben ändern, Leiter, dass Menschen dir nahe kommen und du absichtlich und strategisch in ihr Leben investierst, Berufung entwickelst und förderst? Ich weiß nicht, wie es euch ging. Wenn ich diesem Dave Ferguson zuhöre, denke ich, wann macht der Kerl das alles? Wir werden ihn heute Mittag fragen. Wann macht der Kerl das alles? Da trifft er sich hier bei Starbucks, da trifft er, vielleicht hat ja ein paar von euch gedacht, so, ich müsste eine Gehaltserhöhung haben, um diese ganzen Mahlzeiten bezahlen zu können. Und dann trifft er sich mit seinem Team und er trifft sich hier und seinen Nachbarn. Ich habe gar keine Zeit dafür. Das sagen mir ganz viele Pastoren. Das Beispiel, was ich gerade brachte, ist nur eines von vielen. Ich glaube, dass wir ein Denkproblem haben. Ich glaube, dass es uns wichtiger ist, gute Programme zu entwickeln und uns zu verstecken in unseren Büros, als mit Menschen zusammen zu sein und sie absichtlich zu beeinflussen, strategisch zu beeinflussen. Ich meine, es gibt ja auch bei uns hier diese Community-Typen, die mit allen immer ständig Kaffee trinken. Aber wisst ihr was, euch möchte ich gerne sagen, weil ihr habt gerade so ein gutes Gefühl und denkt, der Lothar hat jetzt was Richtiges gesagt, ihr hirtlichen Freunde. Ich möchte euch gerne aber sagen dürfen, aber ist euch schon mal aufgefallen, wie wenig bei euren ganzen Kaffeetrinken bei rauskommt? Ihr seid nicht so strategisch. Wir beide müssen lernen. Wir müssen lernen, dicht an Menschen zu sein und wir müssen lernen, strategisch einen Plan zu verfolgen. It all goes down on leadership. Es hat mit dem zu tun, mit dieser Gabe zu tun, die Gott in unser Leben gelegt hat, die zur Entfaltung kommen muss. Und wenn wir Leiter uns nicht bewegen, wenn wir nicht, einige haben Dave gefragt in den Hintergrundgesprächen, die wir organisiert haben, hast du denn eine Kleingruppe? Dave sagt, ja. Die meisten Kollegen sagen mir, ich habe auch eine Kleingruppe, das sind meine Ältesten, das ist mein hauptamtlichen Team, ich habe auch eine Kleingruppe. Dave hat eine Kleingruppe auf dem untersten Level. Da kommen Nichtchristen. Er selbst begleitet Nichtchristen nach Hause. Bill Hybels hat uns schon vor 15 Jahren gesagt, wenn du eine Gemeinde verändern willst, dann bring 10 Neubekehrte rein.
Wenn du als Leiter nicht vorangehst und die Typen mitbringst, dann wirst du keinen Einfluss auf die Gemeinde haben können. Und ich weiß noch, das Meeting, wo Bill auf irgendeiner Reise war und seine Mitarbeiter haben die Typen auf die Bühne eingeladen, die Bill in den letzten 2 Jahren zum Glauben geführt hatte. Und dann standen die Typen auf der Bühne in South Barrington und erzählten, wie der Erstkontakt war, den Bill mit ihnen gemacht hat und wie er mit ihnen den Weg gegangen ist, bis sie den Glauben verstanden hatten und wie viel er investiert hat und wie viel Herz und Leidenschaft er investiert hat. Und dann höre ich sowas und denke, boah, ich mache das nicht. Ich habe kaum Leute, mit denen ich so einen Draht habe. Und ich habe auch gar keine Zeit dafür. Ich bin so froh, wenn ich mal keine Menschen mehr um mich habe. Als Gemeindepastor, ich habe so viel mit Menschen zu tun. Und ich spüre, wenn ich das nicht anders mache. Heiko und ich, wir haben uns entschlossen, wir werden jeder eine Kleingruppe beginnen, wenn wir jetzt nach Gifhorn zurückkommen. Und wir wollen nicht Christen da drin haben. Es beginnt mit uns. Es beginnt mit dir. Es ist so leicht, Leuten zu sagen, was sie anders machen müssen. Wir müssen es anders machen. Wir müssen es anders machen. Und dazu brauchen wir eine Vision. Wir brauchen ein Bild der Zukunft, das Leidenschaft in uns erzeugt. Wir brauchen ein Bild der Zukunft, das Leidenschaft erzeugt. Da haben wir diese Serviette und wir denken, ach Dave, was soll ich da malen? Weißt du, vielleicht ist das auch nur so ein arrogantes Ablenkungsmanöver von uns, weil wir nichts zu malen haben. Weil wir dringend einen Traum bräuchten. Und heute Nachmittag nach dem Podiumsgespräch werden wir eine Zeit von Anbetung haben. Wir werden unseren Gott suchen. Und ich glaube dafür, dass Gott uns Träume für unsere Servietten gibt. Du Leiter machst den Unterschied, wenn ein Traum auf dieser Serviette ist. Nicht ein Traum, den du dir ausgedacht hast, sondern der Traum, den Gott in dein Herz gelegt hat, weil Gott Gedanken für dein Leben hat, weil du unendlich wertvoll bist. Warum sollte Gott gerade dich nicht gebrauchen? Und das ist mein Schlussstatement. Wir müssen den Gottfaktor, so nenne ich es mal, ungewöhnlicher Begriff, damit er hängen bleibt. Wir müssen den Gottfaktor auf unsere Rechnung nehmen. Wisst ihr was? Wir dienen einem allmächtigen Gott. Und der Alles ist möglich Gott, der redet mit uns. Und der Alles ist möglich Gott beauftragt uns. Und die Sache ist immer die im Neuen Testament. Es beginnt bei unmöglich. Beim Menschen ist es unmöglich, sagt Jesus seinen Jüngern, als der reiche Jüngling sich abwendet. Als sie fragen, wer soll dann gerettet werden? Beim Menschen ist es unmöglich, erster Schritt. Zweiter Schritt, bei Gott aber ist alles möglich. Dritter Schritt, wer glaubt, dem sind alle Dinge möglich. Von unmöglich, ein Gott, dem alles möglich ist, ein Gott, der mit uns kooperiert, alles ist möglich. Und die Schlüsselfrage, die ich euch stellen möchte, ist eine Schlüsselfrage des Glaubens. Nicht der Methode, nicht wie multiplizieren wir uns, welche Charts übernehmen wir von Dave. Die Frage ist, glauben wir unserem Gott? Glauben wir unserem Gott? Und ich meine damit nicht so ein ungesundes Glauben in Glauben. Ich meine ein gesundes Glauben in den allmächtigen Gott. Warum kann sich die Situation in unserem Land verändern? Weil ein allmächtiger Gott der Auftraggeber ist. Und wir müssen von Abraham lernen, da heißt es, statt die Zusage Gottes in Frage zu stellen, wie es der Unglaube tun würde, ehrte er Gott, indem er ihm vertraute und wurde dadurch in seinem Glauben gestärkt. Die Frage für uns ist, trauen wir es Gott in unserem eigenen Leben zu? Trauen wir es Gott in unseren Leiterkreisen zu? Trauen wir es Gott in unseren Gemeinden zu, dass er uns auf den Kopf stellt? Einige sagen ja, das geht nicht. Bis auf der eine, der hat es nicht gewusst, der hat es einfach gemacht. Wie wäre es, wenn wir nicht wissen würden, dass es nicht geht? Wie wäre es, wenn wir heute miteinander einen Reset-Knopf drücken und sagen, jawohl, wir haben eine Geschichte. Jawohl, wir haben schwierige Erfahrungen. Jawohl, andere vor uns haben intensiv investiert und haben nur Spreu geerntet. Jawohl, das stimmt alles. Es ist Teil unserer deutschen Geschichte. Aber warum sollte Gott nicht einen Wendepunkt geben in der Jesus-Mission, wo er doch der allmächtige Gott ist? Ich habe über Glauben gearbeitet und ich möchte euch 3 Schlusssätze zum Thema Glauben sagen. Wisst ihr, was Glauben heißt?
Glauben heißt sehen, was andere nicht sehen. Abraham sah auf den Unsichtbaren, als ob er ihn sehen würde. Glauben heißt etwas empfangen, was andere nicht haben, um etwas zu tun, was andere nicht können. Gott ist auf der Suche nach Leitern, denen er in diesen Tagen etwas zeigen will, was andere nicht sehen. Reg dich nicht auf, dass andere es nicht sehen. Das ist das Wesen des Glaubens. Hebräer 11, Vers 1 sagt, die Substanz unserer Hoffnung ist dieser Glaube. Dass wir erkennen, dass alles aus dem Unsichtbaren geworden ist. Wir sehen, was andere nicht sehen. Wir sehen, Gott ist in diesem Land aktiv. Er hat uns diese Dinge geschickt, weil er etwas machen möchte. Werden wir sehen, was Gott sieht? Werden wir im Glauben empfangen, was wir brauchen? Ich kann es nicht, du kannst es auch nicht. Wir sind alle auf der Empfängerseite. Aber wenn der Geber aller guten Gaben ist, der allmächtige Gott, warum sollte er uns nicht beschenken? Uns etwas geben, was wir nicht haben, um etwas zu tun, was bisher noch keiner getan hat. Liebe Mitleiter, die Idee ist simpel, die Herausforderung ist riesig. Die Erfahrung steht gegen uns. Bei Menschen ist es unmöglich. In Deutschland ist es unmöglich. Wir sind nicht Amerika, richtig. Gott ist allmächtig. Er kann. Wird er Leiter finden, die er berufen, begaben und senden kann? Wirst du so einer sein? Wirst du dich übernatürlich bewegen lassen und deswegen bewegen? Wirst du zu einem mutigen Leiter werden? Gott ist auf der Suche nach mutigen Leitern. Bist du diese Person? Amen. Ich glaube, es wird Zeit für einen Mutaufbruch, dass wir mutig sind. Die Frage, finde ich, ist, lasse ich diese Fragen, die du gestellt hast, lasse ich die wirklich an mein Herz ran oder nicht? Ich kann entscheiden und sagen, ich schalte hier ab, noch die paar 10 Minuten, dann ist die Veranstaltung vorbei. Oder ist da etwas, was unser Herz wirklich anrührt? Wir wollen Frage- und Antwort-Zeit noch haben, eine kurze, intensive. Ich möchte euch bitten, wenn jemand Fragen an Lothar hat, dann kommt doch bitte und wir schauen mal, was wir hier auch an Antworten dann geben können. Ist jemand da? Also keine Gegenrede, sondern eine Frage. Jemand, der provoziert wurde, der sagt, so kann es aber nicht sein oder so soll es sein, dann kommt doch ganz schnell. Der Erste macht den Anfang, der Zweite darf gleich folgen. Bitte schön. Ich hätte eine Frage zu dem Zeitproblem, zu der Äußerung, ich habe keine Zeit, wie du den Leuten hilfst, sage ich mal, die Prioritäten vielleicht zu optimieren. Okay, man könnte sagen, die Prioritäten optimieren, aber ich glaube, die Aussage, ich habe keine Zeit, ist nicht in der Kategorie von verfügbarer Zeit, sondern in der Kategorie von Leidenschaft des Herzens. Ich glaube, sich zu optimieren hilft nicht, wenn das Herz nicht von dieser Vision erfüllt wird und zur Leidenschaft wird. Beispiel, ich habe ganz viele junge Männer erlebt, die ganz tolle Berufe haben, richtig viel Geld verdienen und in ihrem Beruf völlig aufgefressen wurden, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie auf die Idee kamen, ein Haus zu bauen. Und dann fingen sie sich an, mit Architekten zu treffen, mit Handwerkern zu treffen. Die hatten unglaublich viel Zeit, weil sie eine neue Leidenschaft in ihrem Herzen hatten. Schon bei Teenies fiel mir das auf, die sagen, sie haben keine Zeit, bis sie sich befreunden. Das ist unglaublich. Und am Ende ist der Fehler, wenn wir Leiter Menschen ihr Leben madig machen wollen, im Sinn, dass wir sagen, ich führe das richtige, du das falsche Leben. Ich glaube, dass das bessere Werkzeug ist, wir geben ihnen eine Vision, die größer ist als alles, was sie je gedacht haben, und lassen sich von Herzen packen. Und dann können wir in der Optimierung noch die Prioritätenfrage angucken, aber ich glaube, es ist eine Visionsfrage, die hier im Kern steht. Genau. Unser Freund aus Ägypten, bitteschön. Hi, I'm sorry, I'm not German. As far as I understood what you said in German, a lot of what you question about actually is relating to culture. So, viel von dem, worüber du redest, hat was mit Kultur zu tun.
So the use of time, the priorities, what we're set in Wie terms of setzt sich meine Zeit ein? Welche Prioritäten setze ich? structures, ways of thinking. Strukturen, Denkweisen. So my question to you, Meine Frage an dich, from your perspective as a German, aus deiner Perspektive, how sacred is your culture to you? wie heilig ist deine Kultur für And, dich for you guys as well, und für euch auch? how much do you want a kingdom culture rather than a German culture? Wie sehr wollt ihr eine Kultur des Königreiches eher als Thank eine you. deutsche Kultur? Wir könnten jetzt sehr philosophisch über diese Frage diskutieren. Das Problem ist, ich lebe in dieser Realität. Ich habe die Wahl nicht. Die Menschen, die in unsere Gemeinde kommen, leben in dieser Kultur. Ich muss sie da abholen. Natürlich versuche ich, die Kultur des Reiches Gottes zu verkündigen, zu leben, zu modellieren. Aber ich muss Menschen dort abholen, wo sie sind. Und das ist unser aller Problem, wenn wir von so einer Konferenz kommen und inhaltlich überzeugt und gepackt sind, dass wir den nächsten Schritt in unsere Alltagsrealität bekommen. Und deswegen sage ich, es beginnt mit uns, dass wir eine andere Realität leben. Und natürlich, wer mich kennt, weiß, dass die Gemeinden, in denen ich tätig war, dass ich immer für einen ziemlich grundlegenden Kulturwandel bekannt wurde. Und doch habe ich diese Menschen oft nur 2 Stunden die Woche und die kulturelle Prägung ihres Umfeldes ist so stark, dass mein Einfluss gering ist. Dass ich feststelle, wenn wir nicht Netzwerke bilden in den Gemeinden, wenn wir nicht Leute kreuz und quer vernetzen und wir solche Personen haben, die Spielentscheider, Bill Hybels nennt sie und Jim Collins nennt sie Spielentscheider, Leute, die einen Einfluss auf eine Peer Group auswirken und die diese Gruppe anders prägen, in Kleingruppen, in anderen Kontexten, werden wir diese Kulturfrage nicht lösen können. Und ich bin ganz mit dir einig, ich freue mich auf die Kultur des Reiches Gottes. Wenn er alles offenbart, wie es sein soll, er wiederkommt, dann wird dieses Problem gelöst sein. Aber noch müssen wir in dieser Kultur arbeiten. Das wäre meine Perspektive als Deutscher. Haben wir noch eine Frage, eine letzte vor Mittagessen? Ich weiß nicht, Lothar, es wäre das erste Mal, dass du alle Fragen beantwortet hast, irgendwie in deinem Vortrag. Aber dann wollen wir das mal so nehmen. Vielleicht ist es auch ein Ausdruck dessen, dass wir darüber nachdenken und beten und spüren, da hat etwas begonnen in uns, was uns berührt und was uns auch wachrüttelt und bewegt. Gut, wir danken dir sehr herzlich. Vielen Dank, Lothar. Ja, hinter mir wird direkt unser Aufbau für unser Podiumsgespräch vollzogen und ich bitte alle Podiumsgesprächsteilnehmer nach oben. Steffen. Ja, die Idee, die wir damit hatten, war folgende. Eigentlich hätten wir gerne jedem von euch ein Tischgespräch mit Dave möglich machen wollen. Aber das ist natürlich nicht ganz realistisch. Und dann haben wir gedacht, wie wäre es, wenn wir die Workshop-Leiter, die sich intensiver mit dem Thema auseinandergesetzt haben und jeder aus seiner Perspektive damit gearbeitet hat, wenn er an eurer Stelle an diesem Tisch sitzt und Dave die Fragen stellt, die ihm wichtig sind. Wir wollen Dave Fragen stellen zur Umsetzung von Exponential. Wir wollen ihm Fragen stellen, wie er das persönlich alles lebt. Er hat uns ja ganz tolle Dinge gesagt, die klingen super von der Bühne. Wir würden Dave gerne auf den Zahn fühlen und an eurer Stelle quasi eure Stimme sein, damit wir mehr darüber lernen und es dann auch als deutsche Leiter etwas diskutieren. Und so bitte ich alle Gesprächsteilnehmer doch bitte nach vorne, nehmt eure Plätze ein. Genau. Super. Ja, ich will euch mal kurz die Runde nochmal namentlich vorstellen. Ich denke, für die allermeisten sitzen hier keine Unbekannten. Links von mir Theo Ehemann, baut in Süden unseres Landes in Görwil eine ganz interessante Gemeinde. Ihr habt 70 Hauskreise, habe ich das richtig verstanden? Ich kenne kaum eine Gemeinde in Deutschland, schon gar nicht im Schwarzwald,
wo sowas möglich ist. Und nebendran unser Steffen Beck aus Karlsruhe. Seit 10 Jahren baut ihr Gemeinde, die ICF Karlsruhe. Ihr habt mehrere Standorte bereits an den Start gebracht und sonntags habe ich gehört, so um die 1000 Leute, die ihr erreichen dürft. Stark. Wir freuen uns, dass du mit an Bord bist. Juri ist auch vielen natürlich sehr bekannt. Ich weiß nicht, ob das jetzt übertrieben ist, aber ich glaube nicht. Du bist einer der national einflussreichsten Lobpreisleiter und vieles von dem, was ihr die letzten 10 Jahre gemacht habt, hat uns sehr, sehr gut getan als Gemeinden. Wir freuen uns, dass du hier mit als Künstler unserer Runde sitzt. Und dann Markus Oppermann aus Baden-Baden. Markus hat eine Gemeinde übernommen und sie richtig nach vorne gebracht. Sie sind dabei, ein Gebäude zu bauen, wo 1000 Leute Platz finden. Markus ist ein ganz toller Leiter, ein Typ, der ein großes Herz hat, der viele Verknüpfungen, Netzwerke lebt. Und ich treffe mich mit ihm super gerne und nebenbei baut er richtig gut Gemeinde. Dave ist euch bekannt und sein Übersetzer Lars. Und das ist die Runde, die miteinander sprechen werden. Und ihr gebt uns mal allen so einen Vorschussapplaus. Wir haben uns das so gedacht, dass wir Fragen formulieren und Dave erstmal ein bisschen löchern und ich bitte den Markus, dass er mal die Runde eröffnet und wir klinken uns dann auch ein als Leiter, aber wir wollen ja von Dave lernen. Markus. Ich glaube, eine Frage, die uns alle unter den Nägeln brennt, ist, wie du das zeitlich alles hinbekommst. Konkret, wie viele Abende bist du unterwegs, wie viel Urlaub hast du und wie viel Kaffee trinkst du? Well, first you write a book. Zuerst mal musst du ein Buch schreiben. And then you repeat it to everybody before they get a chance to read it. Und dann wiederholst du es vor allen, bevor sie es lesen können. Okay. Okay. Like specifically, like how do I, like with community and new thing and exponential and writing and that kind of stuff? Nochmal, wie kriege ich das alles unter einen Hut mit den ganzen unterschiedlichen Jobs? Yeah, well, I think when you're first starting out as a church planner, you don't have very much discretionary time. Okay, wenn du erstmal startest als Gemeindegründer, hast du nicht viel Zeit zur Verfügung. So. Yeah, I mean, it's because there's so many tasks to be done and there's so much responsibility, it's very close to you, and so you have to really do it. A lot of it yourself or your team has to get it done. Da gibt es einen Haufen Aufgaben, die du erstmal erledigen musst und du hast noch nicht viele Ressourcen zur Verfügung und du musst einfach das meiste erstmal auch selber in Bewegung setzen. And I think one of the advantages of having a strong leadership development culture is you develop a lot of strong leaders around you. Aber ein Vorteil davon ist, wenn du eine starke Leiterkultur hast, ist, dass du Leiter um dich herum entwickeln kannst. And so, I mean, now, here it is 20-some years later, I have a lot more discretionary time than I used to. Okay, und dann jetzt natürlich dann 27 Jahre später hat man dann viel mehr Zeit zur Verfügung für andere Dinge, weil Leute mir diese Jobs abnehmen. And so that allows me to be able to travel, allows me to be able to coach, and allows me to be able to write and do some of those other things. Und deswegen kann ich jetzt rumreisen, deswegen kann ich mehr coachen, deswegen kann ich mehr schreiben und solche Sachen tun. Which, I mean, it probably would have been almost impossible the first 10 or 15 years. Und das wäre die ersten 10, 15 Jahre wahrscheinlich fast unmöglich gewesen. Is that what you're asking about? Hilft es weiter? Ja. Dave, wie viele Stunden arbeitest du die Woche? A lot. Viele. No, truthfully, I don't really know. Ich weiß es nicht mal wirklich. And it's both good and bad. Und das ist sowohl gut als auch schlecht. The good part is I've never had a day where I'm looking at my watch and going, okay, can I be done with this so I can get out of here? Okay, also das Gute ist, ich habe nie einen Tag, wo ich auf meine Uhr gucke und sage, oh, wann ist es endlich vorbei, kann ich nach Hause gehen. I mean, because I genuinely love this.
Denn ich liebe das, was ich tue. And I know, like, I'm getting a chance to meet with a lot of you, and you're kind of like, oh, do you have the time? Do you have the time? Und ich kriege hier die Chance, einige von euch zu treffen und da fragen viele immer, oh, hast du überhaupt Zeit? Hast du überhaupt Zeit? And I'm like, I love talking about this stuff, of course. Und ich sage immer, ich liebe es, darüber zu reden. Natürlich habe ich Zeit. So I mean, you do get tired, but it's not like hard. It's not hard work. Man wird manchmal müde, aber es ist keine harte Arbeit. So, but on the other hand, one of the things that my wife and I actually say at home is, if you blow it at home, you've blown it. Okay. Die andere Seite ist natürlich schon, und wir sagen es, meine Frau und ich manchmal so, wenn du es zu Hause versaust, dann hast du es versaut. So. And I also have a wife who's a very strong personality. Und ich habe eine Frau mit einer sehr starken Persönlichkeit. And she's not afraid to tell me the way it is. Und sie hat auch keine Scheu mehr, dann mal klar die Ansagen zu machen, wie es aussieht. And so because of that kind of appropriate accountability, I mean, I make time to have a date with my kids. I make time to spend with my family, and I have to work hard also to make sure that I'm taking a day off. Okay, und das ist also so eine Art Rechenschaft auch mit meiner Frau da, und ich achte darauf, dass ich mir echte Zeit nehme mit meinen Kindern, mit meiner Frau, richtige Dates mache und eben auch hart daran arbeite, einen freien Tag zu haben. Yeah. So, I mean, to wrap up, typically I usually start my day sometime before 6 o'clock, around 6 o'clock, and then I'll be home. I'm home almost every evening and don't have any meetings in the evening. Okay, normalerweise fange ich so kurz vor 6 Uhr morgens an, aber ich bin eigentlich dann abends, fast jeden Abend zu Hause. Ich habe kaum Meetings am Abend. I mean, one of the advantages I think of church planting is you get to establish the culture and the rhythms. Okay, das ist ein Vorteil davon, wenn man selber Gemeinde gründet, ist, dass du selber den Schritt vorgeben kannst und die Kultur und den Rhythmus, wann was läuft. So when I kind of cheat my schedule, I cheat it on the early morning and make sure I'm home in the evening. Okay, und so wenn ich meinen Plan also so selber zusammenstellen kann, dann gucke ich, dass viel am frühen Morgen ist und wenig am Abend. And actually that's allowed me to be able to like coach my kids' baseball teams and basketball teams, and I love all that. Und dadurch kriege ich sogar die Möglichkeit, bei den Baseball-Teams von meinen Kindern mal als Coach sogar mitzuhelfen abends dann. Aber das bedeutet auch, dass du wahrscheinlich hauptsächlich mit Staff-Members zu tun hast und nicht mit Volunteers. Wenn du sagst, du arbeitest hauptsächlich tagsüber, because of volunteers are available at the evening. Und dann ist ja die Frage, also ich merke das bei mir auch, seit wir größer geworden sind, haben wir mehr Angestellte, jetzt kann ich viele Sitzungen tagsüber machen. Aber vor 6 Jahren noch musste ich viele Besprechungen tagsüber machen und da war das abends machen, weil die eben nur abends zu Hause waren. War das bei dir auch so? Yeah, I think you're right about that. Ich glaube, du hast da schon recht. But maybe in Chicago there is a culture where people will get together early for breakfast, early for coffee before they go to work. Aber bei uns in Chicago gibt es auch so eine Kultur, wo Leute sich morgens schon treffen, normalerweise auch bevor sie zur Arbeit gehen, mal zum Frühstücken und so. Das ist ja ganz normal. So we would actually do some of our meetings like before people would go to work. So like wir hatten also schon Meetings auch wirklich angesetzt, bevor man zur Arbeit geht. So before I had a teaching pastor, before I had a creative team, I would meet with volunteers and they would help me brainstorm my sermon, brainstorm all our creative content, and we'd do it at breakfast before they went to work. Und selbst bevor ich jetzt praktisch angestellte Pastoren hatte zum Thema Predigt und Lehre, habe ich mich auch mit den Freiwilligen getroffen, vor der Arbeit schon beim Frühstücken, und wir haben dann Predigtserien zum Beispiel ausgearbeitet am Morgen. At 9 o'clock, or? 7 or 9? No, it'd probably be more like 7, 7:30. So 7 Uhr morgens vielleicht, 7:30. Good idea. Das ist doch eine Idee, Steffen, oder? Go ahead. Dave, was waren deine 3 schlimmsten Fehler, die du im Leben zustande gebracht hast, und was hast du davon gelernt? The 3 of them? Wirklich Start 3? with one. Start with one, okay. Well, I'm sure some of them I'm not going to say out loud. Okay, ganz sicher werde ich einige von denen nicht laut hier aussprechen. We'll assume this has to do with leadership. Hat sicher was mit Leitung zu tun.
I think kind of mistake is Ein Fehler. If you look at if you listen to our story, it was actually 9 years before we ever reproduced a site or a campus. Wenn du unsere or a Geschichte church. hörst, merkst du, es hat 9 Jahre gebraucht, bis wir wirklich zum ersten Mal uns vervielfältigt haben, bis wir einen neuen Standort eröffnet haben. And I think so 9 years before we reproduced a campus and 11 years before we ever planted a church. Und es hat 11 Jahre gedauert, bis wir eine neue Gemeinde gegründet haben. I mean, that's ridiculous. Das ist lächerlich. I mean, for us anyway. Für uns auf jeden Fall. I mean, because I mean, what's happened, like the churches we've planted since then. Denn die Gemeinden, die wir seither gepflanzt haben, like you heard me tell Troy's story. Zum Beispiel Troy, ich habe die Geschichte gehört. I mean, he started his church with 2 or 3 apprentice church planters and very quickly planted churches and planted another campus. Ja, und er hatte ja gleich angefangen mit 3 Azubi-Church-Gemeindegründern und hat dann sehr schnell wieder neue Gemeinden pflanzen können und auch neue Campus eröffnen. So, I mean, the next generation of church planters are doing it a lot faster. And so there is a part of me, I mean, we grew steadily over that time, but I was kind of like, what were we doing? Okay. Also die nächste Generation ist jetzt also viel schneller als wir und wenn ich so zurückschaue, dann sage ich, Mann, was haben wir da gemacht? I think a second mistake I made too Der had to do zweite with Fehler money. hatte mit Geld zu tun. I grew up my dad was a pastor, and we didn't have a lot of money, and I always knew I was supposed to tithe, but I wasn't really taught anything about saving money. Okay, mein Vater war Pastor und ich bin also so aufgewachsen und mir war klar, ich sollte den Zehnten geben, aber ich habe nie richtig gelernt, Geld zur Seite zu legen, zu sparen. And so consequently, like I never really personally for a long time had a plan for saving any money. So hatte ich persönlich nie einen Plan, wie ich Geld sparen könnte. It was kind of like if I wasn't in debt, then I'm okay. Es war so, wenn ich nicht verschuldet bin, dann ist alles in Ordnung. And consequently, I ran the church the same way. Und dementsprechend habe ich auch dann die Gemeinde geleitet. So I would say probably the first 15 years, and we were a fairly large church, if it came in, we spent it. Genau, und so die Wesentlichen die ersten 15 Jahre, wenn Geld reinkommt, haben wir es auch wieder ausgegeben. And then we hit a real financial, there's a financial downturn. Und dann haben wir richtig finanzielle Schwierigkeiten gekriegt. And we had almost no margin. Und wir hatten überhaupt keine Puffer, um uns aufzufangen. And consequently, we ended up having to lay off a few people. Und wir mussten tatsächlich dann einige Leute entlassen. And I think that a lot of that was probably due to just a lack of understanding about finances and having enough, not seeing the long view at that point in time. Ja, und das hat viel damit zu tun, eben, dass ich nicht genügend Verständnis von Umgang mit Finanzen hatte und dass wir nicht langfristig genug geschaut haben. So I'm not really encouraging people to build up big savings here. Ich ermutige jetzt nicht hier, dass ihr riesen Sparsummen da zur Seite legen sollt. But I do know now that if you have a little bit in the bank, it allows you enough latitude to make decisions without having to make drastic choices. Ja, aber ich weiß, wenn man ein bisschen was auf die Seite gelegt hat, dann gibt einem das mehr Freiheit für Entscheidungen zu treffen auch. A third one. Der dritte one Fehler. other one that comes to mind is we had a campus that we probably made at least, I bet at least 6 or 7 just really stupid choices, and it failed. Okay, wir hatten also einen Campus, da haben wir 6, 7 richtig dumme Entscheidungen getroffen und das ganze Ding ist in den Bach runtergegangen, wirklich. Just one example is it was a more under-resourced community where the first language was Spanish. Es war eine relativ arme Gegend, wo die Sprache Spanisch war. And we started doing all kinds of like outreach events in the local school there. Und wir haben eine Menge Einsätze da in der Schule gemacht. And so we had hundreds of people that were coming to it, which we thought, oh, this is awesome. Und wir hatten dann Hunderte von Leuten, die da hinkamen. Wir dachten, wow, wunderbar. And this will be just one of many mistakes. So we thought, oh, well, that's great. We should start a campus there. Und deswegen kamen wir überhaupt auf die Idee und haben gesagt, wow, wunderbar, wir starten hier einen Campus. Well, what we hadn't thought through is all the kids spoke English, but all their parents spoke Spanish. Okay, was wir da aber nicht durchdacht hatten, war, die Kinder sprachen alle Englisch, aber ihre Eltern sprachen Spanisch. So it turns out they didn't show up when we had an English service. Und so dann sind sie einfach nicht gekommen, als wir dann angefangen haben mit englischen Gottesdiensten. How's that? Ja, wie ist das? Ich stelle mal eine künstlerische Frage oder eine, die Künstler interessieren könnte oder vielleicht Gemeindeleiter, die mit Künstlern zu tun haben. Wir haben viel davon gehört, dass Künstler wichtig sind.
Wir haben gehört, vielleicht auch, wie man Künstler einlädt, integriert in die Gemeinde. Aber ich erlebe halt auch, oder habe oft erlebt, es gibt auch einfach sehr spezielle Künstler, die sich nicht wohlfühlen in der Gemeinde. In manchen Gemeinden, weil vielleicht man nicht mit ihnen richtig umgeht. Und die Frage ist, wie geht ihr mit, ich sag mal, speziellen Künstlertypen um? Wie integriert ihr auch vielleicht schwere oder, ich sag mal, komplizierte Künstlertypen? Schafft ihr es, sie zu integrieren? Schafft ihr sie ins Lobpreisteam einzubauen oder in andere Bereiche? Wie macht ihr das?